Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1 – Rom in Aufruhr. Die Bühne für Caesars Aufstieg. In der Antike gab es 3 große europäische Nationen: die Griechen, die Karthager und die Römer. Jede dieser Nationen hat einen Helden in der Geschichte. Für die Griechen war es Alexander. Er war der König von Makedonien, das nördlich von Griechenland liegt. Er führte eine Armee auf eine Mission der Eroberung und des Ruhms in Asien. Er übernahm die Kontrolle über diesen Teil der Welt und regierte von Babylon aus. Sein Erfolg führte jedoch zu übermäßigem Verhalten, was zu einem frühen Tod führte. Sein Ruhm stammt von der erfolgreichen Schaffung eines großen Reiches. Die Menschen bewundern ihn für sein junges Alter während dieser Errungenschaften sowie für seine edlen und großzügigen Eigenschaften. Hannibal war der Held von Karthago, einer Stadt in der Antike, die in Afrika lag und in Bezug auf Ursprung, Zivilisation und Handel eng mit Europa verbunden war. Hannibal ist berühmt für seine unerbittliche Entschlossenheit und dafür, dass er ein ganzes Reich 50 Jahre lang in Angst versetzte. Sein Ruf beruht auf seinem unerschütterlichen Willen und seinem Erfolg, während seiner Lebzeiten Schrecken zu verbreiten. Caesar, ein römischer Held, wurde 100 Jahre vor Beginn des Christentums geboren. Im Gegensatz zu Alexander und Hannibal, die für ihre Eroberungen und Angriffe auf fremde Feinde berühmt waren, ist Caesar für seine langen, erbitterten Kämpfe und letztendlichen Siege über seine Rivalen in Rom bekannt. Als Caesar an die Macht kam, hatte das Römische Reich bereits den größten Teil der bekannten Welt beherrscht. Es gab nur noch wenig zu erobern. Obwohl Caesar das Reich ein wenig erweiterte, war das Hauptproblem seiner Zeit, wer die Macht kontrollieren würde, die frühere Eroberer gewonnen hatten. Das Römische Reich war damals keine einheitliche Regierung. Stattdessen war es eine große Sammlung verschiedener Nationen mit ihren Sprachen, Bräuchen und Gesetzen. Dennoch waren sie in gewisser Weise auf die Hauptmacht in Rom angewiesen und mit ihr verbunden. Einige Länder waren Provinzen, die von Offizieren regiert wurden, die von den römischen Behörden ausgewählt und entsandt wurden. Die Statthalter hatten die Aufgabe, Steuern zu erheben und für die Justiz in ihren Provinzen zu sorgen. Dies gab ihnen viele Gelegenheiten, sich selbst zu bereichern. Sie konnten zusätzliche Steuern erheben oder Bestechungsgelder annehmen, um die Reichen vor Gericht zu begünstigen. So waren die reicheren Provinzen bei denen, die ein Amt in Rom anstrebten, sehr beliebt. Die besten Männer bekamen diese Jobs, blieben lange genug, um viel Geld zu verdienen, und kehrten dann nach Rom zurück, um das Geld zu nutzen, um noch höhere Positionen zu erlangen. Wann immer es einen Krieg mit einem weit entfernten Land oder einer Gruppe gab, wollten alle Militärsführer führen. Jeder von ihnen glaubte, dass er gewinnen würde, und ein Krieg konnte sie schneller reich machen als Bestechungsgelder in einer friedlichen Provinz. Ein siegreicher General, der nach Rom zurückkehrte, würde außerdem seinen Ruf stark steigern. Er würde mit Feierlichkeiten und Triumphen begrüßt, und die Menschen würden sich versammeln, um ihm zuzujubeln. Er stellte seine Siegestrophäen in Tempeln aus und unterhielt die Menschen mit Spielen, Shows und Kämpfen zwischen Gladiatoren oder wilden Tieren, die er mit seiner Armee zurückgebracht hatte. Während er gefeiert wurde, blieben seine politischen Rivalen unbeachtet. Es sei denn, einer von ihnen gewann anderswo ähnliche Ehren und plante, zurückzukehren und seinen Anteil an Macht und Ruhm zu fordern. Manchmal wurde Rom von den Kämpfen militärischer Rivalen zerrissen, deren Macht zu groß war, als dass die Republik sie kontrollieren konnte. Vor Caesars Zeit standen sich 2 Rivalen, Marius und Sulla, ständig gegenüber. Ihre Namen sind seitdem Symbole für Rivalität und Hass geworden. Sie repräsentierten die beiden wichtigsten römischen politischen Gruppen, ähnlich wie die Spaltungen in jeder Gesellschaft, in der die Menschen ein Mitspracherecht in der Regierung haben.
Diese Gruppen sind oft in obere und untere Klassen unterteilt oder in jenen Zeiten in die Patrizier und die Plebejer. Sulla war ein Patrizier und die wohlhabenderen und aristokratischeren Leute unterstützten ihn. Marius war bei den einfachen Leuten beliebt. Wenn sie jedoch gegeneinander antraten, verließen sie sich nicht nur auf Stimmen. Sie waren stärker von der Anzahl der Soldaten abhängig, die sie rekrutieren konnten, und von dem Einfluss, den sie durch diese in römischen Versammlungen ausüben konnten. Ein bevorstehender Krieg mit Mithridates, einem mächtigen König aus Asien, bot die Chance, Anerkennung und Beute zu erlangen. Sulla wurde ausgewählt, um die Führung zu übernehmen. Doch während er weg war, gelang es Marius, das Kommando zu übernehmen. 2 Boten kamen, um Sulla darüber zu informieren. Verärgert tötete Sulla diese Boten und begann seinen Marsch auf Rom. Als Vergeltung gegen Sulla töteten Marius' Anhänger in der Stadt einige von Sullas engen Freunden, was unter den Menschen weit verbreitete Panik auslöste. Der Senat, ähnlich wie ein Oberhaus, hatte größtenteils die Macht der patrizischen Partei inne. Sie unterstützten Sulla und baten ihn, als er sich der Stadt näherte, nicht weiterzukommen. Sulla tat so, als stimme er zu, und errichtete ein Lager, doch er stoppte seinen Marsch nicht. Am nächsten Morgen hatte er die Stadt eingenommen. Marius' Anhänger versuchten sich zu wehren, indem sie Steine von den Dächern auf seine Truppen warfen. Als Reaktion darauf setzte Sulla jedes Haus, das Widerstand zeigte, in Brand. So war die gesamte Stadt in Gefahr und Angst wegen des Kampfes zwischen 2 Gruppen von Soldaten, die beide behaupteten, ihre Verbündeten zu sein. Marius verlor die Schlacht und musste fliehen. Viele seiner Freunde, die zurückblieben, wurden getötet. Der Senat versammelte sich und verabschiedete auf Anweisung von Sulla ein Gesetz. Dieses Gesetz erklärte Marius zum Feind des Volkes und setzte eine Belohnung auf seinen Kopf aus. Marius, allein und ohne Freunde, machte sich auf den Weg nach Süden. Viele suchten nach ihm wegen des Kopfgeldes auf seine Ergreifung. Nach vielen aufregenden Abenteuern und knappen Entkommen gelang es ihm, das Mittelmeer zu überqueren. Schließlich fand er in einer Hütte unter den Ruinen von Karthago Zuflucht. Er war jetzt über 70 Jahre alt. Natürlich glaubte Sulla, dass sein Hauptkonkurrent beseitigt war. Also begann er, sich auf seinen Feldzug in Asien vorzubereiten. Er versammelte seine Armee, baute eine Flotte und brach dann auf. In seiner Abwesenheit begannen Marius' Verbündete in der Stadt, ihre Macht zurückzugewinnen. Marius kehrte ebenfalls aus Afrika zurück und stellte schnell eine große Armee zusammen. Er gab vor, ein Freund der unteren Klassen zu sein und sammelte große Gruppen rebellischer Sklaven, Gesetzloser und anderer ungezügelter Leute, die nach Rom marschierten. Er nahm sogar das raue Erscheinungsbild und Verhalten seiner Anhänger an. Sein Gesicht sah mager und grimmig aus, teils aufgrund der körperlichen Strapazen, die er im hohen Alter erlebte, teils aufgrund ständiger Ränke und Pläne zur Rache. Gelegentlich nahm er die Gruppen auf, die der römische Senat ihm sandte, während er sich der Stadt näherte, aber er verhandelte nicht. Er zog mit der äußerlichen Gelassenheit, die seinem Alter entsprach, weiter voran, obwohl er innerlich so wild wie ein Tiger war. Nachdem er die Kontrolle über die Stadt übernommen hatte, begann er seine zerstörerischen Aktionen. Seine erste Tat war die Enthauptung eines Konsuls, dessen Kopf er öffentlich im belebtesten Gebiet der Stadt zur Schau stellte. Dies war erst der Anfang. Alle hochrangigen Freunde Sullas wurden plötzlich getötet. Sie wurden ohne Gerichtsverfahren oder offizielle Anklage ins Visier genommen, einfach weil Marius, ein Militärmann, sie als Feinde betrachtete. Wenn Marius gegen jemanden einen besonderen Groll hegte, erfand er eine einzigartige Methode, um diese Person zu töten. Eine solche Person wurde vom Tarpeischen Felsen geworfen. Der Tarpeische Felsen war eine Klippe in Rom, etwa 15 Meter hoch. Er ist auch heute noch dort. Die schlimmsten Verbrecher wurden manchmal von dieser Klippe geworfen. Sie gingen eine Treppe hinauf zur Spitze und wurden dann hinuntergeworfen.
Sie starben einen schmerzhaften Tod auf den Felsen darunter. Der Tarpeische Felsen wurde nach einem Mädchen namens Tarpeia aus der alten römischen Geschichte benannt. Die Geschichte besagt Folgendes: Als Rom von einer nahegelegenen Armee angegriffen wurde, lebte Tarpeia in der Stadt. Neben ihren Schilden trugen diese Soldaten auch goldene Armbänder. Sie wollten, dass Tarpeia ihnen die Stadttore öffnet. Sie stimmte zu, aber nur, wenn sie ihr die Armbänder geben würden. Allerdings wusste sie nicht, wie diese glänzenden Dinge hießen und nannte sie daher diese Dinge, die ihr an euren Armen habt. Die Soldaten stimmten Tarpeias Bedingungen zu. Sie öffnete die Tore, aber anstatt ihr die Armbänder zu geben, warfen sie ihre Schilde auf sie. Dies zerquetschte und tötete sie in der Nähe des nach ihr benannten Tarpeischen Felsens. Der Felsen hat viele unterirdische Tunnel, wahrscheinlich alte Steinbrüche. Einige Tunnel sind verschlossen, andere offen. Die Einheimischen glauben, dass Tarpeia magisch tief darin gefangen ist, umgeben von Gold und Juwelen. Sie sagen, dass jeder, der versucht, sie zu finden, sich verirren wird und nie mehr zurückkommt. Diese Geschichte ist genauso glaubwürdig wie die erste. Marius setzte seine Tötungen fort, bis jeder auf Sullas Seite entweder tot oder verschwunden war. Er versuchte hartnäckig, Sullas Frau und Kind zu finden, um sie ebenfalls zu schädigen, aber sie waren versteckt. Sullas Freunde, die Mitleid mit ihrer Unschuld hatten, versteckten sie und hinderten Marius daran, ein weiteres geplantes Verbrechen zu begehen. In einigen Fällen wurde Marius auch enttäuscht, als Menschen, die er verletzen wollte, ihr eigenes Leben beendeten und so seine Rachepläne durchkreuzten. Eine Person sperrte sich in ein Zimmer mit brennender Holzkohle ein und erstickte leider an dem Rauch. Eine andere Person nahm sich auf einem öffentlichen Altar das Leben und betete um göttliche Vergeltung an einem grausamen Tyrannen, um der harten Behandlung zu entgehen. Als Marius seine neue Rolle als Führer Roms übernommen hatte und die Stadt nach seinen harten Taten etwas ruhiger zu werden begann, wurde er krank. Er wurde von einer schweren Krankheit heimgesucht, die möglicherweise durch die intensiven Erlebnisse während seines Exils und die dramatischen Veränderungen nach seiner Rückkehr verursacht oder verschlimmert wurde. Einst ein verzweifelter Flüchtling, der sich in dunklen, einsamen Ruinen versteckte, wurde er plötzlich Herrscher der Welt. Er war auch besorgt über Sulla, der immer noch Krieg gegen Mithridates führte. Der Senat hatte Sulla zum Feind erklärt und Marius dachte über Wege nach, um zu ihm zu gelangen. Solange sein Rivale frei und am Leben war, fühlte Marius seinen Sieg nicht als vollständig. Seine Krankheit stoppte diese Pläne, verstärkte jedoch seine Sorgen und Unruhe nur noch mehr. Der kranke Herrscher war auf seinem Bett beunruhigt. Es war klar, dass sein verwirrtes Reden vom selben unnachgiebigen Machtstreben und intensiven Zorn angetrieben wurde, dem er auch in gesunden Tagen gefolgt war. Er stellte sich vor, er habe Sullas Position übernommen und führe seine Armeen in Asien. Aufgeregt von dieser Vorstellung schaute er wild umher, rief Mithridates Namen und gab imaginären Soldaten Befehle. Er versuchte, sich von den Menschen an seinem Bett zu befreien, um die geisterhaften Feinde seiner Träume zu bekämpfen. Dies ging ein paar Tage lang so weiter. Schließlich, nach 70 Jahren von Egoismus, Grausamkeit und Hass, gab seine Kraft nach. Er wachte nicht mehr auf. Marius hatte einen Sohn, ebenfalls Marius genannt, der versuchte, die Macht seines Vaters zu bewahren. Allerdings kam Sulla aus seinem Krieg mit Mithridates in Asien zurück und es war klar, dass ein großer Kampf bevorstand. Sulla zog durch das Land und errang Siege, während der jüngere Marius und seine Anhänger in der Stadt ihre Kräfte sammelten und sich auf die Verteidigung vorbereiteten. Die Bevölkerung der Stadt war gespalten. Die Oberschicht unterstützte Sulla, während das einfache Volk auf der Seite von Marius stand. Politische Gruppen steigen oft auf und fallen wie die Gezeiten. Marius' Gruppe war an der Macht gewesen, aber es war Zeit für einen Wechsel.
Als Sulla voranschritt, fand er Unterstützung. Er besiegte gegnerische Armeen. Er trieb den jungen Marius in eine nahegelegene Stadt, wo dieser Schutz suchte, und zog dann in die Stadt ein und übernahm sie. Er wiederholte die schrecklichen Szenen von Tötung und Mord, die Marius zuvor verübt hatte, aber er ging noch weiter. Er listete die Namen der Männer auf, die er töten wollte. Diese unglücklichen Opfer wurden in ihren Häusern oder an öffentlichen Orten von rücksichtslosen Soldaten gejagt und auf der Stelle getötet. Es ist schwer, sich die Szenen vorzustellen, die diese Taten in einer so großen Stadt hervorriefen, wenn man nicht selbst die Schrecken des Bürgerkriegs gesehen hat. Sulla handelte ruhig, während er diese Aufgabe durchführte, als wäre es ein gewöhnlicher Teil seines Jobs. Eines Tages rief er den Senat zu einer Sitzung. Während er sprach, wurden sie von den Schreien der Menschen abgelenkt, die in den nahegelegenen Straßen hingerichtet wurden. Die Senatoren waren durch die Geräusche verängstigt. Sulla blieb ruhig und bat die Mitglieder, sich auf ihn zu konzentrieren und den Lärm zu ignorieren. Er sagte, dass die Geräusche nur die Bestrafungen seien, die einigen Unruhestiftern auferlegt würden. Sullas Befehle betrafen nicht nur diejenigen in Rom, die sich ihm widersetzten. Sie verbreiteten Angst und Unruhe in benachbarte Städte und weit entfernte Provinzen. Während diese Zeit zweifellos brutal war, ist es leicht, das Ausmaß der Unruhen zu übertreiben. Wenn man über die Bürgerkriege zur Zeit von Marius und Sulla liest, könnte man denken, dass jeder an den Kämpfen beteiligt war. Aber das stimmt nicht. Nur ein kleiner Teil einer großen Gemeinschaft kann aktiv an Gewalt beteiligt sein. Menschen sind von Natur aus keine gewalttätigen Wesen. Meistens bevorzugen Menschen ein friedliches Leben, bewirtschaften ihr Land und kümmern sich um ihre Familien. Nur wenige Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort werden von Ehrgeiz oder Rache getrieben, den Krieg zu lieben. Aber wenn diese wenigen Waffen bekommen, können sie die friedliche Mehrheit leicht unterdrücken. Eine einzige aggressive Person mit einer Waffe kann 100 friedliche Menschen dominieren, die nur glücklich mit ihren Familien leben wollen. So, während Marius, Sulla und ihre vielen bewaffneten Anhänger überall Angst verbreiteten, lebten Millionen von Bauern und Hirten in der römischen Welt so friedlich wie möglich und arbeiteten hart auf ihrem Land. Die Mächtigen wie Generäle, Konsuln und Prätoren nahmen diesen hart arbeitenden Menschen Geld ab, um ihre eigenen Taschen zu füllen, ihre Soldaten zu ernähren und ihre Waffen zu bezahlen. Sie nutzten dieses Geld, um prächtige Gebäude in Rom und luxuriöse Häuser in den Vororten zu bauen. Da sie die gesamte Macht und die Waffen hatten, hatten die friedlichen und fleißigen Menschen keine andere Wahl, als sich dem zu fügen. Trotz der Schwierigkeiten setzten sie ihre Arbeit fort und ertrugen jede Unterbrechung mit Geduld. Nach dem schädlichen Marsch der Armee kehrten sie auf ihre Felder zurück, reparierten die Schäden und erholten sich von Diebstählen ohne sinnlose Beschwerden. Sie betrachteten eine Militärregierung als unvermeidliche Lebenslast und akzeptierten ihre schädlichen Handlungen so, wie sie es bei einem Erdbeben oder einer Seuche tun würden. Als Sulla Rom übernahm, war er sich nicht sicher, was er mit einem Mann namens Julius Caesar tun sollte. Caesar wurde in eine Adelsfamilie hineingeboren und viele seiner Vorfahren hatten hohe Positionen im Staat inne. Also hätte er eigentlich auf Sullas Seite stehen sollen, da Sulla die adlige Klasse vertrat. Doch Caesar hatte Verbindungen zur Partei des Marius. Marius war mit Caesars Tante verheiratet und Caesar war mit der Tochter von Cinna verheiratet, einem starken Unterstützer und Freund von Marius. Caesar war jung und leidenschaftlich, aber noch nicht in die Politik verwickelt. Sulla ignorierte ihn zunächst, plante jedoch schließlich, ihn als Feind zu führen. Einige Adlige, die sowohl mit Sulla als auch mit Caesar befreundet waren, baten Sulla, Caesar zu verschonen. Sulla traf keine Entscheidung, sondern sagte Caesar, er solle sich von seiner Frau Cornelia, der Tochter von Cinna, trennen. Caesar weigerte sich entschieden, seine Frau zu verlassen.
Diese Entscheidung wurde sowohl von seiner Liebe zu Cornelia als auch von seiner starken und sturen Natur getrieben. Diese Eigenschaft, die er schon in seiner Jugend zeigte, veranlasste ihn, jedes Risiko einzugehen, anstatt sich unterdrücken zu lassen. Caesar wusste, dass Sulla seinen Tod befehlen würde, wenn er sich weigerte. Infolgedessen floh er. Sulla entzog ihm seine Titel und Ämter, nahm ihm und seiner Frau das Geld und bezeichnete ihn als Staatsfeind. Dadurch wurde Caesar zum Flüchtling und Ausgestoßenen. Das nächste Kapitel wird darüber sprechen, was ihm in dieser Zeit widerfuhr. Sulla hatte die vollständige Kontrolle. Er herrschte über Rom und alle seine Territorien. Technisch gesehen war er kein Magistrat, sondern ein General, der von einem erfolgreichen Feldzug in Asien zurückkehrte. Er ließ Menschen hinrichten, die er für Unruhestifter hielt, auch wenn dies ein wenig außerhalb des Gesetzes lag. Nachdem er seine Feinde beseitigt hatte, schien er auf die militärische Herrschaft zu verzichten und beschloss, dem Gesetz zu folgen. Er stellte sich scheinbar in den Dienst der Stadt. Er wurde zum Diktator gewählt und erhielt damit die totale Macht. Diese mächtige Position hielt er nur kurz inne, dann trat er zurück, um seine Tage mit literarischen Aktivitäten zu genießen. Trotz seiner grausamen Taten gegenüber seinen politischen Feinden hatte er einen kultivierten Geist und förderte leidenschaftlich Literatur und Kunst. Der Streit zwischen Marius und Sulla war bedeutend. Er wird oft als einer der größten persönlichen Konflikte der Geschichte angesehen. Er begann einfach, weil zwei ehrgeizige Männer die Besten sein wollten. Doch letztendlich beeinflusste er den Frieden und das Glück aller. In ihren intensiven Kämpfen zerstörten die Kämpfer rücksichtslos alles, was ihnen in den Weg kam. Sie vernichteten alles, was sich ihnen entgegenstellte, eines nach dem anderen. Die Menschen haben ihre Taten immer verurteilt, können aber nicht umhin, über die extreme und fast unwirkliche Stärke, die sie bei ihren Taten zeigten, erstaunt zu sein. Kapitel 2: Überwindung aller Hindernisse. Caesars frühe Herausforderungen und Triumphe. Trotz schwieriger Zeiten ließ sich Caesar nicht unterkriegen. In seinen jüngeren Jahren war er im Allgemeinen optimistisch und unbeschwert. Selbst als er Rom verließ und möglicherweise Jahre des Exils und der Ungewissheit vor sich hatte, beschloss er, seine Herausforderungen mutig zu meistern, anstatt aufzugeben. Manchmal sind Menschen, die als Erwachsene groß werden, als Kinder ernst und ruhig. Aber das war bei Caesar nicht der Fall. Er war unterhaltsam, lebendig und gut aussehend. Er genoss es, Kontakte zu knüpfen, besonders weil er wusste, dass er beliebt war. Während er in Rom war, schien es ihm nur darum zu gehen, Spaß zu haben und wegen seines Status, seines Reichtums, seines Charmes und seiner sozialen Stellung beachtet zu werden. Menschen, die ihn in seinen frühen Jahren kannten, dachten, dass er trotz seiner guten Position nicht nach Macht oder Ruhm streben würde. Sie glaubten, er sei zu sehr an persönlichen Vergnügungen interessiert, um ein großer Militärführer oder Politiker zu werden. Sulla sah das anders. Er bemerkte, dass unter Caesars fröhlicher und vergnüglicher Jugend Anzeichen eines stärkeren und ehrgeizigeren Geistes lagen. Es machte ihn traurig zu sehen, dass es wahrscheinlich war, dass Caesar ihm in Zukunft entgegenstehen würde. Indem er Sullas Befehle nicht befolgte, hatte Caesar sich im Grunde der Opposition angeschlossen und würde in Zukunft wahrscheinlich als Teil von ihnen angesehen werden. Sulla betrachtete Caesar nun als einen definitiven Feind. Einige von Caesars Freunden versuchten, sich für ihn einzusetzen und baten Sulla, ihm zu verzeihen. Sie sagten, er sei nur ein junger Junge, der ihm keinen Schaden zufügen könne. Aber Sulla war anderer Meinung. Er fühlte, dass Caesar, obwohl er jung war, das Potenzial hatte, eine mächtige Bedrohung zu werden, noch mehr als viele andere wie Marius. Trotz seiner Liebe zum Vergnügen und zur Unterhaltung ignorierte der junge Caesar seine Studien nicht.
Ehrgeizig und begierig auf politische Macht arbeitete er hart an seinem intellektuellen Wachstum. Er lernte Griechisch, las griechische Geschichtsbücher, besuchte Vorlesungen in Philosophie und Rhetorik und zeigte großes Interesse daran, ein mächtiger Redner zu werden. Diese Eigenschaften Caesars waren ein Grund, warum Sulla Caesar als Bedrohung betrachtete. In jenen Tagen verschaffte ein guter Redner und Schriftsteller einer Person großen Einfluss. Regierungsentscheidungen wurden oft in großen Versammlungen freier Bürger getroffen. Diese Entscheidungen wurden stark von den Reden mächtiger Redner beeinflusst. Diese Redner konnten die Aufmerksamkeit der Menschen fesseln und ihre Meinungen aufgrund ihrer starken Stimmen und überzeugenden Geister ändern. Jedoch hatte nicht jeder in der Stadt diese Macht. Als die Stadt etwa 3 Millionen Einwohner hatte, waren nur 300.000 freie Bürger. Der Rest waren Arbeiter, Handwerker und Sklaven, die an öffentlichen Angelegenheiten nicht teilnehmen konnten. Die freien Bürger hielten oft öffentliche Versammlungen ab. Sie hielten diese Versammlungen und Gerichtsverhandlungen auf verschiedenen Plätzen und offenen Plätzen der Stadt ab. Die Römer nannten diese Plätze Foren. Ein Forum hob sich von den anderen ab und wurde einfach das Forum genannt. Es war ein großer Platz, umgeben von schönen Gebäuden und gefüllt mit vielen Skulpturen und Statuen. Es gab überdachte Gehwege an den Seiten, die die Menschen bei schlechtem Wetter nutzen konnten. Aber in Italien ist das Wetter normalerweise gut. Die Menschen versammelten sich in diesem Bereich und unter diesen Gehwegen für Versammlungen und Gerichtsverhandlungen. Das Forum wurde immer wieder mit neuen Denkmälern, Tempeln, Statuen und Säulen geschmückt. Diese wurden oft von erfolgreichen Generälen hinzugefügt, die von Siegen im Ausland zurückkehrten, oder von Prokonsuln und Prätoren, die reich aus ihren Provinzen zurückkamen. Schließlich gab es so viele Dekorationen, dass das Forum ziemlich voll war. Es war so überfüllt, dass sie einige der Dekorationen entfernen mussten, ähnlich wie man einen dichten Wald ausdünnt, um Platz für die Versammlungen zu schaffen, die dort stattfinden sollten. Obwohl sie keine gedruckten Bücher hatten, waren die Menschen in Rom gut gebildet und in der Lage, intellektuelle Aktivitäten zu genießen. Da sie nicht privat lesen konnten, war das Forum der Hauptversammlungsort. Heute stillen wir unser Interesse, indem wir zu Hause in aller Ruhe Geschichtsbücher lesen oder in stillen Bibliotheken Zeitungen durchblättern. Aber zu Caesars Zeit gingen die Menschen ins Forum, um historische Reden, politische Debatten oder rechtliche Auseinandersetzungen unter lauten Menschenmengen zu hören. Dies war der zentrale Ort für Nachrichten und Diskussionen. Hier wurden große Entscheidungen getroffen. Es war der Ort intensiver Machtkämpfe, die Nationen beeinflussten und manchmal sogar die halbe Welt betrafen. Natürlich wollte jeder, der andere beeinflussen wollte, hier sprechen. Einige römische Redner konnten die Menge zum Schweigen bringen und ihre ungeteilte Aufmerksamkeit halten. Diese Macht war so freudig auszuüben, wie sie prestigeträchtig war. Caesar hatte diesen Ehrgeiz und widmete sich dem Erlernen der Redekunst. Apollonius, ein berühmter Philosoph und Redner von der griechischen Insel Rhodos, war Caesars Lehrer. Rhodos liegt nahe der Südwestküste Kleinasiens. Unter der Anleitung von Apollonius wurde Caesar ein geschickter Schriftsteller und Redner. Interessanterweise war Caesars Leben eine Mischung aus ernsthaften intellektuellen Bestrebungen und unbeschwerten, ausschweifenden Vergnügungen. Doch alles änderte sich mit Sullas Ankunft. Wie am Ende des vorherigen Kapitels erwähnt, befahl der Diktator ihm, seine Frau zu verlassen und die marianische Fraktion aufzugeben. Da er sich entschied, diesen Forderungen nicht nachzukommen, verließ er Rom hastig im Schutz der Nacht, inkognito. Er war krank mit Fieber, das alle paar Tage kam und ging. Aber zwischen diesen Fieberanfällen fühlte er sich okay. Zuerst ging er ins Sabinerland, nordöstlich von Rom. Dort wanderte er umher, immer in Gefahr, weil die Leute wussten, dass er den mächtigen Sulla verärgert hatte. Diejenigen, die Sulla seinen Kopf bringen konnten, würden belohnt werden. Er musste jeden Tag umziehen und sich verstecken.
Doch schließlich wurde er von einem Centurio gefunden, einem Anführer von 100 Mann, so etwas wie ein Hauptmann in der heutigen Armee. Als er gefangen genommen wurde, machte sich Caesar nicht allzu viele Sorgen. Er bot dem Centurio ein Bestechungsgeld an, das groß genug war, um ihn freizulassen, und er entkam. Die beiden antiken Historiker, die fast alles, was wir über Caesars frühes Leben wissen, festgehalten haben, erzählen unterschiedliche Geschichten über seine späteren Abenteuer. Sie erwähnen ähnliche Ereignisse, aber in unterschiedlicher Reihenfolge, was es schwierig macht, genau zu wissen, wann die Dinge passiert sind. Caesar, der erkannte, dass er in der Nähe Roms nicht sicher war, zog langsam mit einer kleinen Gruppe nach Osten. Schließlich erreichte er das Meer und setzte die Segel, um sein Heimatland zu verlassen. Nach vielen Abenteuern landete er in Kleinasien und erreichte schließlich das Königreich Bithynien an der Nordküste. Der König von Bithynien hieß Nikomedes. Caesar schloss sich dem Hof von Nikomedes an und begann für ihn zu arbeiten. In der Zwischenzeit hörte Sulla auf, ihn zu verfolgen und vergab ihm schließlich. Es ist jedoch unklar, ob dies geschah, bevor oder nachdem Caesar dem Hof beigetreten war. So oder so, Caesar begann das Leben am Hof zu mögen und machte keine Pläne, nach Rom zurückzukehren. Auf der anderen Seite Kleinasiens, an der Südküste, gab es ein raues, gebirgiges Gebiet namens Kilikien. Das große Taurusgebirge kommt hier nahe an das Meer heran. Die steilen Formen des Landes, die hohe Berge und Täler im Landesinneren schaffen, bilden klippenartige Landspitzen und Vorsprünge entlang der Küste, mit tiefen Buchten und Häfen dazwischen. Die kilikischen Menschen waren sowohl Seefahrer als auch Bergsteiger. Sie bauten schnelle Schiffe und segelten oft im Mittelmeer, kaperten Schiffe und manchmal sogar ganze Flotten. Sie waren stark genug, um eine Stadt und ihren Hafen zu erobern und die Kontrolle oft über längere Zeiträume zu behalten, trotz der Versuche, sie zu vertreiben. Wenn ihre Feinde zu mächtig wurden, zogen sie sich in ihre sicheren Häfen zurück. Diese Orte waren stark bewacht, und die tapferen Verteidiger machten es für jeden sehr riskant, es zu versuchen, hineinzukommen. Selbst wenn eine Stadt oder ein Hafen eingenommen wurde, flohen die furchtlosen Einheimischen in die Berge, wo es unmöglich war, sie aufzuspüren. Trotz ihrer Fähigkeiten in Seeschlachten und ihrer Zähigkeit als Bergsteiger fehlte den Kilikiern etwas Wichtiges für militärischen Ruhm: ihre Geschichtenerzähler. So wurde ihre Geschichte von ihren Feinden erzählt. Wenn sie ihre eigenen Erzähler gehabt hätten, wären sie vielleicht als kleine, mutige, erfolgreiche Seemacht angesehen worden. Aber die Römer, ihre Feinde, beschrieben sie als Diebe und Piraten. So werden sie immer gesehen werden. In Wirklichkeit haben die kilikischen Anführer wahrscheinlich nicht so systematisch ihr Territorium erweitert oder die Rechte und das Eigentum anderer verletzt wie einige andere Eroberer. Sie waren vielleicht etwas weniger respektvoll, wenn es darum ging, privates Eigentum zu übernehmen. Doch selbst in modernen Zeiten fühlen sich alle kriegsführenden Nationen berechtigt, privates Eigentum auf See zu beschlagnahmen. Merkwürdigerweise respektieren sie es jedoch an Land. Die kilikischen Piraten glaubten, sie seien mit allen im Krieg. Sie nahmen alle Waren, die sie an der Mittelmeerküste transportiert fanden. Sie stoppten Getreidelieferungen von Sizilien nach Rom und behielten das Getreide für sich. Sie nahmen wertvolle Gegenstände von den Schiffen Alexandrias, die manchmal Gold, Juwelen und teure Stoffe aus dem Osten transportierten. Sie entführten auch oft reiche und wichtige Personen, die zwischen Italien und Griechenland reisten, und forderten Geld für deren Freilassung. Sie waren besonders erfreut, wenn sie römische Generäle und Staatsbeamte gefangen nehmen konnten. Dies waren Menschen, die entweder dabei waren, Armeen zu führen, oder aus den Provinzen mit dem Reichtum zurückkehrten, den sie gesammelt hatten. Die Römer schickten viele Expeditionen und Marinekommandanten aus, um gegen das zu kämpfen, was sie die gemeinsamen Feinde der Menschheit nannten:
Die Piraten. Einmal, als ein berühmter General namens Antonius sie mit seiner Flotte verfolgte, griffen einige Piraten die italienische Küste südlich von Rom an. Sie zielten auf Antonius' Familienheim in Misenum, entführten mehrere Familienmitglieder und zwangen ihn, ein hohes Lösegeld zu zahlen, um sie zurückzubekommen. Die Piraten wurden selbstbewusster, je erfolgreicher sie wurden. Sie stoppten fast den gesamten Handel zwischen Italien und Griechenland, da weder Händler noch Reisende es wagten, ihre Waren oder ihr Leben zu riskieren. Sie kamen Rom immer näher, drangen sogar in den Tiber ein, wo sie eine römische Flotte eroberten. Irgendwann während seiner Reisen wurde Caesar selbst von diesen Piraten gefangen genommen. Piraten beschlagnahmten das Schiff, auf dem er sich befand, in der Nähe von Pharmakonisi, einer kleinen Insel im nordöstlichen Ägäischen Meer. Er war nicht so arm wie damals, als er Rom verließ, sondern reiste mit Helfern, die seinem Status entsprachen. Sein Auftreten machte den Piraten klar, dass er wichtig war. Also beschlossen sie, ihn für Geld festzuhalten. Bis er das Geld aufbringen konnte, hielten sie ihn auf dem Schiff gefangen, das ihn gefangen genommen hatte. Obwohl er gefangen gehalten wurde, gelang es Caesar, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Seine autoritäre Präsenz überraschte seine Entführer zunächst, beeindruckte sie dann und dominierte sie schließlich. Er fragte sie nach ihrem Lösegeldpreis. Sie sagten 20 Talente, eine hohe Summe, da ein Talent eine bedeutende Menge Geld ist. Caesar war mit der Forderung nicht einverstanden und sagte, sie wüssten nicht, wer er sei. Stattdessen bot er ihnen 50 Talente an. Er bat sein Team, in Städte zu gehen, in denen die Leute ihn kannten, um das Geld zu beschaffen, und blieb auf dem Schiff mit nur einem Arzt und 2 Helfern. Während er wartete, benahm er sich, als ob er das Sagen hätte. Wenn sie zu laut waren, als er schlafen wollte, sagte er ihnen, sie sollten leise sein. Er nahm an ihren Spielen und Aktivitäten auf dem Deck teil, übertraf sie und übernahm die Führung als ihr Anführer. Caesar teilte seine Reden und Gedichte mit ihnen. Wenn sie seine Arbeit nicht zu verstehen oder zu genießen schienen, sagte er ihnen, sie hätten keinen Geschmack. Aber er fügte auch hinzu, dass das keine Überraschung sei, weil sie ungebildet seien. Die Piraten fragten ihn eines Tages, was er mit ihnen tun sollte, falls er sie jemals zu irgendeinem zukünftigen Zeitpunkt gefangen nehmen sollte. Caesar sagte, dass er jeden von ihnen kreuzigen würde. Schließlich kam das Lösegeld. Caesar bezahlte die Piraten und sie hielten ihr Wort, indem sie ihn in einem Boot an Land brachten. Er landete an der Küste von Kleinasien. Sofort ging er zum nächsten Hafen, Milet, sammelte eine kleine Flotte und segelte los. Er segelte schnell dorthin, wo die Piraten vor Anker lagen, und fand sie dort, wo sie sich sicher fühlten. Er griff sie an, nahm ihre Schiffe, holte sein Lösegeld zurück und nahm alle Piraten gefangen. Er brachte seine Gefangenen an Land. Dort tat er, wie er gedroht hatte. Er tötete sie und ließ seine Männer ihre Leichen an Kreuzen entlang der Küste aufhängen. Während er von Rom entfernt war, besuchte Caesar Rhodos, die Heimat seines alten Lehrers, und setzte seine Studien fort. Er plante immer noch, eines Tages zum römischen Forum zurückzukehren. Seine Freunde begannen ihm Nachrichten zu schicken, in denen sie meinten, es wäre sicher für ihn zurückzukommen. Sulla hatte sich langsam von der Macht zurückgezogen und war schließlich verstorben. Die Aristokraten hatten immer noch die Macht, aber die Partei des Marius begann sich von der vollständigen Niederlage zu erholen, die durch Sullas Rückkehr und seine grausame militärische Vergeltung verursacht worden war. Daher glaubten sie, dass Caesar sicher nach Rom zurückkehren könnte, wenn er klug handelte. Er kam jedoch nicht zurück, um vorsichtig oder sicher zu sein. Er war nicht der Typ, der vorsichtig war. Sobald er zurück war, schloss er sich offen der Seite des Volkes an. Sein erster öffentlicher Akt war es, den Gouverneur der großen Region Makedonien, die er auf dem Weg nach Bithynien besucht hatte, anzuklagen. Die Person, die er anklagte, war ein Konsul und ein starker Unterstützer Sullas. Sein Name war Dolabella.
Die Menschen waren erstaunt über seinen Mut, sich gegen Sullas Macht zu stellen, wenn auch indirekt. Das war etwas. Als die Zeit für den Prozess gekommen war und Caesar im Forum erschien, brachte ihm seine kraftvolle Rede viel Lob ein. Die Menschen waren sehr an dem Fall interessiert. Sie sahen Caesar als ihren Verteidiger in seinem Angriff auf Dolabella. Dies weckte ihre Hoffnungen, endlich einen Führer zu haben, der den Schritten des Marius folgen und ihre Sache wieder aufbauen könnte. Wie erwartet wurde Dolabella für nicht schuldig befunden, verteidigt von den Rednern der anderen Seite, da Sullas Partei die Mehrheit der Macht innehatte. Dennoch verursachten Caesars mutiger Akt und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten bei der Durchführung davon Aufsehen in ganz Rom. Er wurde schnell zu einem der sichtbarsten und bekanntesten Männer der Stadt. Angespornt durch seinen Erfolg und gestärkt in seinem Selbstbewusstsein begann er sich offen als Führer der Partei des Volkes zu positionieren. Er verbrachte seine Zeit damit, im Forum zu sprechen, öffentliche Versammlungen anzusprechen und vor Gericht als Verteidiger für diejenigen zu dienen, die wegen politischer Verbrechen angeklagt waren. Die Menschen sahen ihn als ihren zukünftigen Helden an, also bewunderten sie alles, was er tat. Seine Reden zeugten von viel Intelligenz. Kurz gesagt, er wurde berühmt wegen seines Mutes und seiner Energie. Je berühmter er wurde, desto stärker und energiegeladener fühlte er sich auch. Caesars Tante, die auch die Frau des Marius war, verstarb, nachdem sie wegen des Todes ihres Mannes und seines politischen Sturzes ruhig gelebt hatte. Trotz der Risiken entschied sich Caesar, sie mit einer großartigen Beerdigung zu ehren. Es gab einen Ort im Forum, eine Art Bühne, die bei großen Veranstaltungen für Reden genutzt wurde. Diese Bühne war mit bronzenen Schiffsschnäbeln, den sogenannten Rostra, geschmückt, die aus vergangenen Kriegen stammten. Daher wurde die Bühne auch als die Rostra oder die Schnäbel bekannt, wo sich die Menschen versammelten, um Reden zu wichtigen Anlässen zu hören. Bei der Beerdigung von Marius' Frau hielt Caesar eine fantastische Rede vor einer großen Menge. Er zeigte mutig Bilder von Marius, die seit dessen Tod verborgen waren. Indem er diese Bilder zeigte, stellte Caesar die Verurteilung von Marius durch Sulla und die Oberschicht in Frage und präsentierte ihn als jemanden, der öffentliche Anerkennung und Applaus verdient. Die hochrangigen Unterstützer dort versuchten, diesen mutigen Schritt mit Zeichen der Missbilligung zu tadeln. Diese Zeichen gingen jedoch in den lauten und anhaltenden Jubelrufen der Menge unter. Dieser riskante Zug war ein Wagnis, aber er war ein großer Erfolg. Kurz darauf bekam Caesar eine weitere Gelegenheit, eine Trauerrede zu halten, diesmal für seine Frau, die Tochter von Cinna. Cinna hatte eng mit Marius zusammengearbeitet, als er mächtig war. Es war nicht üblich, solche Reden für römische Frauen zu halten, es sei denn, sie waren sehr alt. Aber Caesar wollte dies für seine Frau tun. Er sah es als eine Chance, für die Sache des Volkes einzutreten und mehr Unterstützung von ihnen zu gewinnen. Das Experiment funktionierte auch diesmal. Die Menschen waren glücklich, weil es so aussah, als ob seine Taten Liebe zeigten. Da Cornelia die Tochter von Cinna war, konnte er die Familie und Abstammung der Verstorbenen loben und auch diejenigen loben, die von Sullas Gruppe verbannt und zerstört worden waren. Zusammengefasst war die Gruppe der Patrizier besorgt. Sie sahen, dass Caesar schnell eine Gruppe aufbaute und organisierte. Wenn diese Gruppe wieder an die Macht käme, könnte das ihren eigenen politischen und vielleicht auch persönlichen Untergang bedeuten. Caesar gewann schnell Einfluss und Macht durch seine Ernennungen in öffentliche Ämter. Damals gaben Beamte und Kandidaten für öffentliche Ämter oft viel Geld für Unterhaltung für das Volk aus. Caesar ging in diesem Aspekt noch einen Schritt weiter. Er importierte Gladiatoren aus weit entfernten Provinzen und gab viel Geld für deren Ausbildung aus. Diese Gladiatoren kämpften in riesigen Amphitheatern der Stadt vor großen Menschenmengen. Caesar brachte viele wilde Tiere aus den Wäldern Afrikas mit. Diese Tiere wurden benutzt, um mit Kriegsgefangenen zu kämpfen, zur Unterhaltung der Menschen.
Er veranstaltete auch opulente Feste, bei denen er sich mit seinen Gästen und anderen vermischte und mit seinem freundlichen und höflichen Auftreten die Zustimmung aller gewann. Er gab schnell sein ganzes Geld aus und verschuldete sich stark. Damals war es für einen solchen Mann einfach, so viel Geld zu leihen, wie er für diese Pläne brauchte. Jeder wusste, dass er, wenn es ihm dank seiner Beliebtheit gelänge, an die Macht zu kommen, seine Schulden schnell zurückzahlen und diejenigen belohnen könnte, die ihm geholfen hatten. Das Geld dafür würde aus den Steuern stammen, die die friedlichen Kaufleute, Handwerker und Bauern in den Provinzen, die er zu regieren hoffte, zahlten. Obwohl Caesar viel ausgab und viele Schulden hatte, dachten die Menschen, die seinen Fähigkeiten nicht ganz vertrauten, dass er dem Untergang geweiht sei. Das nächste Kapitel wird mehr Details über diese Probleme und darüber geben, wie Caesar es geschafft hat, sie zu überwinden. Kapitel 3: Die Spiele Roms, wie Caesar die politische Bühne Roms eroberte. 9 Jahre lang, etwa 67 Jahre vor Christi Geburt, blieb Caesar hauptsächlich in Rom. Er kämpfte ständig um Macht. Es gelang ihm, von einer einflussreichen und angesehenen Position zur nächsten aufzusteigen, bis er der führende Mann der Stadt wurde. Viele Ereignisse aus diesen Kämpfen zeigen, wie Rom in jenen Tagen regiert wurde, eine seltsame Mischung aus roher Gewalt und Gesetz. Viele wichtige Regierungspositionen wurden durch öffentliche Wahlen besetzt. Da die meisten Menschen die komplexen Regierungsfragen nicht vollständig verstanden, stimmten sie oft danach ab, wie sympathisch sie den Kandidaten fanden. In jenen Tagen fehlten öffentlichen Persönlichkeiten oft starke moralische Prinzipien. Sie taten alles, um an Popularität zu gewinnen. Wer ein Amt anstrebte, bestach einflussreiche Personen, um Unterstützung zu erhalten, indem er ihnen niedrigere Positionen anbot oder ihnen direkt Geld gab. Für diejenigen, die sich weder mit Positionen noch mit Geld zufriedenstellen ließen, organisierten sie Shows, Spektakel und verschiedene Formen der Unterhaltung zur Belustigung. Diese Praxis erscheint uns sehr albern. Erstaunlicherweise nahmen die Römer sie hin, da klar war, dass sie irgendwie diese Ausgaben bezahlen mussten. Auch wenn diese Politik unsinnig erscheint, wird sie bis heute in gewisser Weise immer noch angewendet. In Frankreich unterstützt die Regierung teilweise Orte wie Opernhäuser und Theater. Wie gut sie dies tun, kann beeinflussen, wie beliebt sie sind. Heute ist dieses System besser organisiert, aber es bleibt dasselbe wie früher. In der Vergangenheit war die Rolle der Regierung, die Menschen zu unterhalten, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und sie zu schützen. Heute, besonders in den Vereinigten Staaten, hat sich das geändert. Die Menschen wollen jetzt, dass die Regierung sich eng darauf konzentriert, die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die Menschen ziehen es im Allgemeinen vor, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und ihr Glück zu finden, anstatt der Regierung die Macht zu geben, dies für sie zu tun. Sie verstehen, dass sie, selbst wenn sie die Kosten nicht sofort sehen, letztendlich doppelt so viel bezahlen werden. Zu römischen Zeiten gab es Gründe für die Bereitstellung öffentlicher Unterhaltung in großem Maßstab, die heute nicht mehr gelten. Sie hatten weniger Freizeitaktivitäten zu Hause, also suchten sie eher in der Öffentlichkeit nach Spaß. Das milde Klima unterstützte dies ebenfalls. Sie waren auch weniger in persönliche geschäftliche Aktivitäten involviert. Die Menschen in Rom verdienten ihren Lebensunterhalt nicht als Kaufleute, Hersteller oder Bürger, die Waren produzierten, um sich selbst und die Welt zu bereichern. Stattdessen waren sie weitgehend auf Geld aus den ausländischen Provinzen und auf Beute angewiesen, die ihre Generäle aus fremden Kriegen mitbrachten. Aus ausländischen Eroberungen wurden Gefangene zurückgebracht. Sie wurden zu Gladiatoren ausgebildet und unterhielten das Volk mit ihren Kämpfen. Kunstwerke wie Statuen und Gemälde wurden ebenfalls mitgebracht, um die öffentlichen Gebäude der Stadt zu schmücken.
Ebenso wurde viel Getreide, das aus den Provinzen geerntet wurde, regelmäßig in Rom verteilt. Manchmal wurden große Landflächen, die den ursprünglichen Besitzern abgenommen wurden, unter den Menschen aufgeteilt. Gesetze, die im Laufe der Zeit zur Verteilung von Land geschaffen wurden, waren als Agrargesetze bekannt. Dieser Begriff wurde zu einer Art Sprichwort, da moderne Vorschläge, um die Gunst der Öffentlichkeit zu gewinnen, indem staatliches oder im Besitz von Wohlhabenden befindliches Eigentum unter den Menschen aufgeteilt wird, als Agrarismus bezeichnet werden. In vielerlei Hinsicht war Rom eine Stadt, die von dem lebte, was sie aus ihren Eroberungen gewann, was als eine Form von Plünderung angesehen werden könnte. Die Stadt war sehr effektiv organisiert, um diese Lebensweise zu unterstützen. Es wäre jedoch nicht ganz fair, sie nur als Diebe zu bezeichnen. Sie gaben etwas zurück, indem sie eine spezifische gesellschaftliche Struktur weltweit etablierten und eine Form von öffentlicher Ordnung und Frieden aufrechterhielten. Sie bauten Städte, Straßen und Aquädukte. Sie schufen Häfen und schützten sie mit Molen und Burgen. Sie förderten Handel, Kunst und Literatur. Sie hielten den Frieden aufrecht und erlaubten nur Konflikte, die sie selbst initiierten. Als Weltherrscher fühlten sie sich berechtigt, die Annehmlichkeiten des Lebens zu genießen, weil sie gedient hatten. Natürlich war zu erwarten, dass sie gelegentlich untereinander über die Beute streiten würden. Ehrgeizige Männer suchten immer nach neuen Eroberungen und Möglichkeiten. Diejenigen, die die meisten Reichtümer zurückbrachten und den Wohlstand und das Vergnügen der Stadt steigerten, waren bei den Wählern beliebt. Daher wurde das Ausbeuten der Provinzen und das verschwenderische Ausgeben in der Stadt zur Strategie, um an Macht zu gewinnen. Caesar glaubte fest an diese Politik und stützte seine Hoffnungen auf Erfolg auf die Unterstützung des Volkes. Natürlich hatte er viele Konkurrenten und Feinde unter den oberen Klassen und im Senat. Sie verzögerten und behinderten seine Pläne oft eine Weile, aber er gewann am Ende immer. Er hatte zunächst eine wichtige Rolle als Quästor, die ihn aus Rom nach Spanien führte, wo er der Zweitverantwortliche war. Der höchste Offizier in der Provinz war ein Prätor. Während seiner Zeit in Spanien gelang es Caesar, seine finanzielle Lage zu verbessern. Doch er war mit seinem niedrigeren Rang nicht zufrieden. Seine Unzufriedenheit wuchs, als er unerwartet eine Statue von Alexander in einer Stadt fand, die damals Hades und heute Cadiz hieß. Alexander hatte die Welt erobert, als er etwa 30 Jahre alt war. Caesar, der nun etwa 35 war, fühlte sich sehr unglücklich, als er daran dachte, wie wenig er im Vergleich dazu erreicht hatte. Obwohl er in seiner Provinz der Zweitverantwortliche war, hatte er ein brennendes Verlangen, der führende Mann in Rom zu sein. Das machte ihn so unruhig, dass er seine Position frühzeitig verließ und nach Rom zurückkehrte, wo er begann, mutige Pläne zu schmieden, um an Macht zu gelangen. Seine Rivalen und Feinde beschuldigten ihn verschiedener Pläne, von gewalttätigen bis hin zu verräterischen. Es ist jedoch derzeit nicht möglich, die Gültigkeit dieser Anschuldigungen zu bestimmen. Man sagte, er habe geplant, sich mit nahegelegenen Kolonien zusammenzuschließen, die sich der Stadt anschließen wollten, eine Armee aufzustellen und Rom zu übernehmen. Um dies zu verhindern, wurde eine Armee, die gegen die kilikischen Piraten kämpfen sollte, zurückgehalten. Da die Regierung vorsichtig war, ließ Caesar diesen Plan Berichten zufolge fallen. Er wurde auch beschuldigt, geplant zu haben, Senatoren in der Stadt zu töten und mit seinen Mitverschwörern die Kontrolle zu übernehmen. Crassus, ein reicher Mann und Freund Caesars, war in diesen Plan verwickelt. Wenn der Plan erfolgreich gewesen wäre, wäre Crassus Diktator geworden. Trotz Caesars Versuch, Crassus mit einer vielversprechenden Belohnung zu locken, verlor Crassus die Nerven, als es Zeit zum Handeln war. Mut und Initiative findet man in der Regel bei den Armen, nicht bei den Reichen.
Obwohl der Senat Caesar gegenüber misstrauisch war und ihn häufig krimineller Pläne beschuldigte, unterstützte das Volk ihn. Je mehr die Mächtigen ihn nicht mochten, desto mehr mochte ihn das einfache Volk. Sie wählten ihn zum Ädil. Der Ädil war für die öffentlichen Gebäude der Stadt sowie für die Organisation der Spiele und Shows, die dort stattfanden, verantwortlich. Caesar übernahm seine neue Rolle mit Begeisterung. Er plante große Veranstaltungen für die Öffentlichkeit und verbesserte die Gebäude der Stadt, indem er Gehwege und offene Räume hinzufügte, in denen er Gladiatorenkämpfe und Kämpfe mit wilden Tieren vorführen konnte. Er hatte so viele Gladiatoren, und diese waren so gut ausgebildet, dass einige der Adligen der Stadt dachten, er könnte sie benutzen, um die Stadt zu übernehmen. Also schufen sie Gesetze, um die Anzahl der verwendeten Gladiatoren zu begrenzen. Caesar präsentierte seine Shows in diesem kleineren Rahmen, wie es die neuen Gesetze verlangten. Er sorgte dafür, dass die Leute wussten, wem sie die Reduzierung ihrer Unterhaltung zu verdanken hatten. Natürlich beschwerten sie sich über den Senat, und Caesar wurde noch beliebter. Er machte viele Schulden. Um dies zu beheben, versuchte er, sich Ägypten als Territorium zu sichern. Ägypten war ein sehr wohlhabendes und fruchtbares Land, aber es war kein römisches Territorium. Es war ein unabhängiges Königreich, das mit den Römern befreundet war. Daher war Caesars Idee, es zu einem römischen Territorium zu machen, sehr ungewöhnlich. Sein Grund war, dass die Ägypter kürzlich ihren König abgesetzt hatten, also könnten die Römer genauso gut die Kontrolle übernehmen. Der Senat stimmte Caesars Plan nicht zu. Sie waren vielleicht neidisch auf ihn oder vielleicht hielten sie es für unfair gegenüber Ägypten. Nach einem großen Streit musste Caesar den Plan aufgeben. Trotzdem war er sehr verärgert über die Gruppe der Oberschicht, die seine Pläne vereitelt hatte. Um sich an ihnen zu rächen, schlich er sich eines Nachts in das Kapitol und stellte einige Statuen und Auszeichnungen von Marius wieder auf, die auf Sullas Befehl hin entfernt worden waren, als er an die Macht zurückkehrte. Marius, wie wir uns erinnern, war ein großer Unterstützer des einfachen Volkes und ein Gegner der Elite. Als er von der Macht fiel, wurden alle Anzeichen seines Einflusses und seiner Bedeutung aus Rom entfernt. Dazu gehörten Statuen und Trophäen im Kapitol, die früheren Siege feierten. Caesar beschloss, die alten durch beeindruckendere zu ersetzen. Er tat dies heimlich und stellte sie nachts auf. Seine Position als Ädil gab ihm die Macht dazu. Am nächsten Tag, als die Menschen ihre geliebten prächtigen Denkmäler wiederhergestellt sahen, war die Stadt voller Freude und Aufregung. Die Patrizier hingegen waren verärgert und wütend. Sie sagten: Hier ist ein Beamter, der versucht, etwas zurückzubringen, was der Senat offiziell beendet hat. Er testet, wie viel wir tolerieren werden. Wenn wir das zulassen, wird er noch kühnere Dinge versuchen. Sie starteten eine Kampagne, um die Statuen und Trophäen zu entfernen, aber viele Menschen verteidigten sie. Sie jubelten laut im Kapitol, und der Senat, der erkannte, dass er mit einer so großen Gruppe nicht fertig werden konnte, gab nach, und Caesar gewann. Nach Cornelias Tod heiratete Caesar eine Frau namens Pompeia. Später ließ er sich aufgrund einer einzigartigen Situation von Pompeia scheiden. Zu jener Zeit gab es viele ungewöhnliche religiöse Rituale und Veranstaltungen. Eine davon war eine Feier, die als Mysterien der guten Göttin bekannt war. Dies war eine Feier nur für Frauen, bei der alles, was mit Männern zu tun hatte, sorgfältig entfernt wurde. Sogar Männerbilder an den Wänden wurden verdeckt, wenn die Versammlung in einem Haus stattfand. Sie verbrachten die Nacht mit Musik, Tanz und speziellen geheimen Aktivitäten. Diese Aktivitäten waren halb Vergnügen und halb religiös, basierend auf den Bräuchen und Ideen jener Zeit. Eines Abends fand eine Feier für die gute Göttin in Caesars Haus statt. Zur Überraschung aller wurde während der Feierlichkeiten ein Mann unter ihnen entdeckt. Er sah jung aus und war wie eine Frau gekleidet. Sein Name war Clodius.
Er war reich und gut vernetzt, hatte aber einen schlechten Ruf. Eine Sklavin von Pompeia hatte ihn möglicherweise hereingelassen, weil er sie bestochen hatte. Die Leute dachten, dass Pompeia davon gewusst haben könnte. Caesar ließ sich schnell von seiner Frau scheiden. Der Senat untersuchte die Angelegenheit und alle gaben ihre Zeugenaussagen ab. Als Caesar an der Reihe war, sagte er wisse nichts davon. Sie fragten ihn dann, warum er sich von Pompeia scheiden ließ, wenn er keinen Beweis hatte, dass sie schuldig war. Er antwortete, dass die Frau des Caesar nicht nur ohne Verbrechen, sondern auch ohne Verdacht sein müsse. Clodius war eine rücksichtslose und ungebärdige Person. Seine Lebensgeschichte hebt das Chaos der Ära hervor. Er geriet in einen ernsthaften Streit mit einem anderen Bürger namens Milo. Dieser Streit wuchs, als beide Seiten Anhänger sammelten und schließlich fast die gesamte Stadt einbezogen. Wann immer sie in der Öffentlichkeit erschienen, waren sie von bewaffneten Gruppen umgeben, ständig in Konfliktgefahr. Schließlich kam es zu einer Auseinandersetzung und Clodius wurde im Kampf getötet. Dieses Ereignis machte die Situation komplizierter. Gruppen bildeten sich und hitzige Diskussionen entbrannten darüber, ob Milo wegen des mutmaßlichen Mordes angeklagt werden sollte. Schließlich wurde Milo vor Gericht gestellt. Aufgrund der hohen öffentlichen Spannung füllten die amtierenden Konsuln während des Prozesses das gesamte Forum mit bewaffneten Männern, um das Gericht zu schützen. Zu dieser Zeit war Gewalt oft Teil öffentlicher Ereignisse, besonders wenn bestimmte Situationen starke Emotionen hervorriefen. Zum Beispiel, als Caesar an der Macht war, wurde ein gefährliches Komplott unter der Führung des berüchtigten Catilina entdeckt. Dieses Komplott richtete sich hauptsächlich gegen den Senat und die oberen Teile der Regierung. Es zielte darauf ab, sie zu zerstören und aus ihren Trümmern eine neue Regierung zu errichten. Caesar wurde verdächtigt, in eine Verschwörung verwickelt zu sein. Als der Plan aufgedeckt wurde, entkam Catilina, der Hauptverschwörer. Einige andere Beteiligte wurden jedoch gefasst. Im Senat gab es eine hitzige Debatte über ihre Bestrafung. Einige Senatoren wollten sie hinrichten lassen. Aber Caesar war anderer Meinung. Er schlug vor, ihnen ihr Eigentum wegzunehmen und sie in weit entfernte italienische Städte zu verbannen. Diese Argumentation wurde heftig. Caesar war so hartnäckig und kraftvoll, dass die Verhandlungen fast gestört wurden. Zu diesem Zeitpunkt umringte ihn eine Gruppe bewaffneter Männer, die wie eine Ehrenwache waren, und bedrohten ihn mit ihren Schwertern. Eine chaotische und beängstigende Szene folgte. Einige Senatoren sprangen schnell auf und liefen von Caesars Sitz weg, um das Risiko zu vermeiden. Andere, mutiger oder ihm gegenüber loyal, umringten ihn, um ihn zu schützen. Sie versuchten, ihn zu schützen, indem sie sich zwischen ihn und seine Angreifer stellten. Caesar verließ den Senat schnell und kehrte für eine beträchtliche Zeit nicht zurück. Obwohl Caesar im Allgemeinen an Macht gewann, gab es Momente, in denen die Dinge nicht zu seinen Gunsten liefen. Einmal, als er tief in Schulden steckte und Schwierigkeiten hatte, bewarb er sich für eine sehr hohe Position, den Pontifex Maximus oder Oberpriester. Die Aufgabe des Pontifex bestand zunächst darin, die Brücken der Stadt zu bauen und zu unterhalten. Der Name stammt vom lateinischen Wort pons, was Brücke bedeutet. Später kümmerten sie sich auch um die Tempel und überwachten schließlich religiöse Zeremonien. So wurde es schließlich zu einem sehr angesehenen und wichtigen Amt. Caesar tat alles, um seine Wahl zu gewinnen. Er gab so viel Geld aus und nahm so viele Schulden auf, dass er ruiniert wäre, wenn er nicht gewinnen würde. Seine Mutter machte sich Sorgen um ihn. Als er am Tag der Wahl das Haus verließ, küsste sie ihn unter Tränen zum Abschied. Er sagte ihr, er würde an diesem Abend als Pontifex nach Hause kommen, oder gar nicht. Am Ende gewann er die Wahl. Einmal wurde Caesar von einer Spitzenposition durch den Senat entfernt. Er beschloss, dies zu ignorieren und seine Arbeit wie gewohnt fortzusetzen. Aber der Senat, der jetzt wieder die Kontrolle hatte,
war bereit, ihn mit Gewalt zu stoppen. Caesar, der erkannte, dass er nicht unterstützt wurde, hörte auf zu kämpfen, zog seine Amtskleidung aus und ging nach Hause. 2 Tage später kam eine Menschenmenge zu seinem Haus und bot Hilfe an, um ihm seine Position zurückzuholen und seinen Ruf zu verteidigen. Entgegen aller Erwartungen arbeitete Caesar daran, die Menge zu beruhigen und schickte sie dann weg, um seine privaten Arbeiten fortzusetzen. Der Senat war erschrocken, als das Chaos begann, und sie versammelten sich schnell, um zu entscheiden, was in dieser Krise zu tun sei. Als sie jedoch sahen, dass Caesar persönlich eingeschritten war und die Stadt vor Gefahr gerettet hatte, waren sie so bewegt von seiner Freundlichkeit und Großzügigkeit, dass sie ihn in den Senat einluden. Nachdem sie ihm offiziell gedankt hatten, nahmen sie ihre frühere Entscheidung zurück und gaben ihm seine Position zurück. Diese Änderung in der Handlung des Senats bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass sich die Gefühle aller so stark geändert haben, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Anfangs wollte eine bedeutende Gruppe von Menschen nicht, dass er aus der Macht entfernt wird, aber sie wurden überstimmt. Einige Leute waren unsicher. Aber dann gewann Caesars Freundlichkeit, die Hilfe des Volkes abzulehnen, genug Leute für sich, um die Waage zu seinen Gunsten zu kippen. Dies führte dazu, dass die Gruppe ihre Entscheidung änderte. So kann es vorkommen, dass Entscheidungen in Versammlungen plötzlich und vollständig ändern, was sonst schwer zu glauben wäre. Dann geriet Caesar in mehr Schwierigkeiten, weil es klare Beweise dafür gab, dass er mit Catilinas berühmter Verschwörung in Verbindung stand. Ein Senator sagte, dass Catilina ihm selbst erzählt hatte, dass Caesar an dem Komplott beteiligt war. Ein anderer, namens Vettius, meldete Caesar einem römischen Beamten. Er behauptete, er habe schriftliche Beweise von Caesar über seine Beteiligung an der Verschwörung. Dies machte Caesar sehr wütend, und seine Art, sich gegen diese schweren Anschuldigungen zu verteidigen, war einzigartig wie viele seiner Handlungen. Vettius wurde verhaftet und stark mit Geldstrafen belegt, dann ins Gefängnis geschickt. Er wurde auch einer wütenden Menge im Forum ausgesetzt, die Caesar unterstützte. Sie schlugen Vettius so sehr, dass er fast starb. Am Ende hatte Caesar so viel Geld ausgegeben, dass er in ernsthafte Schulden geriet. Um seine leeren Kassen aufzufüllen, musste er handeln. Dank seines steigenden Einflusses und seiner Macht schaffte er es, Spanien als seine Provinz zugeteilt zu bekommen. Er begann sich darauf vorzubereiten, dorthin zu gehen. Seine Gläubiger traten jedoch auf den Plan. Sie wollten nicht, dass er abreist, ohne ihnen eine Sicherheit für die Rückzahlung zu geben. In dieser Situation erreichte Caesar eine Vereinbarung mit Crassus, einem Mann, der für seinen enormen Reichtum und seinen starken Ehrgeiz bekannt war, aber nicht für seine intellektuellen Fähigkeiten. Crassus stimmte zu, die notwendige Sicherheit zu stellen, unter der Bedingung, dass Caesar seinen politischen Einfluss nutzen würde, um ihn zu unterstützen. Sobald diese Vereinbarung getroffen war, verließ Caesar schnell und heimlich die Stadt, als ob er befürchtete, dass neue Probleme auftauchen könnten. Er reiste zu Lande nach Spanien, durch die Schweiz. Er und seine Gruppe verbrachten eine Nacht in einem kleinen Dorf aus Schäferhütten in den Bergen. Seine Freunde bemerkten, wie arm und einfach das Dorf war und fragten sich, ob die Menschen dort auch Eifersucht, Rivalität oder Ehrgeiz wie anderswo erlebten. Als er das hörte, sagte Caesar, er wäre lieber die oberste Person in einem solchen Dorf als die zweite in Rom. Diese Geschichte wird seit fast 2000 Jahren immer wieder erzählt und zeigt den einzigartigen Ehrgeiz von Menschen wie Caesar. Caesar machte in seiner Provinz eine großartige Arbeit. Anders gesagt, er erlangte schnell militärischen Ruhm und verdiente genug Geld, um alle seine Schulden zu begleichen, was ihm die Ressourcen für neue Wahlkampagnen verschaffte. Nun fühlte er sich bereit, das Amt des Konsuls anzustreben, die höchste Position in der römischen Gesellschaft.
Nachdem die Könige vertrieben worden waren, wählten die Römer jährlich 2 Konsuln durch eine allgemeine Wahl mit sehr spezifischen Regeln. Obwohl viele Menschen Caesar favorisierten, stand er einem starken Wettbewerb und einer Opposition von einflussreichen Figuren gegenüber, die sich ebenfalls nicht mochten. Zu dieser Zeit lagen Pompeius und Crassus in einem großen Streit, beide versuchten Macht zu gewinnen. Pompeius war durch seine erstaunlichen Fähigkeiten und seinen militärischen Ruhm einflussreich. Crassus war durch sein Geld mächtig. Caesar, der mit beiden gut auskam, hatte einen gewagten Plan. Er wollte Frieden zwischen ihnen stiften und dann ihre kombinierte Unterstützung für seine eigenen Ziele nutzen. Er managte die Situation sehr geschickt. Er wies darauf hin, dass sie sich durch ihren Streit nur selbst schwächten und ihren Feinden halfen. Er schlug vor, dass sie sich zusammenschließen sollten, um gemeinsam und zu ihrem gegenseitigen Vorteil und Fortschritt zu arbeiten. Sie stimmten diesem Plan zu und bildeten eine dreiseitige Allianz. Jeder versprach, den anderen politisch zu unterstützen und keine öffentlichen Handlungen ohne die Zustimmung aller 3 zu unternehmen. Caesar hielt sich an dieses Bündnis, solange es seinen Zwecken diente, und löste sich dann davon. Nachdem er diesen Plan abgeschlossen hatte, war er bereit, seinen Wunsch, zum Konsul gewählt zu werden, mit Nachdruck zu verfolgen. Er schloss sich mit Lucaius zusammen, einem sehr reichen Mann, der sich bereit erklärte, die Wahlkosten zu tragen, im Austausch für das Prestige, zusammen mit Caesar Konsul zu sein. Caesars Gegner wussten, dass sie seine Wahl wahrscheinlich nicht verhindern konnten, also konzentrierten sie sich darauf, ihn daran zu hindern, seinen gewünschten Kollegen zu wählen. Sie entschieden sich für Bibulus, einen langjährigen politischen Rivalen Caesars. Sie dachten, dass sie, indem sie Bibulus das höchste Amt mit Caesar teilen ließen, Caesars Stolz und Ehrgeiz kontrollieren könnten. Also legten sie ihr Geld zusammen, damit Bibulus genauso viel für Bestechungsgelder ausgeben konnte wie Lucaius. Und die Kampagne ging weiter. Caesar und Bibulus wurden gewählt und traten ihre Ämter an. Doch Caesar ignorierte Bibulus und übernahm die Kontrolle, indem er begann, ungewöhnliche Gesetze vorzuschlagen und zu verabschieden, um das Volk glücklich zu machen. Zunächst widersetzten sich Bibulus und einige wichtige Senatsmitglieder wie Cato, ein sehr entschlossener Patriot, ihm heftig. Doch Cato konnte weder eingeschüchtert noch bestochen werden, um seine Meinung zu ändern. Caesar wurde stark genug, um die Opposition zu unterdrücken, ohne viel Rücksicht auf die Mittel zu nehmen. Er ließ sogar Cato während einer Senatssitzung verhaften und ins Gefängnis stecken. Als ein anderer wichtiger Senator versuchte, mit Cato zu gehen, fragte Caesar ihn, wohin er gehe. Der Senator antwortete, dass er lieber mit Cato im Gefängnis sei, als im Senat mit Caesar. Caesar ignorierte Bibulus so sehr, dass er die gesamte Konsulmacht übernahm und seinen Kollegen außen vor ließ, sodass Bibulus auf seine offizielle Autorität verzichtete. Er zog sich in sein Haus zurück und blieb außer Sichtweite, während Caesar tat, was er wollte. Römische Historiker benannten Jahre normalerweise nach den Konsuln, die während dieser Jahre dienten, anstatt wie wir Datumsangaben zu verwenden. Als Caesar Konsul war, sagten die Leute also in der Regel im Jahr von Caesar und Bibulus, Konsuln. Aber um über die Bedeutung Caesars und die Unbedeutsamkeit von Bibulus zu scherzen, sagten die Stadtbewohner im Jahr von Julius und Caesar, Konsuln, wobei sie den Namen von Bibulus ignorierten und die beiden Namen von Caesar verwendeten, um das erforderliche Paar zu erfüllen. Kapitel 4 – Der Aufstieg eines Generals, Caesars militärisches Geschick in Europa. Als Caesar Konsul wurde, erreichte er die höchste Position, die ein römischer Bürger erreichen konnte. Doch sein Ehrgeiz war damit noch nicht gestillt. Um noch mehr Macht zu erlangen, musste er fremde Länder erobern. Also beschloss Caesar, Soldat zu werden.
Er erhielt das Kommando über eine Armee und begann 8 Jahre lang militärische Feldzüge in Europa. Diese 8 Jahre waren sehr wichtig in seinem Leben. Er war in seiner militärischen Laufbahn äußerst erfolgreich und erlangte viel Ruhm und Macht durch seine Feldzüge. Er schrieb auch über seine Abenteuer in dieser Zeit auf eine sehr klare und eloquente Weise. Seine Schriften werden noch heute von Gelehrten gelesen und haben dazu beigetragen, seinen Ruhm zu bewahren. Die Hauptschauplätze von Caesars ersten großen militärischen Feldzügen lagen in Norditalien, der Schweiz, Frankreich, Deutschland und England. Er eroberte fast das gesamte Gebiet. Ein Großteil dieses Territoriums wurde damals Gallien genannt. Der Teil auf der italienischen Seite der Alpen wurde Gallia Cisalpina genannt und der Teil jenseits der Alpen wurde Gallia Transalpina genannt. Gallia Transalpina war größtenteils das, was wir heute Frankreich nennen. Ein Teil von Gallia Transalpina war bereits erobert und in eine römische Provinz verwandelt worden. Diese wurde damals die Provinz genannt und ist heute als Provence bekannt. Die Länder, die Caesar überfiel, umfassten viele verschiedene Nationen und Stämme. Einige waren gut organisiert und kriegerisch, andere waren recht zivilisiert und wohlhabend. Sie hatten große landwirtschaftliche Gebiete. Die Hügel und Berge hatten grüne Weiden mit Ziegen, Schafen und Rindern. Die flachen Länder hatten Weinberge und Getreidefelder. Sie hatten Städte, Festungen, Schiffe und Armeen. Ihre Bräuche könnten uns heute grob erscheinen, und einige ihrer Kriegspraktiken waren teils barbarisch. Caesar traf auf eine Nation mit einer ungewöhnlichen Kavallerieeinheit. Jedes Pferd hatte 2 Männer, einen Reiter und einen Fußsoldaten. Im Kampf, wenn sie sich zurückziehen mussten, hielt sich der Fußsoldat an der Mähne des Pferdes fest und rannte neben dem Reiter her, um sicher zu entkommen. Die Römer hielten diese Nation für nur halb zivilisiert. Caesar jedoch glaubte, dass es großen Ruhm bringen würde, sie zu erobern. Er dachte auch, sie könnten viele Schätze erlangen, indem sie das Staatseigentum an sich nahmen und von den eroberten Völkern Steuern sammelten. Caesar führte eine Armee von 3 römischen Legionen an, die er durch politisches Manövrieren zusammenbringen konnte. Seine Lieblingslegion war die 10. Legion, die für ihre Tapferkeit bekannt war. Mit diesen Legionen machte sich Caesar auf den Weg nach Gallien. Er war zu diesem Zeitpunkt fast 40 Jahre alt. Caesar fand leicht Vorwände, um Krieg gegen jede Nation zu führen, die er erobern wollte. Diese Nationen führten oft Krieg gegeneinander und hatten immer noch laufende Streitigkeiten. Caesar brauchte sich nur dem Konflikt zu nähern und eine Seite zu wählen. Es spielte keine Rolle, welche Seite er wählte, denn er endete meist damit, beide zu kontrollieren. Um zu erklären, wie das funktionierte, schauen wir uns das Beispiel von Ariovistus an. Ariovistus war ein germanischer König, der angeblich ein Verbündeter der Römer war. Er hatte seine Herrschaft über den Rhein hinaus nach Gallien ausgeweitet, wo er einige lokale Stämme beherrschte. Einer dieser Stämme waren die Häduer, und wir verwenden ihren Namen, um alle beteiligten Stämme zu repräsentieren. Als Caesar das Gebiet der Häduer erreichte, begann er Gespräche mit ihnen. Angeblich baten sie um seine Hilfe, um ihren germanischen Feind loszuwerden. Sie schlugen dies wahrscheinlich vor, weil Caesar Möglichkeiten hatte, sie dazu zu bringen, wenn er wollte. Eine solche Bitte zu erhalten, gab ihm einen klaren Grund zum Eingreifen. Caesar schickte einen Boten zu Ariovistus über den Rhein. Er bat ihn, sich mit ihm zu treffen, um wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Caesar bat Ariovistus, eine günstige Zeit und einen geeigneten Ort in Gallien für das Treffen zu wählen. Ariovistus antwortete, dass er, wenn er etwas mit Caesar zu besprechen hätte, zu ihm gekommen wäre. Ebenso müsse Caesar, wenn er ihn sehen wolle, in sein Territorium kommen. Ariovistus sagte, es sei für ihn nicht sicher, ohne eine Armee nach Gallien zu kommen, und es sei nicht der richtige Zeitpunkt für ihn, eine Armee zu sammeln und auszurüsten.
Caesar schickte eine weitere Nachricht an Ariovistus. Er sagte, da Ariovistus sich weigerte, sich mit ihm zu treffen, werde er erklären, was er wolle. Die Häduer seien nun seine Verbündeten und unter seinem Schutz. Ariovistus müsse die Geiseln, die er von ihnen genommen habe, zurückgeben und versprechen, keine weiteren Truppen über den Rhein zu schicken oder die Häduer zu schädigen. Wenn Ariovistus dem zustimme, sei alles in Ordnung. Wenn nicht, werde Caesar die Beschwerden seiner Verbündeten unterstützen. Ariovistus fürchtete Caesar nicht. Zu dieser Zeit hatte Caesar seinen berühmten militärischen Ruf noch nicht erlangt. Daher hatte Ariovistus keinen Grund, ihn zu fürchten. Er sagte zu Caesar, dass er nicht sehe, warum sich Caesar zwischen ihn und sein erobertes Land einmischen sollte. Ariovistus sagte, Die Häduer haben gegen mich gekämpft und verloren, also müssen sie das Ergebnis akzeptieren. Die Römer regieren ihre Provinzen, wie sie es für richtig halten, und ich werde das Gleiche tun. Solange die Häduer mir gehorchen und ihre Abgaben zahlen, werde ich sie in Ruhe lassen. Wenn du damit drohst, ihre Beschwerden zu unterstützen, dann erinnere dich daran, dass jeder, der gegen mich gekämpft hat, auf Zerstörung gestoßen ist. Wenn du es versuchen willst, kannst du es jederzeit tun. beide Seiten bereiteten sich sofort auf den Krieg vor. Ariovistus wartete nicht darauf, angegriffen zu werden. Er sammelte seine Armee, überquerte den Rhein und marschierte in das Gebiet, aus dem Caesar ihn heraushalten wollte. Als Caesar seine Armee vorbereitete, um sich dem herannahenden Feind zu stellen, verbreiteten sich im Lager Geschichten über die unglaubliche Stärke und Tapferkeit der germanischen Soldaten. Dies verursachte große Panik. Die Angst und Unsicherheit wurden so intensiv, dass selbst die Offiziere sehr entmutigt waren und die Soldaten kurz vor einer Meuterei standen. Als Caesar sah, was passierte, versammelte er die Truppen und sprach zu ihnen. Er sagte, er sei überrascht zu sehen, wie viel Angst und Hoffnungslosigkeit ihre Gedanken ergriffen hatten und wie wenig Vertrauen sie in ihn als ihren Anführer hatten. Nachdem er über die Pflicht eines Soldaten gesprochen hatte, seinem Kommandanten zu folgen und erklärt hatte, warum sie sich nicht vor den germanischen Truppen fürchten sollten, sagte er habe noch nicht entschieden, wann er marschieren würde. Nun würde er den Befehl geben, am nächsten Morgen um 3 Uhr aufzubrechen, um zu sehen, wer zu verängstigt sei, ihm zu folgen. Er sagte, er würde selbst gehen, auch wenn ihn nur die 10. Legion begleiten würde, da er sicher war, dass sie ihm überall hin folgen würde. Die Soldaten, beschämt und zugleich ermutigt durch den starken und selbstbewussten Ton ihres Generals, legten ihre Ängste beiseite und wetteiferten darum, Energie und Begeisterung zu zeigen. Die Armeen kamen sich näher. Ariovistus schickte eine Nachricht an Caesar und sagte, er sei jetzt bereit für ein Treffen, falls Caesar es wolle. Caesar stimmte zu, und sie vereinbarten eine Konferenz, wobei beide Seiten sehr vorsichtig waren, um Tricks der anderen zu vermeiden. Zwischen den beiden Lagern gab es einen kleinen Hügel in der Mitte einer Ebene. Es wurde vereinbart, dass das Treffen dort stattfinden würde. Ariovistus schlug vor, dass beide Seiten nur mit der Kavallerie zum Treffen kommen sollten, keine Fußsoldaten. Die Kavallerie würde am Fuße des Hügels bleiben, während Caesar und Ariovistus, jeder mit 10 Reitern, den Hügel hinaufgehen würden. Caesar stimmte zu, und sie hatten ein langes Treffen auf dem Hügel, während sie auf ihren Pferden saßen. Die beiden Generäle wiederholten, was sie zuvor gesagt hatten, und machten keine Fortschritte in Richtung einer Einigung. Schließlich beendete Caesar das Treffen und ging. Einige Tage später bat Ariovistus Caesar, ein weiteres Treffen zu arrangieren oder einen seiner Offiziere in das Lager von Ariovistus zu schicken, um eine Botschaft zu erhalten. Caesar entschied sich, kein weiteres Treffen abzuhalten. Er hielt es auch für riskant, einen seiner ranghohen Offiziere als Botschafter zu schicken, da sie gefangen genommen und als Geisel gehalten werden könnten. Also schickte er einen gewöhnlichen Boten mit ein paar Männern.
Diese Männer wurden sofort gefangen genommen und in Ketten gelegt, sobald sie das Lager von Ariovistus erreichten. Caesar bereitete sich dann darauf vor, gegen seinen Feind zu kämpfen. Er zeigte, dass er ebenso gut darin war, die Schlacht zu organisieren und zu führen, wie er klug in den vorherigen Verhandlungen gewesen war. Sie verbrachten mehrere Tage damit, eine bessere Position für die bevorstehende Schlacht zu finden. Als die Schlacht schließlich stattfand, gewannen Caesar und seine Soldaten vollständig. Die Germanen wurden völlig besiegt. Ihr Gepäck und ihre Vorräte wurden beschlagnahmt, und die Soldaten flohen in Panik auf allen Straßen, die zurück zum Rhein führten. Diejenigen, die den Römern entkamen, bestiegen Boote und Flöße, um nach Hause zurückzukehren. Ariovistus fand ein kleines Boot und schaffte es mit einem oder zwei Gefolgsleuten, den Fluss zu überqueren. Während Caesar seine Truppen anführte, um den Feind zu verfolgen, holte er eine Gruppe ein, die einen Gefangenen in Ketten hielt. Dieser Gefangene war der Bote, den Caesar in das Lager von Ariovistus geschickt hatte und der zu Unrecht festgehalten worden war. Der Gefangene war sehr glücklich, befreit zu werden. Er sagte, dass der Feind 3-mal in Erwägung gezogen hatte, ihn lebendig zu verbrennen, aber jedes Mal hatte das Glück ihn verschont. Caesars Sieg bedeutete, dass er nun die Kontrolle über den Teil von Gallien hatte, den er von Ariovistus befreit hatte. Sein Ruhm verbreitete sich, und die Menschen begannen überall darüber nachzudenken, wie sie mit dieser neuen militärischen Macht umgehen sollten. Einige Nationen beschlossen, sich zu ergeben und den Schutz Caesars zu suchen. Andere, die sich stärker oder mutiger fühlten, planten, sich ihm zu widersetzen. Doch am Ende war das Ergebnis immer dasselbe. Caesars Macht wuchs ständig weiter. In diesem Kapitel können wir nicht alle Ereignisse der 8-jährigen Militärkarriere Caesars in Gallien behandeln. Es gab viele Märsche, Verhandlungen, Schlachten und Siege, die alle zu Caesars wachsender Macht und Berühmtheit führten. Caesar beschreibt einige sehr ungewöhnliche Bräuche und Lebensweisen der Menschen, denen er begegnete. In einem Land war das gesamte Land gemeinschaftlich und die Gesellschaft als eine große militärische Gruppe organisiert. Die Nation war in 100 Gruppen aufgeteilt, jede mit 2000 kampfbereiten Männern. Wenn all diese Männer zusammenkamen, bildeten sie eine Armee von 200.000. Aber normalerweise wurden nur die Hälfte von ihnen Soldaten, während der Rest zu Hause blieb, um zu farmen und sich um die Tiere zu kümmern. Jedes Jahr wechselten die Soldaten und Bauern ihre Rollen. So gewöhnte sich jeder sowohl an die Härten des Soldatenlebens als auch an die sicherere, stetige Arbeit des Bauern. Ihre Felder wurden hauptsächlich für die Viehzucht genutzt, anstatt für den Anbau von Getreide. Das lag daran, dass Tiere leicht bewegt werden konnten, um zu vermeiden, von Feinden gestohlen zu werden, im Gegensatz zu Getreidefeldern. Die Kinder wuchsen sehr wild auf und härteten sich ab, indem sie in kalten Bächen badeten, wenig Kleidung trugen und lange Jagdausflüge in die Berge unternahmen. Die Leute hatten viele großartige Pferde. Die jungen Männer lernten von klein auf, sie ohne Sattel oder Zaumzeug zu reiten, da die Pferde darauf trainiert waren, jedem Befehl zu folgen. Sie waren so gut ausgebildet, dass die Reiter während der Schlachten manchmal von ihren Pferden sprangen, um den Fußsoldaten zu helfen. Die Pferde blieben an Ort und Stelle, bis die Reiter zurückkehrten. Nachdem ihre Aufgabe erledigt war, stiegen die Reiter wieder auf ihre Pferde und setzten den Kampf als Kavallerieeinheit fort. Caesar war sehr aktiv und entschlossen bei der Führung seiner Armee, und seine Soldaten liebten ihn dafür. Obwohl er seine Männer vielen Schwierigkeiten aussetzte, teilte er oft ihre Strapazen, so dass sie sich selten beschwerten. Wenn seine Truppen marschierten, führte er sie normalerweise zu Pferd, manchmal aber auch zu Fuß. Sueton sagt, dass er sogar barhäuptig ging, egal wie das Wetter war, obwohl der Grund dafür unklar ist, es sei denn, es war, um bei besonderen Anlässen Eindruck zu machen.
Caesar überquerte Flüsse mit seinen Männern, indem er schwamm oder luftgefüllte Säcke unter seinen Armen benutzte, wenn es keine anderen Möglichkeiten gab. Einmal baute er eine Brücke über den Rhein für seine Armee. Die Brücke hatte in den Sand getriebene Pfähle, die einen Holzboden stützten. Caesar hielt dies für eine große Leistung und schrieb einen detaillierten Bericht darüber, wie sie gebaut wurde, der mit modernen Zimmermannsmethoden übereinstimmt. Nachdem er die Länder erobert hatte, richtete Caesar Posten auf den Hauptreiserouten ein. Er platzierte Pferde alle 10 bis 20 Meilen. So konnten er, seine Offiziere oder Boten schnell mit frischen Pferden an jeder Station reisen. Manchmal reiste Caesar an einem Tag 100 Meilen mit diesem System. Dieses System wurde in Caesars Zeit zuerst für militärische Zwecke genutzt und dann in fast allen europäischen Ländern eingeführt. Es galt für Reisen mit Kutschen und zu Pferd. Eine Familie kauft eine Kutsche, füllt sie mit allem, was sie für die Reise braucht, und macht sich auf den Weg. Sie nutzen frische Postpferde aus jedem Dorf, um sie zum nächsten zu ziehen. Auf diese Weise können sie mit jeder gewünschten Geschwindigkeit reisen, anstatt durch die Ausdauer eines einzigen Gespanns begrenzt zu sein. Diese Methode wurde in Amerika nie verwendet, da Eisenbahnen sie ersetzt haben. Eines der bemerkenswertesten Dinge, die Caesar während seiner Feldzüge tat, war seine Reise nach Großbritannien. Wahrscheinlich tat er dies aus Abenteuerlust und um in Rom Ruhm zu erlangen, weil er ferne Länder erreichte, die noch keine römische Armee zuvor besucht hatte. Er behauptete jedoch, dass er Britannien angegriffen habe, weil die Menschen dort oft den Ärmelkanal überquerten, um den Galliern in ihren Kriegen zu helfen. Als Caesar plante, nach England zu gehen, brauchte er zunächst Informationen über das Land. Zu jener Zeit reisten viele Händler von einem Land zum anderen, um Waren zu kaufen und zu verkaufen. Diese Händler wussten viel über die Orte, die sie besuchten. Als Caesar die nördlichen Küsten Frankreichs erreichte, sammelte er so viele Händler wie möglich. Er fragte sie über die Überquerung des Kanals, die Häfen in England, die Geographie des Landes und die militärische Stärke der Menschen aus. Er fand heraus, dass die Händler sehr wenig wussten. Sie wussten, dass Britannien eine Insel war, kannten aber weder ihre Größe noch ihre Grenzen. Sie wussten auch wenig über die Menschen und deren Bräuche. Die Händler besuchten nur die Südküste und erledigten dort all ihre Geschäfte, ohne ins Landesinnere zu gehen. Caesar, der in Notfällen mutig und schnell handelte, aber zu anderen Zeiten sehr vorsichtig war, bereitete ein einzelnes Schiff vor. Er setzte einen seiner Offiziere und eine Besatzung an Bord. Er befahl ihnen, den Kanal zur englischen Küste zu überqueren. Dann sollten sie die Küste entlang segeln, ein paar Meilen in jede Richtung, um die besten Häfen und Landeplätze zu finden und die Küste zu erkunden. Dieses Schiff war eine Galeere, die von vielen kräftigen Ruderern gerudert wurde, sodass es schnell aus der Gefahr fliehen konnte. Der zuständige Offizier war Volusenus. Volusenus stach in See, und die Armee beobachtete sein Schiff mit großem Interesse, als es sich vom Ufer entfernte. Er war 5 Tage lang weg und kehrte dann zurück, um Caesar über seine Entdeckungen zu berichten. In der Zwischenzeit sammelte Caesar viele Boote von der französischen Küste, um seine Armee über den Kanal zu transportieren. Er plante, 2 Legionen nach Britannien zu bringen, während der Rest seiner Truppen als Wachen in verschiedenen Teilen Galliens blieb. Er musste auch eine ausreichend große Streitmacht am Landeplatz zurücklassen, um im Falle eines Missgeschicks auf der britischen Seite einen sicheren Rückzug zu gewährleisten. Es gab 80 Transportschiffe für die Fußsoldaten. Neben diesen gab es noch 18 weitere Schiffe für die Kavallerie. Die Kavallerie sollte in einem Hafen etwa 80 Meilen vom Hafen der Infanterie entfernt an Bord gehen. Schließlich kam ein geeigneter Tag für die Abreise. Die Truppen gingen an Bord der Schiffe und erhielten den Befehl, in See zu stechen. Der genaue Tag konnte im Voraus nicht festgelegt werden, da er vom Wind und Wetter abhing.
Als der richtige Moment kam, begann die Hauptarmee einzuschiffen, aber es dauerte einige Zeit, bis die Befehle die Kavallerie an ihrem Treffpunkt erreichten. Andere Verzögerungen traten ebenfalls auf, so dass die Fußsoldaten zunächst alleine an der britischen Küste landen mussten. Es war 1 Uhr morgens, als die Flotte in See stach. Die Briten hatten von Caesars geplanter Invasion erfahren und eine große Armee mit Truppen, Reitern und Kriegskarren versammelt, um die Küste zu verteidigen. Die Küste, auf die Caesar zusteuerte, hat Kreidefelsen mit einigen talähnlichen Öffnungen und schmalen Stränden darunter. Als die römische Flotte sich dem Land näherte, sah Caesar, dass die britischen Truppen überall auf den Klippen waren und alle leicht zugänglichen Landestellen darunter geschützt waren. Es war etwa 10 Uhr morgens. Da er sah, dass es schwierig sein würde, hier zu landen, ankerten Caesars Schiffe in Küstennähe, blieben jedoch auf Abstand, um sich vor feindlichen Angriffen zu schützen. Er blieb dort mehrere Stunden, um zu warten, bis alle Schiffe zu ihm stießen. Einige Schiffe waren beim Einsteigen verzögert oder überquerten den Kanal langsamer. Er hielt eine Besprechung mit den obersten Offizieren auf seinem Schiff ab und erklärte seinen Landungsplan. Gegen 3 Uhr nachmittags schickte er diese Offiziere zurück zu ihren Schiffen und befahl ihnen, entlang der Küste zu segeln. Die Anker wurden gelichtet und die Flotte setzte sich in Bewegung, angetrieben von Wind und Gezeiten. Die Briten sahen die Bewegung und begannen, die Flotte zu Land zu verfolgen. Sie wollten bereit sein, überall dort zu kämpfen, wo die Flotte landete. Ihre Reiter und Karren fuhren voraus, und die Fußsoldaten folgten. Alle bewegten sich schnell, um mit der Flotte Schritt zu halten und Caesars Armee daran zu hindern, zu landen, bevor sie ankommen konnten, um zu kämpfen. Die Flotte segelte etwa 8 Meilen, bis sie ein flaches Gebiet an der Küste fand, das vom Ufer aus leicht zu erreichen schien. Caesar beschloss, dort zu landen. Er brachte sein Schiff so nah wie möglich an den Strand und befahl seinen Männern, mit ihren Waffen ins Wasser zu springen. Die Briten versammelten sich zum Kampf, und es folgte eine schreckliche Schlacht. Die Kämpfer färbten das Wasser mit ihrem Blut, während sie in der Brandung am Sand kämpften. Einige Schiffe kamen nahe an die Küste, und die Soldaten auf ihnen griffen die Briten mit Pfeilen an. Schließlich gewann Caesar. Die Briten wurden zum Rückzug gezwungen, und die römische Armee übernahm die Kontrolle über die Küste. Caesar erlebte viele Abenteuer in Britannien. Während er viel Ruhm dafür erlangte, so entfernte Orte zu erkunden, gab es sonst nicht viel zu gewinnen. Der Ruhm jedoch war für Caesar sehr wertvoll. Seine Feldzüge in Gallien, Rom und ganz Italien waren voll von Geschichten über seine Errungenschaften. Seine Reise nach Britannien trug zu seinem Ruf bei. Die Leute in der Stadt freuten sich, von seinem anhaltenden Erfolg zu hören. Sie versprachen ihm viele Siege und waren bereit, ihm bei seiner Rückkehr mehr Macht und Respekt als je zuvor zu verleihen. Caesars Handlungen in diesen Feldzügen waren aus militärischer Sicht sehr beeindruckend. Plutarch fasste die Ergebnisse zusammen und sagte: Caesar habe 100 Städte erobert, 300 Nationen besiegt, Schlachten gegen 3 Millionen Männer geführt, 1 Million Gefangene genommen und eine weitere Million im Kampf getötet. Dies war eine enorme Menge an Zerstörung, die ein Mann in 8 Jahren anrichtete, nur um seinen Machtwillen zu befriedigen. Kapitel 5 – Der Kampf der Titanen – Caesar gegen Pompeius. Während Caesar Macht und Ruhm erlangte, wurde auch ein anderer römischer General in verschiedenen Teilen der Welt auf ähnliche Weise bekannt. Dieser General war Pompeius. Er wurde Caesars größter Rivale. Um den großen Konflikt zwischen ihnen zu verstehen, müssen wir Pompeius' Geschichte bis zu dem Zeitpunkt betrachten, als Caesar seine Eroberungen in Gallien beendete. Pompeius wurde im Jahr 106 vor Christus geboren, ein paar Jahre vor Caesar. Sein Vater war ein römischer General, sodass Pompeius in Militärlagern aufwuchs. Er war ein gut aussehender junger Mann mit lockigem Haar und dunklen, lebhaften Augen.
Er hatte sehr angenehme Manieren und eine charmante Persönlichkeit, die ihn bei allen beliebt machte. Schon in jungen Jahren hatte er einen starken Einfluss auf die Menschen. Obwohl Pompeius beliebt war, stand er als öffentliche Figur in diesen unruhigen Zeiten dennoch vielen Gefahren gegenüber. Während der Konflikte zwischen Marius und Sulla unterstützte Caesar Marius. Pompeius' Vater hingegen stellte sich auf die Seite Sullas. Während der Kriege, als Pompeius noch jung war, gab es einen Plan, seinen Vater zu töten, indem man ihn in seinem Zelt verbrannte. Pompeius' Freund Terentius, der das Zelt teilte, wurde bestochen, um Pompeius zu töten, indem er ihn in seinem Bett erstach. Pompeius erfuhr von dem Plan. Anstatt sich aufzuregen, stellte er Wachen um das Zelt seines Vaters auf und ging dann mit Terentius zum Abendessen, wobei er freundlicher und offener mit ihm sprach als sonst. In dieser Nacht täuschte er vor, in seinem Bett zu liegen, und schlich sich dann fort. Als die Zeit gekommen war, betrat Terentius das Zelt. Er ging zum Bett, in dem er Pompeius schlafend vermutete, und stach viele Male darauf ein, wobei er die Decken zerschnitt, aber Pompeius nicht verletzte. Während der Kriege zwischen Marius und Sulla erlebte Pompeius viele verschiedene Ereignisse, Abenteuer und gefährliche Situationen. Sein Vater war bei seinen Soldaten unbeliebt, während Pompeius von ihnen geliebt wurde. Eines Tages schlug ein Blitz in das Zelt seines Vaters ein und tötete ihn. Die Soldaten hassten seinen Vater so sehr, wahrscheinlich wegen der Grausamkeiten, die sie unter ihm erlitten hatten, dass sie ihm keine angemessene Beerdigung gaben. Sie nahmen seinen Leichnam vom Sarg und schleiften ihn entehrt fort. Pompeius' Vater wurde nach seinem Tod beschuldigt, öffentliches Geld für sich genommen zu haben. Pompeius ging ins römische Forum, um den Namen seines Vaters zu verteidigen. Er machte seine Sache sehr gut. Die Menschen waren von seiner Jugend und seinem guten Aussehen beeindruckt, und während er sprach, gewann seine kraftvolle und wortgewandte Argumentation alle für sich. Ein hochrangiger Stadtbeamter war sehr beeindruckt von ihm und sah großes Potenzial in seiner Zukunft. Er bot ihm seine Tochter zur Heirat an. Pompeius nahm an und heiratete sie. Ihr Name war Antistia. Pompeius gewann schnell mehr und mehr Ruhm. Er übernahm das Kommando über eine Armee, die er größtenteils selbst aufgebaut und geführt hatte. Er kämpfte erfolgreich gegen Sullas Feinde. Schließlich wurde er an der Ostküste Italiens von 3 Armeen eingekesselt, die sich darauf vorbereiteten, ihn zu besiegen. Sulla hörte, dass Pompeius in Gefahr war und versuchte schnell zu helfen. Doch bevor Sulla eintraf, hatte Pompeius bereits jede feindliche Armee besiegt. Als Sulla ankam, kam Pompeius heraus, um ihn mit seiner Armee zu empfangen, die beeindruckend aussah. Es gab Trompeten, Banner und viele gefangene Feinde im Hintergrund. Sulla war überrascht und beeindruckt. Als Pompeius ihn mit dem Titel Imperator begrüßte, dem höchsten Titel im römischen System, erwiderte Sulla dieselbe Ehre an Pompeius. Pompeius ging nach Rom und wurde wegen seiner Erfolge, seiner charmanten Persönlichkeit und Sullas Unterstützung sehr beliebt. Trotz seines jungen Alters und Erfolgs war er bescheiden und demütig. Er verhielt sich so, dass er die Zustimmung und Bewunderung aller, die ihn kannten, gewann. Es gab einen alten General in Gallien namens Metellus. Dies war lange vor Caesars Feldzügen in Gallien und bevor Caesar in Rom eine erfolgreiche Karriere hatte. Metellus war in seiner Rolle sehr ineffektiv, möglicherweise wegen seines Alters. Sulla schlug vor, ihn durch Pompeius zu ersetzen. Pompeius sagte, es sei nicht richtig, einem älteren und charakterlich besseren Mann das Kommando zu nehmen. Aber wenn Metellus seine Hilfe wollte, würde er nach Gallien gehen und ihm helfen. Als Metellus dies hörte, bat er Pompeius zu kommen. So ging Pompeius nach Gallien, errang neue Siege und erhielt noch mehr Auszeichnungen. Diese Geschichten und verschiedene Anekdoten antiker Historiker deuten darauf hin, dass Pompeius einen guten Charakter hatte. Andere Ereignisse hingegen
deuten auf das Gegenteil hin. Zum Beispiel, als Pompeius nach Rom zurückkehrte, wollte Sulla, der Pompeius Charakter und Dienste immer mehr schätzte, ihn durch eine Heirat mit seiner Familie verbinden. Sulla schlug vor, dass Pompeius seine Frau Antistia verlassen und Aemilia, Sullas Schwiegertochter, heiraten sollte. Aemilia war mit einem anderen Mann verheiratet, aber sie musste ihn verlassen, um Pompeius Frau zu werden. Dies schien für die beteiligten Personen kein großes Problem zu sein. Pompeius ließ sich von seiner Frau scheiden und nahm stattdessen Aemilia. Diese Tat war ein schwerwiegender Verstoß gegen sowohl geschriebene Gesetze als auch grundlegende menschliche Moral. Wie zu erwarten war, endete es sehr schlecht. Antistia war sehr bestürzt. Ihr Vater hatte kürzlich sein Leben verloren, weil er angeblich an Pompeius gebunden war. Auch ihre Mutter nahm sich das Leben wegen der familiären Probleme. Aemilia, Pompeius' neue Frau, starb kurz nach der Geburt plötzlich, kurz nach ihrer Heirat mit Pompeius. Diese inneren Turbulenzen stoppten jedoch nicht den Aufstieg von Pompeius zur Größe. Sulla schickte ihn auf viele große Missionen, und Pompeius war in allen sehr erfolgreich. Eine seiner Missionen war in Afrika, wo er große Erfolge erzielte. Er kehrte von dieser Reise mit vielen militärischen Ehren zurück. Seine Soldaten mochten ihn so sehr, dass sie fast rebellierten, als er zurückgerufen wurde. Sie wollten nur Pompeius folgen. Pompeius arbeitete hart daran, die Armee zu beruhigen und sie zu ihren Pflichten zurückzubringen. Doch eine falsche Nachricht erreichte Rom. Man erzählte Sulla, dass Pompeius eine Revolte in der afrikanischen Armee angeführt habe und sein Kommando nicht abgeben wolle. Sulla war zunächst sehr verärgert darüber, dass seine Autorität von einem solchen Jungen herausgefordert wurde, denn Pompeius war noch sehr jung. Als er jedoch die Wahrheit erfuhr, bewunderte er den jungen General umso mehr. Er ging hinaus, um Pompeius zu treffen, als dieser sich der Stadt näherte, und nannte ihn Pompeius Magnus. Pompeius behielt diesen Titel seitdem. Pompeius begann die üblichen Auswirkungen von Ruhm und Lob zu spüren. Er wollte einen Triumph. Ein Triumph war eine große und feierliche Zeremonie für siegreiche Generäle, die alt waren und einen hohen zivilen oder militärischen Rang hatten. Diese Ehre wurde ihnen zuteil, wenn sie von einem sehr erfolgreichen Feldzug zurückkehrten. Es gab eine große Parade mit Symbolen, Siegestrophäen und Gefangenen. Die Parade zog mit Musik und wehenden Fahnen unter Bögen in die Stadt ein. Normalerweise stimmte der Senat über Triumphe ab, wenn sie verdient waren, aber Sullas Macht als Diktator war absolut und Pompeius bat ihn um einen Triumph. Sulla lehnte ab. Er gab zu, dass Pompeius in der Afrika-Kampagne gute Arbeit geleistet hatte, aber er sei zu jung und nicht hochrangig genug für einen Triumph. Eine solche Ehre einem so jungen Mann zu gewähren, würde den Wert der Ehre herabsetzen und Sullas Diktatur schlecht dastehen lassen. Pompeius antwortete leise zu den Anwesenden, dass Sulla sich keine Sorgen machen solle, dass der Triumph unpopulär wäre, denn die Menschen bevorzugen eine aufgehende Sonne gegenüber einer untergehenden. Sulla hörte dies nicht, bemerkte aber, dass die Leute erfreut über Pompeius' Bemerkung waren. Als er nachfragte, was es war, und die Bemerkung hörte, war er erfreut und sagte: Lass ihn seinen Triumph haben. Pompeius traf alle Vorkehrungen für eine prächtige Parade. Er hörte, dass einige Leute in der Stadt eifersüchtig auf seinen frühen Ruhm waren und seinen Triumph nicht mochten. Dies bestärkte ihn nur noch mehr darin, die Parade noch eindrucksvoller zu gestalten. Er hatte Elefanten aus Afrika mitgebracht und wollte in einem von 4 Elefanten gezogenen Wagen fahren. Doch als man das Tor maß, stellte sich heraus, dass es zu schmal für die Elefanten war, also ließ er diese Idee fallen. Stattdessen wurde sein Wagen von Pferden gezogen und die Elefanten gingen mit den anderen Trophäen hinterher, um die Parade noch prächtiger zu machen. Pompeius blieb eine Weile in Rom und bekleidete verschiedene wichtige und ehrenvolle Positionen.
Er wurde oft gebeten, im Forum zu sprechen, und tat dies mit Erfolg. Dennoch zog er es vor, sich vom allgemeinen Publikum fernzuhalten. Er wusste, dass er, wenn er sich an alltäglichen Diskussionen mit gewöhnlichen Menschen beteiligte, den hohen Respekt verlieren würde, den er sich durch seinen militärischen Ruhm verdient hatte. Er gewöhnte sich daran, sich aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Wenn er sich zeigte, war er normalerweise von einer großen Gruppe bewaffneter Wachen begleitet, die ihn wie einen siegreichen General durch die Stadt führten, anstatt wie einen normalen Bürger. Dies war ein kluger Schachzug für seine zukünftigen Pläne. Pompeius wusste, dass es bessere Gelegenheiten geben würde, seine Größe und seinen Ruhm zu steigern, als sich in die üblichen Stadtpolitiken einzumischen. Im Jahr 67 vor Christus, etwa zu der Zeit, als Caesar seinen Aufstieg zu öffentlichen Ämtern in Rom begann, waren die kilikischen Piraten sehr mächtig geworden. Ihre kühnen Aktionen und die rasche Zunahme von Angriffen zwangen das römische Volk, starke Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu stoppen. Die Zahl der Piraten stieg während der Kriege zwischen Marius und Sulla stark an. Sie bauten, rüsteten aus und organisierten Flotten. Sie hatten Festungen, Arsenale, Häfen und Wachtürme entlang der Mittelmeerküste. Sie hatten auch große Lagerhäuser an sicheren, versteckten Orten, um ihre Beute zu lagern. Ihre Flotten hatten erfahrene Piloten und reichlich Vorräte. Ihre Schiffe waren schnell, sicher und wurden von anderen nicht übertroffen. Viele waren auch mit vergoldeten Hecks, purpurnen Sonnensegeln und silberbeschlagenen Rudern geschmückt. Sie hatten etwa 1000 Galeeren und waren somit auf See fast unschlagbar. Sie griffen nicht nur einzelne Schiffe, sondern ganze Flotten von Handelsschiffen an. Dies machte es viel schwieriger und teurer, Getreide nach Rom zu bringen, wodurch die Preise stiegen und das Risiko eines Mangels entstand. Sie eroberten viele Inseln und Küstenstädte und besaßen schließlich 400 Häfen und Städte. Sie wurden zu einer richtigen Seemacht mit einer organisierten und gesetzestreuen Regierung. Respektable junge Männer aus anderen Ländern begannen sich ihnen anzuschließen, weil sie es als einen Weg sahen, Reichtum und Ruhm zu erlangen. In dieser Situation war klar, dass etwas unternommen werden musste. Ein Freund von Pompeius schlug einen Plan vor, jemanden zu entsenden, und jeder wusste, dass damit Pompeius gemeint war, um sich um die Piraten zu kümmern. Diese Person sollte besondere Befugnisse erhalten, um die Piraten vollständig zu besiegen. Er erhielt die volle Kontrolle über das Meer und das Land bis zu 50 Meilen von der Küste entfernt. Er konnte auch so viele Schiffe und Männer versammeln, wie er brauchte, und Geld aus der Staatskasse nehmen, um die Kosten dieses großen Projekts zu decken. Wenn das Gesetz zur Schaffung dieses Amtes und zur Ernennung einer Person dafür verabschiedet würde, hätte diese Person viel Macht. Sie würde jedoch auch eine große Verantwortung tragen. Das römische Volk würde von ihr erwarten, die Aufgabe perfekt zu erfüllen, da es ihr alle erforderlichen Befugnisse dafür gegeben hätte. Es gab viele Anstrengungen, Planungen und Debatten, um dieses Gesetz zu verabschieden und auch um es zu stoppen. Caesar, der noch nicht so berühmt wie Pompeius war, aber schnell an Macht gewann, unterstützte das Gesetz, weil er sah, dass die Menschen es mochten. Schließlich wurde es genehmigt. Pompeius wurde für die neue Position ernannt, die durch das Gesetz geschaffen wurde. Er akzeptierte und begann mit den Vorbereitungen für die große Aufgabe. Die Getreidepreise in Rom sanken sofort, als die Leute von Pompeius' Ernennung hörten. Kaufleute mit großen Getreidevorräten wollten schnell verkaufen, selbst zu niedrigeren Preisen, weil sie glaubten, dass Pompeius mehr Vorräte bringen würde. Die Leute, erstaunt über den plötzlichen Rückgang der Lebensmittelpreise, sagten, dass allein das Hören von Pompeius' Namen die Krise beendet habe. Sie hatten Pompeius' Erfolg richtig vorausgesagt. In nur 3 Monaten räumte er das Mittelmeer von Piraten mit einem einfachen und organisierten Plan auf.
Diese Operation ist ein großartiges Beispiel dafür, was durch eine geeinte und gut organisierte Anstrengung unter der Führung eines starken Anführers erreicht werden kann. So machte er es. Pompeius baute viele Schiffe und teilte sie in Flotten auf, jede von einem Leutnant geführt. Er teilte das Mittelmeer in 13 Gebiete und ordnete jeder Region eine Flotte und einen Leutnant zur Bewachung zu. Nachdem er diese Flotten zu ihren Plätzen geschickt hatte, verließ er die Stadt, um die Operation selbst zu leiten. Große Menschenmengen folgten ihm zu seinem Abfahrtspunkt und jubelten laut. Von der Meerenge von Gibraltar aus segelte Pompeius mit einer starken Flotte nach Osten und vertrieb die Piraten. Seine Leutnants entlang der Küste hielten Wache, um zu verhindern, dass die Piraten sich verstecken konnten. Einige Piratenschiffe wurden gefangen genommen, andere flohen, verfolgt von Pompeius' Schiffen, bis sie über Sizilien und die Gewässer zwischen Italien und Afrika hinausfuhren. Die Versorgungswege zu den getreidereichen Ländern südlich von Rom wurden wieder geöffnet und bald trafen viele Nahrungsmittel in der Stadt ein. Alle waren sehr glücklich und aufgeregt, denn dies zeigte, dass Pompeius die ihm gestellte Aufgabe erfüllte. Die italienische Halbinsel und Sizilien, die von der nördlichen Mittelmeerküste herausragen, bilden mit der afrikanischen Küste eine Meerenge. Diese Meerenge teilt das Mittelmeer in 2 Teile. Nun waren die Piraten vollständig aus dem westlichen Teil verdrängt. Pompeius schickte seine Hauptflotte hinter ihnen her, mit dem Befehl, um Sizilien und den Süden Italiens nach Brundusium, einem wichtigen Hafen an der Westseite Italiens, zu segeln. Er plante, über die Halbinsel zu Fuß zu reisen, in Rom Halt zu machen und sich dann in Brundusium der Flotte anzuschließen. In der Zwischenzeit zogen sich die Piraten, die Pompeius' Schiffen entkommen waren, in die Gewässer in der Nähe von Kilikien zurück und sammelten ihre Kräfte für die letzte Schlacht. Pompeius wurde in Rom mit großer Begeisterung empfangen. Menschenmengen kamen heraus, um ihn zu treffen, als er sich der Stadt näherte, und begrüßten ihn mit Jubelrufen. Er blieb jedoch nicht in der Stadt, um diese Ehrungen zu genießen. Er besorgte schnell, was er brauchte, um seine Arbeit fortzusetzen, und zog weiter. Er fand seine Flotte in Brundusium, ging an Bord und stach in See. Pompeius setzte seine Arbeit mit der gleichen Energie und Entschlossenheit fort wie zu Beginn. Einige Piraten, die sich in einer Falle befanden, gaben auf und ergaben sich. Pompeius bestrafte sie und ihre Familien nicht hart für ihre Verbrechen, sondern behandelte sie freundlich. Dies veranlasste viele andere, dasselbe zu tun, so dass die Zahl derjenigen, die noch Widerstand leisteten, immer kleiner wurde. Einige hartnäckige und verzweifelte Menschen gaben jedoch nicht auf. Sie zogen sich mit ihren verbleibenden Kräften in Festungen an den kilikischen Küsten zurück und schickten ihre Familien an sicherere Orte in den Bergen. Pompeius umzingelte die Piraten mit seinen bewaffneten Schiffen und blockierte ihre Flucht. Es kam zu einer letzten großen Schlacht, die die Herrschaft der Piraten für immer beendete. Pompeius zerstörte die Schiffe der Piraten, riss ihre Verteidigungsanlagen nieder und gab die Häfen und Städte, die sie eingenommen hatten, ihren rechtmäßigen Besitzern zurück. Er schickte die Piraten zusammen mit ihren Familien ins Landesinnere. Dort richtete er für sie einen Ort ein, an dem sie zu Bauern und Viehzüchtern werden konnten, damit sie friedlich leben und den Seehandel nicht wieder stören würden. Anstatt nach seinen Erfolgen nach Rom zurückzukehren, erhielt Pompeius mehr Macht von der Stadtregierung. Er ging nach Kleinasien und blieb dort mehrere Jahre, eroberte Länder, wie Caesar es in Gallien tat. Schließlich kehrte er nach Rom zurück, wo er einen großen Triumph feierte. Die Parade zur Schau der Trophäen, Gefangenen und anderer Siegeszeichen sowie zum Transport der riesigen Menge an Schätzen und Beute dauerte 2 Tage, um in die Stadt einzuziehen. Es blieb immer noch genug für eine weitere Feier übrig. Kurz gesagt, Pompeius war auf dem Höhepunkt menschlicher Größe und Berühmtheit. Er fand in Rom einen alten Feind und Rivalen, Crassus. Crassus war zuvor Pompeius' Gegner gewesen und erneuerte nun seine Feindseligkeit.
Im neuen Konflikt vertraute Pompeius auf seinen Ruhm, während Crassus sich auf sein Vermögen stützte. Pompeius versuchte, die Gunst des Volkes zu gewinnen, indem er Löwen- und Elefantenkämpfe zeigte, die er von seinen Auslandskampagnen mitgebracht hatte. Crassus versuchte, ihre Gunst zu erlangen, indem er ihnen Korn gab und sie zu großen öffentlichen Festen einlud. Es hieß, er habe ihnen einmal 10.000 Tische aufgestellt. Ganz Rom war voller Konflikte zwischen diesen großen politischen Feinden. Während dieser Zeit kehrte Caesar aus Spanien zurück und beendete klug diese Kämpfe, indem er diese scheinbar unversöhnlichen Feinde zusammenbrachte. Caesar vereinigte sie und bildete ein Dreierbündnis mit sich selbst, das in der römischen Geschichte als erstes Triumvirat bekannt ist. Der Wettbewerb zwischen diesen mächtigen Männern war jedoch nur verborgen, nicht geschwächt oder verändert. Der Tod von Crassus nahm ihn aus dem Geschehen. Caesar und Pompeius behielten danach noch eine Zeit lang ein Bündnis bei. Caesar versuchte, dieses Bündnis zu stärken, indem er Pompeius seine Tochter Julia zur Frau gab. Obwohl Julia sehr jung war, ihr Vater war 6 Jahre jünger als Pompeius, war sie sehr an ihren Ehemann gebunden und er empfand das Gleiche für sie. Sie schuf eine starke Verbindung zwischen den beiden großen Führern, solange sie lebte. Eines Tages gab es während einer Wahl eine Unruhe, und Menschen wurden so nah an Pompeius getötet, dass sein Gewand mit Blut befleckt wurde. Er wechselte seine Kleidung, und die Diener brachten das blutbefleckte Gewand nach Hause. Als Julia es sah, dachte sie, ihr Mann sei getötet worden. Sie war so erschrocken, dass sie in Ohnmacht fiel und sich ihr Gesundheitszustand stark verschlechterte. Sie lebte noch eine Weile danach, starb aber schließlich wahrscheinlich aufgrund dieses Vorfalls. Pompeius und Caesar wurden bald zu offenen Feinden. Beide hatten so große Ambitionen, dass die Welt nicht groß genug für beide war. Sie hatten sich viele Jahre lang gegenseitig beim Aufstieg geholfen, aber jetzt waren sie nahe am Gipfel, und es war an der Zeit zu entscheiden, wer dort bleiben würde. Kapitel 6 Grenzen überschreiten, Caesars Marsch nach Rom. In der Antike gab es in Norditalien einen kleinen Bach namens Rubikon. Er floss nach Westen in die Adria. Dieser Bach wurde wegen wichtiger Ereignisse, die dort stattfanden, berühmt. Der Rubikon war eine wichtige Grenze, aber so klein und unbedeutend, dass man nicht einmal genau sagen konnte, welcher der wenigen nahegelegenen Bäche, die ins Meer fließen, der echte Rubikon war. In der Geschichte ist der Rubikon ein bekannter Fluss, der die Menschen seit fast 20 Jahrhunderten interessiert. In der Natur ist er ein kleiner und unklarer Bach, der lange Zeit schwer zu definieren war und schließlich verschwand. Der Rubikon war wichtig, weil er die Grenze zwischen dem fruchtbaren Potal in Norditalien und den südlichen römischen Territorien markierte. Das Potal, eine der reichsten Gegenden der Welt, war als diesseits Gallien bekannt und war eine römische Provinz unter Caesars Kontrolle. Südlich des Rubikons wurde das Gebiet direkt von der Stadt Rom kontrolliert. Die Römer setzten strenge Regeln, um ihre Freiheiten vor den großen Armeen zu schützen, die zur Eroberung anderer Nationen eingesetzt wurden. Eine Regel besagte, dass diese Armeen sich nicht der Hauptstadt nähern durften. Der Rubikon markierte die nördliche Grenze. Generäle in Gallien durften ihn niemals überqueren. Das Überschreiten des Rubikons mit einer Armee in Richtung Rom wurde als Rebellion und Hochverrat angesehen. So wurde der Rubikon zu einem Symbol dafür, militärische Macht durch zivile Regeln zu begrenzen. Als Caesars Zeit in Gallien zu Ende ging, konzentrierte er sich mehr auf Rom. Er wollte seine Position stärken und Pompeius' Pläne stoppen. Caesar hatte in Rom Anhänger, die für ihn arbeiteten. Er schickte ihnen viel Geld, um die Gunst des Volkes zu gewinnen. Er befahl, das Forum schön wieder aufzubauen. Er organisierte viele Feierlichkeiten mit Spielen, Shows und öffentlichen Festen für das Volk. Als seine Tochter Julia, Pompeius' Frau, starb, veranstaltete er ein großes Begräbnis für sie.
Er verteilte viel Korn an die Menschen und schickte viele Gefangene, die zu Gladiatoren ausgebildet wurden, um das Volk zu unterhalten. Er half auch talentierten und einflussreichen Männern, die in Schulden geraten waren, indem er ihre Schulden bezahlte und so ihre Unterstützung gewann. Die Leute waren erstaunt, wie viel er ausgab. Während viele den Spaß genossen, den er ihnen bot, machten sich einige Sorgen, wie mächtig er wurde. Ihre Besorgnis wuchs, als sie sahen, dass auch Pompeius an Macht gewann. Im Gegensatz zu Caesar, der seinen Reichtum aus den reichen Ländern, die er regierte, schöpfte, war Pompeius immer in Rom. Seine Handlungen und sein Charakter dort machten ihn sehr beliebt und einflussreich. Pompeius war sehr beliebt beim Volk. Als er einmal nicht in Rom war und sich in Neapel befand, wurde er sehr krank. Nachdem er mehrere Tage in Gefahr war, besserte sich sein Zustand. Einige Leute in Neapel schlugen ein öffentliches Dankfest für die Götter vor, um seine Genesung zu feiern. Die Idee wurde schnell akzeptiert und sie verbreitete sich von Stadt zu Stadt in ganz Italien. Bald war das ganze Land mit Prozessionen, Spielen, Shows und Feiern zu seinen Ehren erfüllt. Als Pompeius von Neapel nach Rom zurückkehrte, konnten die Städte, die er passierte, die vielen Menschen nicht fassen, die ihn sehen wollten. Plutarch sagt, die Straßen, Dörfer und Häfen seien voller Feierlichkeiten gewesen. Viele Leute begrüßten ihn mit Girlanden auf dem Kopf und Fackeln in der Hand, und sie streuten Blumen auf seinen Weg. Pompeius glaubte, er sei viel berühmter und mächtiger als Caesar. Der Beifall und Jubel, den er nach seiner Genesung erhielt, bestätigten diesen Glauben. Er sagte, er mache sich keine Sorgen um Caesar und werde keine besonderen Maßnahmen gegen ihn ergreifen, wenn dieser aus Gallien zurückkehre. Pompeius behauptete, er sei es gewesen, der Caesar auf den Thron gehoben habe und könne ihn noch viel leichter wieder stürzen. In der Zwischenzeit ging Caesars Zeit als Statthalter der Provinzen fast zu Ende. Da er wusste, dass er bald Pompeius gegenüberstehen würde, führte er seine Legionen durch die Alpen. Er zog langsam durch die Po-Region in Richtung des Rubikons und dachte darüber nach, wie er seinen mächtigen Rivalen besiegen und zum obersten Führer aufsteigen könnte. Er entschied, dass es besser sei, nicht zu versuchen, Pompeius mit großen und offensichtlichen Kriegsplänen zu erschrecken, die ihn vielleicht härter zurückschlagen lassen könnten. Stattdessen wollte er seine Pläne verbergen und Pompeius unvorbereitet treffen. So zog er mit einer kleinen Gruppe von Soldaten zum Rubikon. Er schlug sein Hauptquartier in Ravenna auf, einer Stadt in der Nähe des Flusses, und konzentrierte sich auf lokale Aktivitäten, um die Leute davon abzuhalten, zu denken, dass er große Pläne hatte. Pompeius forderte Caesar auf, eine Legion zurückzugeben, die er geliehen hatte, als sie noch Freunde waren. Caesar stimmte sofort zu und schickte die Legion zurück. Er schickte auch einige seiner Truppen, was zeigte, dass es ihm nichts ausmachte, seine Armee zu verkleinern. Das ließ es so aussehen, als plane er keinen Widerstand gegen die römische Regierung. In der Zwischenzeit wurde der Konflikt in Rom zwischen Caesars Anhängern und den Anhängern von Pompeius intensiver und beängstigender. Caesar wollte über seine Freunde in der Stadt zum Konsul gewählt werden. Die andere Seite sagte, er müsse zuerst das Kommando über seine Armee aufgeben, nach Rom kommen und als normaler Bürger für das Amt kandidieren. Das war, was die Staatsverfassung verlangte. Caesar antwortete darauf, dass er seine militärische Macht abgeben würde, wenn Pompeius dies auch tun würde. Wenn nicht, sei es ungerecht, es von ihm zu verlangen. Er fügte hinzu, dass seine Dienste für sein Land eine Belohnung verdient hätten, die sie bereit sein sollten zu geben, auch wenn es bedeutete, die Regeln für ihn ein wenig zu biegen. Viele Leute in der Stadt fanden Caesars Forderungen gerecht und unterstützten sie lautstark. Pompeius' Anhänger, angeführt von dem strengen und unbeugsamen Cato, weigerten sich, sie zu akzeptieren und kämpften heftig dagegen. Die ganze Stadt summte vor diesem Konflikt.
Die aktivsten und unruhigsten Menschen in der Hauptstadt waren leidenschaftlich beteiligt, während die nachdenklicheren Bürger, die sich an die Tage von Marius und Sulla erinnerten, sehr besorgt über die kommende Gefahr waren. Pompeius hatte keine Angst. Er sagte dem Senat, dass er sich gegen alle Forderungen von Caesar stellen solle. Er sagte, dass, wenn Caesar versuchen würde, nach Rom zu marschieren, er genug Truppen aufstellen könne, indem er einfach mit dem Fuß aufstampfe, um ihn aufzuhalten. Es würde ein ganzes Buch benötigen, um die Argumente, Konflikte, Strategien, Diskussionen, Abstimmungen und Entscheidungen, die während dieses Streits stattfanden, vollständig zu beschreiben. Pompeius blieb die ganze Zeit außerhalb der Stadt. Er führte dort eine Armee, und Generälen im Kommando war es nicht erlaubt, die Stadttore zu betreten. Schließlich endete eine hitzige Debatte im Senat, als einer der Konsuln aufstand, um zu gehen, und sagte, er werde die Diskussion nicht länger anhören. Die Zeit war gekommen zu handeln. Pompeius musste einen Führer mit Soldaten schicken, um das Land vor Caesars Invasion zu schützen. 2 von Caesars wichtigsten Anhängern, die Tribunen waren, verkleideten sich als Sklaven und flohen, um sich ihm im Norden anzuschließen. Das Land befand sich in einem Zustand von Chaos und Angst. Es war klar, dass die Menschen mehr Angst vor Caesar hatten, als sie Vertrauen in Pompeius setzten. Das Land war voller Gerüchte über Caesars Macht und seine bedrohliche Haltung. Diejenigen, die ihm Widerstand leisten wollten, schienen nicht über ausreichende Mittel zu verfügen. Viele Pläne wurden geschmiedet und lautstark von verschiedenen Personen unterstützt, um die Gefahr zu vermeiden. Dies trug nur zur Verwirrung bei, und bald war die ganze Stadt von Angst erfüllt. Zu dieser Zeit war Caesar in Ravenna angesiedelt, etwa 30 oder 40 Meilen von der Grenze entfernt. Er baute eine Fechtschule und war sehr auf die Pläne und Modelle der Architekten fokussiert. Natürlich war er auf seinem Weg nach Rom mehr auf die Hilfe angewiesen, die er dort erwartete, als auf die Kraft, die er mit sich nahm. Daher plante er, ruhig und diskret zu agieren, ohne viel Gewalt zu zeigen. Er wollte alles vermeiden, was seinen Plan irgendwelchen Spionen oder jemandem, der es nach Rom melden könnte, offenbaren könnte. Kurz bevor er aufbrach, konzentrierte er sich auf seine Fechtschule und zeigte sich entspannt gegenüber seinen Offizieren und Soldaten, sodass niemand seinen Plan ahnen konnte. Während des Tages schickte er einige Truppen leise nach Süden und wies sie an, ihr Lager am Rubicon-Fluss aufzuschlagen. In der Nacht aß er wie gewohnt zu Abend, sprach mit seinen Freunden und ging dann mit ihnen zu einer öffentlichen Veranstaltung. Sobald es dunkel war und die Straßen ruhig wurden, verließ er die Stadt heimlich mit nur wenigen Begleitern. Anstatt seine üblichen Fahrzeuge zu benutzen, die Aufmerksamkeit erregt hätten, verwendete er Maultiere aus einer nahegelegenen Bäckerei, um seine Kutsche zu ziehen. Fackelträger beleuchteten den Weg. Sie reisten die Nacht hindurch, stellten jedoch fest, dass ihre überstürzten Vorbereitungen nicht ausreichten. Die Fackeln erloschen, die Führer verirrten sich und der zukünftige Eroberer der Welt war verwirrt und verloren. Nach Sonnenaufgang trafen sie auf einen Bauern, der ihnen anbot, sie zu führen. Er brachte sie zurück auf die Hauptstraße und sie erreichten den Fluss ohne weitere Probleme. Dort fanden sie den Teil der Armee, der vorausgegangen war und auf sie wartete. Caesar stand am Fluss und dachte darüber nach, wie wichtig seine Entscheidung war. Seine Offiziere waren bei ihm. Caesar sagte: Wir können jetzt noch zurückgehen, aber sobald wir diesen Fluss überqueren, müssen wir weitermachen. Er hielt inne und war sich der Größe der Entscheidung und ihrer Auswirkungen auf ihn bewusst. Der nächste Schritt würde entweder seine größten Träume verwirklichen oder zu einem völligen Scheitern führen. Auch öffentliche Interessen standen auf dem Spiel, obwohl er wahrscheinlich nicht viel darüber nachdachte. Letztlich hing die Zukunft der römischen Welt für viele Jahrhunderte von Caesars Entscheidung ab. Es gab eine kleine Brücke über den Rubikon, wo Caesar stand und darauf blickte.
Während er dort stand, kam ein Bauer oder Schäfer von einem nahegelegenen Feld mit einer Schäferpfeife, einem einfachen Rohrinstrument, das von Musikern jener Zeit verwendet wurde. Soldaten und Offiziere versammelten sich, um ihm beim Spielen zuzuhören. Einige von Caesars Trompetern, die ihre Trompeten hielten, schlossen sich der Menge ebenfalls an. Der Schäfer nahm eine Waffe von jemandem, legte seine eigene ab und begann ein Signal zum Angriff zu blasen, während er auch über die Brücke ging. Caesar sagte: Ein Zeichen, ein Wunder. Gehen wir dorthin, wohin dieses göttliche Zeichen uns führt. Die Entscheidung ist gefallen. Er ging voran über die Brücke, während die Offiziere das Lager abbauten und die Truppen zum Folgen bereit machten. In Caesars Leben zeigte sich oft, dass er nicht an Vorzeichen glaubte. Doch nutzte er oft den Glauben der Soldaten an sie, um ihren Mut zu stärken oder ihre Ängste zu beruhigen. Ob die Geschichte des schäferlichen Trompeters wirklich zufällig passierte, von Caesar inszeniert wurde, um einen Effekt zu erzielen, oder einfach von Geschichtenerzählern erfunden wurde, um das Überqueren des Rubikons dramatischer zu gestalten, bleibt jedem Leser selbst überlassen. Nachdem er die Brücke überquert hatte, versammelte Caesar seine Truppen und hielt eine leidenschaftliche Rede. Er erklärte die Ernsthaftigkeit ihrer Lage und wie sehr er auf sie angewiesen sei. Er bat sie um Loyalität und versprach große Belohnungen, wenn sie ihm zum Erfolg verhelfen würden. Die Soldaten versprachen, treu zu bleiben. Die erste Stadt auf der römischen Seite des Rubikon war Ariminum. Caesar zog in diese Stadt. Die Behörden öffneten ihm bereitwillig die Tore und begrüßten ihn als ihren Anführer. Caesars Streitmacht war immer noch klein, nur eine Legion überquerte mit ihm den Fluss. Allerdings hatte er andere Legionen in Gallien angewiesen, sich ihm schnell anzuschließen. Er brauchte nicht mehr Truppen, da er keinen Widerstand hatte. Caesar befahl seinen Soldaten, keine Eigentümer zu beschädigen oder feindselig gegenüber den Einheimischen zu handeln. Die Menschen begrüßten ihn überall, wohin er ging, und alle Städte und Dörfer ergaben sich schnell, wie es Ariminum getan hatte. Bevor Caesar den Rubikon überquerte, gab es Debatten und Abstimmungen im römischen Senat. Sie beschlossen, ihn seines Kommandos über die Armee zu entheben und wählten Domitius als seinen Nachfolger. Domitius war der Einzige, der versuchte, Caesar aufzuhalten, als er sich in Richtung Rom bewegte. Domitius führte eine Armee über die Apenninen, um Caesar zu ersetzen, und erreichte Corfinium, etwa ein Drittel des Weges von Rom zum Rubikon. Caesar kam dann und schloss ihn dort ein. Nach einer kurzen Belagerung wurde die Stadt erobert und Domitius und seine Armee wurden gefangen genommen. Jeder dachte, Caesar würde sie hart bestrafen. Stattdessen nahm er die Truppen in seinen Dienst und ließ Domitius frei. Inzwischen kam die Nachricht an, dass Caesar den Rubikon überschritten hatte und große Erfolge bei seinem Marsch in Richtung Rom erzielte. Diese Nachricht erreichte das Kapitol und verursachte große Angst. Die Berichte über die Größe seiner Armee und die Geschwindigkeit seines Vormarsches wurden stark übertrieben. Pompeius' Partei und der Senat hatten sich sehr bemüht, die Menschen in Angst vor Caesar zu versetzen, um sie dazu zu bringen, ihn aufzuhalten. Nun hatte Caesar ihre Verteidigung durchbrochen und bewegte sich ohne Hindernisse auf die Stadt zu, und sie hatten große Angst. Pompeius begann, die kommende Gefahr zu fürchten. Der Senat hielt Sitzungen außerhalb der Stadt ab, wie Kriegskonferenzen, in der Hoffnung auf Pompeius' Hilfe gegen die Gefahr, die er selbst herbeigeführt hatte. Er hatte behauptet, dass er schnell eine Armee aufstellen könne, um Caesar einfach durch Aufstampfen des Fußes zu besiegen. Sie sagten ihm, es sei an der Zeit, jetzt zu stampfen. Pompeius stellte fest, dass jeder gegen ihn war. Einige schlugen vor, Kommissare zu Caesar zu schicken, um Frieden vorzuschlagen. Die Anführer wussten jedoch, dass ein Friedensschluss mit Caesar ihr Untergang wäre, also widersetzten sie sich dem. Cato verließ die Stadt schnell und ging nach Sizilien, seiner zugewiesenen Provinz. Andere flohen anderswohin. Pompeius war unsicher, was er tun sollte, und fürchtete zu bleiben.
Er rief seine Anhänger auf, sich ihm anzuschließen, und verließ die Stadt nachts mit wenig Vorbereitung und wenigen Vorräten. Er plante, quer durch das Land bis zur Adria zu fliehen. Sein Ziel war Brundusium, der übliche Hafen für Reisen nach Makedonien und Griechenland. Caesar bewegte sich langsam in Richtung Rom. Seine Soldaten waren sehr begeistert, ihn zu unterstützen. Als er den Rubikon überquerte, verlor er alle Verbindungen zur Regierung zu Hause, was bedeutete, dass er kein Geld oder Versorgungsgüter mehr von ihnen erhielt. Er musste das Kapitol erreichen und die Kontrolle übernehmen, um diese Ressourcen zurückzubekommen. Die Soldaten entschieden, dass sie für ihn ohne Bezahlung arbeiten würden. Auch die Offiziere trafen sich und boten ihre Hilfe und ihr Geld an. Er war immer großzügig zu ihnen gewesen und er war sehr glücklich zu sehen, dass sie ihm im Gegenzug dieselbe Großzügigkeit zeigten. Während er weiterging, fand er immer mehr Menschen, die ihn unterstützten. Sie bewunderten seine Freundlichkeit, Domitius freizulassen. Die Freilassung von Domitius war ein kluger Schachzug, aber auch freundlich. Um den Wert freundlicher Taten zu erkennen, muss man etwas Freundlichkeit im Herzen haben. Unter Caesars Briefen, die noch existieren, gibt es einen, der zu dieser Zeit an einen Freund geschrieben wurde, in dem er darüber spricht. Caesar sagt: Ich freue mich, dass du mit dem einverstanden bist, was ich in Corfinium getan habe. Ich glaube, dass dies der beste Ansatz für uns ist, da er die Unterstützung aller gewinnen und einen dauerhaften Sieg sicherstellen wird. Die meisten Eroberer wurden für ihre Grausamkeit gehasst, und wegen dieses Hasses konnten sie ihre Macht nicht lange halten. Sulla war eine Ausnahme, aber ich möchte seinem Beispiel eines grausamen Erfolgs nicht folgen. Ich werde auf neue Weise erobern und mit Freundlichkeit und Gnade meine Macht behalten. Domitius begann nach seiner Freilassung einen weiteren Krieg gegen Caesar. Als Caesar davon hörte, sagte er, es sei in Ordnung. Caesar sagte: Ich werde meiner Natur folgen, und er kann seiner folgen. Ein weiteres Beispiel für Caesars Großzügigkeit fand statt, das noch beeindruckender ist. Unter seinen Armeeoffizieren waren einige, die auf Empfehlung von Pompeius ernannt wurden, als Caesar und Pompeius Freunde waren. Diese Offiziere fühlten sich Pompeius dankbar, da er ihnen geholfen hatte, ihre Ränge zu erreichen. Als der Krieg begann, ließ Caesar ihnen die Freiheit, sich Pompeius anzuschließen, wenn sie wollten. Caesar war in jeder Hinsicht sehr großzügig. Er war weitaus großzügiger und gnädiger als Pompeius, als sie ihren großen Konflikt begannen. Pompeius zwang jeden Bürger, sich seiner Seite anzuschließen, und sagte, er würde jeden, der neutral blieb, als Feind behandeln. Caesar erlaubte jedem die Option zu haben, sich nicht an dem Kampf zu beteiligen, und sagte, er würde diejenigen, die nicht gegen ihn handeln, als Freunde betrachten. In heutigen politischen Kämpfen neigen die Menschen dazu, dem engstirnigen Ansatz von Pompeius zu folgen, anstatt der Großzügigkeit von Caesar. Sie kritisieren oft diejenigen, die sich aus den Wahlkämpfen heraushalten, mehr als ihre tatsächlichen Gegner und Feinde. Als Caesar schließlich in Brundusium ankam, sah er, dass Pompeius einen Teil seiner Armee nach Griechenland geschickt hatte und auf die Rückkehr der Schiffe wartete, um sich ihnen anzuschließen. In der Zwischenzeit hatte Pompeius die Stadt sehr gesichert. Caesar begann eine Belagerung und begann mit dem Bau von Barrieren, um den Hafeneingang zu blockieren. Er baute Dämme auf jeder Seite, die so weit reichten, wie es die Tiefe des Wassers erlaubte. Dann baute er Flöße, verankerte sie im tiefen Wasser und reihte sie von einem Damm zum anderen auf. Er baute Türme auf diesen Flößen und stationierte Soldaten dort, um jeden Ausgang aus der Festung zu blockieren. Er glaubte, dass Pompeius, sobald dies erledigt war, völlig gefangen wäre und keinen Fluchtweg mehr hätte. Die Transportschiffe kehrten zurück, bevor die Arbeit abgeschlossen war. Der Fortschritt verlief langsam, weil es an der Baustelle ständig zu Kämpfen kam. Pompeius schickte jeden Tag Flöße und Galeeren,
um anzugreifen, sodass die Arbeiter bauen mussten, während sie von Pfeilen, Brandflößen und Kriegsschiffen, die auf sie zurasten, gestört wurden. Die Transportschiffe kehrten zurück, bevor die Verteidigungsanlagen fertiggestellt waren, und schafften es, in den Hafen zu gelangen. Pompeius plante dann, den Rest seiner Armee an Bord zu bringen. Er versperrte die Straßen der Stadt mit Barrikaden und Fallen, mit Ausnahme von 2 Straßen, die zum Einschiffungsort führten. Diese Hindernisse sollten Caesar verlangsamen, falls er eindringen sollte, während seine Männer an Bord der Schiffe gingen. Um Caesar abzulenken, verdoppelte er die Wachen auf den Mauern am Abend des geplanten Aufbruchs und befahl ihnen, alle außerhalb befindlichen Truppen Caesars anzugreifen. Als es dunkel wurde, marschierte er seine Truppen durch die beiden offenen Straßen zum Landungsplatz und brachte sie schnell an Bord der Schiffe. Einige Leute in der Stadt machten Caesars Armee mit Signalen klar, was geschah. Die Armee brachte schnell viele Leitern herbei und kletterte mit großer Energie auf die Mauern. Sie drängten alle zurück, brachen die Tore auf und übernahmen die Kontrolle über die Stadt. Die Barrikaden, Fallen und die Dunkelheit verlangsamten sie jedoch, sodass Pompeius genügend Zeit hatte, seine Truppen an Bord zu bringen und abzusegeln. Caesar hatte keine Schiffe, um ihm zu folgen. Er kehrte nach Rom zurück. Dort stieß er auf keinen Widerstand. Er stellte die Regierung wieder auf, reorganisierte den Senat und beschaffte Vorräte an Getreide und Geld aus den städtischen Lagern. Als er das Geld vom Kapitolinischen Hügel holen wollte, fand er den dafür zuständigen Offizier bereit, es zu verteidigen. Er sagte Caesar, es sei gegen das Gesetz einzutreten. Caesar entgegnete, dass es für bewaffnete Männer kein Gesetz gebe. Der Offizier weigerte sich trotzdem, ihn hereinzulassen. Daraufhin sagte Caesar ihm, er solle die Türen öffnen, oder er würde ihn sofort dort töten. Caesar fügte hinzu: Du solltest wissen, dass es für mich leichter sein wird, es zu tun, als es zu sagen. Der Offizier gab nach und Caesar ging hinein. Nach diesem Vorfall verbrachte Caesar einige Zeit mit Feldzügen in Italien, Spanien, Sizilien und Gallien, um jeden Widerstand zu beseitigen. Nachdem er diese Gebiete unter Kontrolle gebracht hatte, plante er, Pompeius über das Adriatische Meer zu verfolgen. Kapitel 7 – Pharsalos. Der Wendepunkt in Caesars Streben nach Macht. Caesars und Pompeius' Armeen versammelten sich auf gegenüberliegenden Seiten der Adria. Dies war eine der größten Kampfvorbereitungen in der Geschichte. Menschen auf der ganzen Welt beobachteten dies mit großem Interesse, erfüllt von Ehrfurcht und Angst. Während des Jahres, in dem Caesar seine Arbeit zur Kontrolle und Organisation des westlichen Teils des Reiches abschloss, sammelte Pompeius alle verfügbaren militärischen Ressourcen aus dem östlichen Teil. Er konzentrierte diese Kräfte an den Küsten von Makedonien und Griechenland, gegenüber von Brundisium, wo er wusste, dass Caesar versuchen würde, die Adria zu überqueren. Pompeius' Lager, Abteilungen, Bogenschützen, Schleuderer und Reiter füllten das Land. Jeder Hafen wurde bewacht und die Küstenlinie war mit Geschützstellungen, Burgen auf den Felsen und Flotten von Galeeren auf dem Wasser bedeckt. Im Dezember zog Caesar mit seiner großen Armee nach Brundisium auf der gegenüberliegenden Küstenseite. Er sah sich starkem Widerstand seines Feindes an der Küste gegenüber und musste sich mit den rauen Wellen der Adria auseinandersetzen, die durch Winterstürme stets in Aufruhr waren. Caesar hatte keine Schiffe, weil Pompeius alles entfernt hatte, was ihm bei der Überquerung des Meeres helfen könnte. Aber nach viel Anstrengung gelang es Caesar schließlich, genug Galeeren zu sammeln, um einen Teil seiner Armee zu transportieren, obwohl sie alle Vorräte und Gepäck zurücklassen mussten. Er versammelte dann seine Armee und sagte ihnen, dass sie sich dem Ende aller ihrer Gefahren und Strapazen näherten. Sie würden ihrem Hauptfeind in einem letzten Kampf gegenüberstehen.
Sie brauchten keine Diener, Gepäck oder Vorräte mitzubringen, weil sie zuversichtlich waren, den Sieg zu erringen. Der Sieg würde ihnen alles liefern, was sie von ihren besiegten Feinden brauchten. Die Soldaten nahmen die Zuversicht und den Mut, den Caesar zeigte, eifrig auf. Eine große Gruppe segelte los und erreichte nach einer rauen Nacht auf dem kalten und stürmischen Meer die Küste ein wenig nördlich von dort, wo Pompeius Flotten warteten. Die Berge kamen nah an das Meer heran und machten die Küste rau und gefährlich mit Felsen und Klippen. Hier gelang es Caesar, die erste Gruppe seiner Truppen zu landen, und dann schickte er die Flotte zurück, um den Rest zu holen. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell an alle Stationen von Pompeius entlang der Küste. Schiffe begannen sich zu sammeln, und Armeen marschierten zu dem Ort, an dem Caesar gelandet war. Der Kampf begann. Einer von Pompeius' Admiralen stoppte die zurückkehrende Flotte von Schiffen, eroberte und verbrannte viele von ihnen mit allen, die an Bord waren. Caesar zog entlang der Küste mit seinen Soldaten und drängte Pompeius' Truppen zurück, während er Städte auf dem Weg einnahm. Die Menschen in der Gegend waren sehr verängstigt und besorgt. Der Teil der Armee, den Caesar zurückgelassen hatte, konnte das Meer nicht überqueren. Dies lag an den stürmischen Meeren, weniger Schiffen und der erhöhten Wachsamkeit von Pompeius' Kräften. Vor allem aber war es, weil Caesar nicht da war, um sie mit seiner mutigen und ruhigen Führung zu inspirieren. So blieben sie besorgt und bekümmert an der italienischen Küste. Während Caesar entlang der makedonischen Küste zog und Pompeius ins Landesinnere drängte, verhinderte er, dass Pompeius' Schiffe das Land erreichten. Dies führte dazu, dass der Flotte die Nahrung und das Wasser ausging. Die Männer überlebten, indem sie den Tau von den Decks ihrer Schiffe sammelten. Caesars Armee war in Schwierigkeiten. Pompeius' Flotten blockierten ihre Vorräte auf dem Wasser und seine Truppen umzingelten sie an Land. Pompeius mit seiner großen Armee begann sich um die drohende Gefahr zu sorgen. Pompeius hatte keine Ahnung, wie schlimm sein Schicksal bald sein würde. Der Winter verging, aber es geschah nichts Bedeutendes. Die Kräfte, gemischt und abwechselnd wie erwähnt, hielten einander in ständiger Sorge und Not. Caesar wurde ungeduldig über die Verzögerung dieses Teils seiner Armee, den er an der italienischen Küste zurückgelassen hatte. Die Nachrichten der Ermutigung und Dringlichkeit, die er ihnen schickte, brachten sie nicht herüber. Schließlich dachte er an einer dunklen und stürmischen Nacht, dass das schlechte Wetter und das raue Meer seine wachsamen Feinde dazu bringen würden, Schutz zu suchen und ihre Wache zu senken. Er beschloss, selbst das Meer zu überqueren, um seine zögerliche Armee zu holen. Er befahl, eine Galeere vorzubereiten und ging verkleidet an Bord, mit bedecktem Kopf, so dass nicht einmal die Offiziere oder die Besatzung seinen Plan wussten. Das Boot verließ das Ufer wie befohlen. Die Seeleute bemühten sich, konnten aber nicht gegen den starken Wind und die großen Wellen ankämpfen. Erschreckt durch das gefährliche Meer und die stürmische Nacht weigerten sie sich weiterzumachen. Der Kommandant befahl ihnen umzukehren. Caesar trat nach vorne, zog seinen Mantel aus und sagte: »Freunde, habt keine Angst, Caesar ist bei euch.« Dies ermutigte die Männer, aber es war nutzlos. Die Hindernisse waren zu groß und das Boot musste umkehren, um nicht zerstört zu werden. Die Armee in Italien hörte von Caesars Versuch, zu ihnen zurückzukehren. Auch wenn es ihm nicht gelang, machten seine neuen, dringenden Befehle sie bereit, den Plan zu verlassen. Sie standen vielen Gefahren gegenüber, landeten aber schließlich sicher. Mit einer stärkeren Truppe begann Caesar, größere Aktionen für den Frühling zu planen. Es gab einige Versuche zur Verhandlung. Die Armeen waren sehr wütend aufeinander wegen der Schwierigkeiten, die sich jede Seite gegenseitig bereitete. Sie vertrauten einander nicht genug, um formell zu kommunizieren. Sie versuchten ein paar Mal zu sprechen, aber diese Gespräche führten zu nichts. Geschosse konnten in jenen Tagen nur eine kurze Distanz geworfen werden, was es den feindlichen Gruppen ermöglichte, sich einander viel näher zu nähern, als es heute möglich ist.
Heute können Projektile für Meilen geworfen werden und sind sehr zerstörerisch. Zum Beispiel kamen einige Schiffe von Pompeius' Flotte nahe genug an die Küste heran, um mit ein paar von Caesars Leutnants zu sprechen, die dort ihr Lager hatten. In einer anderen Situation wurden zwei Gruppen von Truppen der gegnerischen Armeen durch einen Fluss getrennt. Die Offiziere und Soldaten beider Seiten kamen ans Ufer und unterhielten sich, indem sie über das Wasser riefen. Es gelang ihnen, sich auf eine Zeit und einen Ort für ein formelleres Treffen zu einigen, das von Vertretern beider Seiten abgehalten werden sollte. Die Konferenz wurde abgehalten, aber jede Seite brachte viele Begleiter mit. Wie zu erwarten war, gerieten diese Gruppen während der Diskussion aneinander. Das Treffen endete in Gewalt und Unordnung, wobei jede Seite der anderen vorwarf, ihre Versprechen gebrochen zu haben. Die beiden großen Armeen kämpften monatelang langsam und unentschlossen, ohne ein klares Ergebnis. Es gab kleine Kämpfe, Belagerungen und Blockaden, aber keine großen Schlachten. Manchmal schien die eine Seite zu gewinnen und manchmal die andere. Pompeius schloss Caesars Truppen ein und schnitt ihnen die Versorgung ab, was zu extremem Nahrungsmangel führte. Schließlich fanden die Männer eine Wurzel im Boden. Sie trockneten und zermahlten sie, um eine Art Brot zu machen, das sie aßen, um nicht zu verhungern oder sich zu ergeben. Sie sagten Caesar, sie würden sogar Baumrinde essen, anstatt aufzugeben. Pompeius' Soldaten näherten sich den Mauern einer Stadt und verspotteten die Leute im Inneren, weil sie nicht genug zu essen hätten. Caesars Soldaten warfen ihnen Brote entgegen, um zu zeigen, dass sie genug zu essen hatten. Nach einiger Zeit gelang es Caesar, mit klugen Taktiken zu entkommen und Pompeius zu überlisten. Er umzingelte Pompeius' Truppen und brachte sie in eine schlimme Lage. Caesar unterbrach ihre Kommunikation mit der Außenwelt und leitete die Bäche von ihrem Land weg. Eine Armee von 40.000 bis 50.000 Mann, zusammen mit ihren vielen Pferden und Packtieren, braucht viel Wasser. Ohne genügend Wasser passieren schnell schlimme Dinge. Die Truppen des Pompeius gruben Brunnen, erhielten aber nur wenig Wasser. Viele Packtiere starben und ihre verwesenden Körper machten die Luft schlecht, was Krankheiten verursachte, die viele Soldaten töteten und die übrigen krank und entmutigt machten. Während all dieser Operationen gab es keine große Schlacht. Jeder Rivale wusste, dass der Verlust einer großen Schlacht den totalen Untergang bedeuten würde. In einem Krieg zwischen zwei Nationen beendet ein Sieg normalerweise nicht den Kampf, weil die verlierende Seite noch die Ressourcen ihres ganzen Landes nutzen kann. Manchmal kommen sie nach einer Niederlage stärker zurück. Selbst wenn sie am Ende verlieren, bedeutet das nicht immer den vollständigen Untergang des Befehlshabers. Der Befehlshaber kann einen fairen Frieden aushandeln und sicher nach Hause zurückkehren. Wenn seine Leute seine Schwierigkeiten nicht als seine Schuld, sondern als Pech betrachten, das außerhalb seiner Kontrolle lag, kann er den Rest seines Lebens in Komfort und Respekt verbringen. Der Wettstreit zwischen Caesar und Pompeius war anders. Einer von ihnen war ein Verräter und ein Feind seines Landes. Das Ergebnis einer Schlacht würde entscheiden, wer die Macht haben würde. Der Sieg würde einem von ihnen die totale Kontrolle geben, während die Niederlage den anderen zerstören würde, ihn ohne Freunde, Heimat oder Land zurücklassen würde. Es war eine Hochrisikosituation, daher ist es nicht überraschend, dass beide Seiten es vermieden, einen Schritt zu machen. Pompeius, verzweifelt angesichts der schwierigen Situation, in die Caesar ihn gebracht hatte, startete eine Reihe starker und erfolgreicher Angriffe auf Caesars Linien. Er schaffte es, sich zu befreien, und die beiden Armeen zogen langsam zurück ins Land, blieben nahe beieinander wie Raubvögel. Sie schlugen immer wieder aufeinander ein, während sie versuchten, eine bessere Position zu gewinnen oder den anderen zu überlisten. Sie durchquerten Ebenen, überquerten Flüsse und gingen durch Gebirgspässe, bis sie die Mitte von Thessalien erreichten. Hier hielten die Armeen an und kämpften die entscheidende Schlacht. Der Ort war als Ebene von Pharsalos bekannt, und die große Schlacht, die dort stattfand,
machte seinen Namen berühmt. Pompeius' Armee war viel größer als die von Caesar, und er hatte in den letzten kleineren Kämpfen eine Weile lang gewonnen, also war er zuversichtlich, dass er gewinnen würde. Er stellte seine Männer mit einer Seite neben einem Fluss auf, was sie auf dieser Seite vor Angriffen schützte. Von hier aus erstreckte sich die lange Linie der Legion über die Ebene und endete mit starken Gruppen von Reitern, Schleuderern und Bogenschützen. Diese Anordnung gab ihnen eine große Reichweite an Waffen und Mobilität, um Caesar daran zu hindern, sie zu flankieren. Dies war jedoch unwahrscheinlich, da Caesar etwa die Hälfte der Truppen im Vergleich zu Pompeius hatte. Die andere Armee hatte etwa 50.000 Mann, während seine eigene zwischen 20.000 und 30.000 zählte. Generäle übertreiben oft die Größe der Streitkräfte, denen sie gegenüberstehen, und spielen ihre eigenen Zahlen herunter, um ihre Leistungen beeindruckender erscheinen zu lassen. Daher sollten wir den Behauptungen von Caesar und seinen Anhängern vorsichtig begegnen. Was Pompeius' Bericht betrifft, so wurde dieser aufgrund der völligen und totalen Niederlage, die er und seine Anhänger kurz nach der Schlacht erlitten, nie aufgezeichnet. Am hinteren Ende der Ebene, wo Pompeius' Linien aufgestellt waren, befand sich das Lager. Die Soldaten hatten das Lager verlassen, um sich auf die Schlacht vorzubereiten. Die Lagerfeuer der Nacht zuvor erloschen, weil es ein warmer Sommertag war. Die Wachen überwachten die Verteidigungsanlagen und die fast leeren Zelte standen in langen Reihen im Lager. In der Mitte war das prächtige Zelt des Generals, gefüllt mit jeder Art von Luxus und Pracht. Diener waren überall beschäftigt. Einige räumten das Durcheinander auf, das durch den Aufruf zu den Waffen entstanden war, der die Truppen aus ihrer Ruhe gerissen hatte. Andere bereiteten Essen und Getränke für ihre siegreichen Kameraden vor, wenn sie von der Schlacht zurückkehrten. In Pompeius' Zelt wurde ein großes Festessen vorbereitet. Die Tische waren mit allen erdenklichen Köstlichkeiten gedeckt. Die Anrichten waren voll mit Geschirr, und die ganze Szene leuchtete vor Silber- und Goldverzierungen. Pompeius und seine Generäle waren sicher, dass sie gewinnen würden. Sie hatten tagelang darüber gestritten, wer die höchsten Ämter und die Macht in Rom bekommen würde, sobald sie Caesar besiegt hatten. Sie dachten, Caesars Niederlage sei nur eine Frage der Zeit, und diese Zeit würde bald enden. In nur wenigen Tagen erwarteten sie, die Kontrolle über das gesamte römische Reich zu haben. Eifrig und gierig stritten sie darüber, wie sie die Belohnungen aufteilen sollten. Pompeius befahl seinen Truppen, in ihren Positionen zu bleiben und zu warten, bis Caesars Truppen angreifen würden, anstatt ihnen auf halbem Weg entgegenzutreten. Die Zeit war endlich gekommen. Die Trompeten gaben das Signal zum Angriff, und Caesars Truppen stürmten mit lauten Rufen und großer Energie auf Pompeius' Linien zu. Es folgte ein langer und harter Kampf, aber schließlich begannen Pompeius' Truppen zurückzuweichen. Trotz der Vorkehrungen, die Pompeius getroffen hatte, um die Seite seiner Armee in der Nähe des Landes zu schützen, gelang es Caesar, ihn zu überflügeln, indem er die Kavallerie zurückdrängte und die Bogenschützen und Schleuderer besiegte. So konnte Caesar Pompeius von hinten angreifen. Bald darauf floh die gesamte Armee, was zu Chaos und vielen Todesopfern führte. Caesars Soldaten, erfüllt von der Kampfwut und begeistert von ihrem Erfolg, verfolgten die verängstigten Feinde. Die fliehenden Soldaten trampelten einander nieder oder wurden niedergestreckt, was die Luft mit ihren Schmerzensschreien und ihrer Angst erfüllte. Die schreckliche Szene ließ ihre blutrünstigen Feinde noch aufgeregter werden, und sie griffen stundenlang unermüdlich an. Es war eine grauenhafte und tragische Szene, die sich niemand vorstellen kann, es sei denn, er hat sie gesehen, und diejenigen, die sie gesehen haben, werden sie nie vergessen. Als Pompeius sah, dass alles verloren war, rannte er panisch vom Schlachtfeld. Seine Soldaten flohen in alle Richtungen, einige in Richtung des Lagers, in der Hoffnung, dort Sicherheit zu finden, andere zu verschiedenen Orten auf der Suche nach dem schnellsten Weg, um ihren unerbittlichen Feinden zu entkommen. Pompeius rannte in Richtung des Lagers.
Als er durch das Tor ging, befahl er den Wachen, es vor dem Feind zu schützen. Er sagte, er werde die anderen Tore überprüfen. Er eilte weiter, fühlte sich aber bald völlig hilflos und hoffnungslos. Er gab den Gedanken auf, sich zu verteidigen, und ging mit einem sinkenden Herzen durch das chaotische und verwirrte Lager. Er ging zu seinem Zelt und brach, umgeben von dem Luxus und der Pracht, die für den erwarteten Sieg vorgesehen waren, in völliger Schockstarre und Verzweiflung zusammen. Kapitel 8 – Pompeius letzter Widerstand – Verrat und Tragödie in Ägypten. Pompeius verfolgte die Niederlage der Armee. Pompeius bis zu deren Lager. Die Soldaten versuchten, die Mauern und Tore zu verteidigen, doch bald erkannten sie, dass sie keine Chance hatten. Sie zogen sich immer weiter zurück, während Caesars Soldaten in das Lager eindrangen. Pompeius, der das wachsende Lärmen aus seinem Zelt hörte, erwachte schließlich aus seiner Starre und begann darüber nachzudenken, was zu tun sei. Schließlich stürmte eine Gruppe flüchtender Soldaten, die von einigen von Caesars Männern verfolgt wurden, in sein Zelt. Pompeius rief entsetzt aus: »Wie wagt ihr es? Wer hat euch erlaubt, mein Zelt ohne Erlaubnis zu betreten?« Seit über 30 Jahren war er ein siegreicher General gewesen, gewohnt an all den Respekt und die Macht, die großer Reichtum und hoher militärischer Rang mit sich bringen. In den Lagern, die er errichtete, und den Städten, die er eroberte, war er der absolute Herrscher. Sein Zelt, stets in großartigem Stil eingerichtet, war für alle tabu. Selbst mächtige Führer empfanden Respekt und Ehrfurcht, wenn sie es betraten. Nun stürmten grobe Soldaten wild herein. Das Lärmen draußen wurde lauter und näher und warnte den gestürzten Helden, dass es keinen Schutz mehr vor der herannahenden Gefahr gab. Pompeius erwachte aus seiner Starre, legte seine Militäruniform ab und zog hastig eine Verkleidung an, in der Hoffnung, dem um ihn herum herrschenden Unheil zu entkommen. Er bestieg ein Pferd und verließ das Lager durch den einfachsten Ausgang auf der Rückseite, zusammen mit Truppen und Wachen, die ebenfalls in Panik flüchteten. Währenddessen durchbrachen Caesar und seine Truppen die Verteidigungsanlagen und erzwangen sich den Zugang. Nachdem er der Gefahr entkommen war, stieg Pompeius von seinem Pferd, um weniger wie ein Soldat auszusehen. Mit wenigen treuen Gefährten machte er sich zu Fuß auf den Weg nach Osten in Richtung der Ägäis. Das Land, durch das er reiste, war Thessalien. Thessalien ist ein weites Gebiet, umgeben von Bergen. Bäche fließen von den Bergen herab und bewässern fruchtbare Täler und Ebenen, bevor sie sich zu einem Hauptfluss vereinigen. Dieser fließt nach Osten und erreicht schließlich das Ägäische Meer durch eine malerische Schlucht zwischen zwei Bergen, bekannt als das Tal von Tempe. Das Tal von Tempe war schon immer berühmt für seine schöne und großartige Landschaft. Pompeius reiste entlang der Straßen am Bach, müde und betrübt. Nachrichten von Boten über Caesars vollständigen Sieg zerschmetterten seine Hoffnungen. Am Ende sorgte er sich nur noch um seine Sicherheit. Er wusste, dass er verfolgt werden würde, und um seine Feinde zu verwirren, mied er große Städte und wählte verborgene Pfade. Er trug den zunehmenden Hunger und die Erschöpfung. Schließlich erreichte er das Tal von Tempe. Müde und durstig setzte er sich am Bach nieder, um sich auszuruhen und Kraft für den Rest seines Weges zu sammeln. Er wollte trinken, hatte aber nichts, aus dem er trinken konnte. Der mächtige Herrscher, dessen Zelt mit köstlichen Getränken und silbernen und goldenen Bechern gefüllt war, legte sich auf den Sand am Fluss und trank das warme Wasser direkt aus dem Bach. Während Pompeius mühsam die Küste zu erreichen versuchte, vollendete Caesar seinen Sieg über die Armee, die Pompeius zurückgelassen hatte. Als Caesar das Lager eroberte, erkannten Pompeius' Truppen, dass sie nicht mehr sicher waren. Sie zogen sich immer weiter zurück, angeführt von den verbliebenen Generälen. Caesar übernahm das Lager vollständig. Er sah Zeichen von Reichtum, Luxus und das Vertrauen der besiegten Armee in ihren erwarteten Sieg.
Die Zelte der Generäle waren mit Myrte geschmückt, ihre Betten mit Blumen bedeckt, und die Tische waren mit Festessen gedeckt. Die Gäste erwarteten, Becher und Schalen voller Wein standen bereit. Caesar übernahm alles, stellte Wachen zum Schutz auf und setzte dann seine Verfolgung des Feindes mit seiner Armee fort. Die Armee von Pompeius zog sich auf einen nahegelegenen Hügel zurück und errichtete hastig Verteidigungsanlagen, um sich für die Nacht zu schützen. In der Nähe des Hügels gab es einen Bach, und sie versuchten, ihn zu sichern, um an Wasser zu gelangen. Caesar und seine Truppen folgten ihnen dorthin. Es war bereits Abend, also war es zu spät für einen Angriff. Caesars Soldaten waren von der langen und intensiven Schlacht und Verfolgung sehr erschöpft. Sie brauchten Ruhe, machten jedoch einen letzten Anstrengung und sicherten den Zugang zum Bach, indem sie eine provisorische Barriere errichteten, die sie bewachten. Die Armee ruhte dann, während ihre hilflosen Feinde die Nacht mit Durst und von Angst und Verzweiflung erfüllt verbrachten. Dies konnte nicht lange dauern. Am Morgen ergaben sie sich, und Caesar hatte schließlich über 20.000 Gefangene. Inzwischen bewegte sich Pompeius durch das Tal von Tempe in Richtung Meer. Er ignorierte die Schönheit um sich herum und dachte nur an sein Unglück und daran, wie sein Niedergang geschehen könnte. Schließlich erreichte er die Küste und verbrachte die Nacht in der Hütte eines Fischers. Einige Leute blieben bei ihm, darunter einige Sklaven. Er schickte die Sklaven weg und befahl ihnen, zu Caesar zu gehen und sich zu ergeben, da Caesar freundlich sei und sie nicht verletzt werden würden. Er behielt die anderen bei sich und arrangierte ein Boot, das ihn am nächsten Tag entlang der Küste bringen sollte. Das Boot war für Flüsse und nicht für das Meer gedacht, aber es war das einzige, das verfügbar war. Am nächsten Morgen stand er früh auf und bestieg ein kleines Boot mit wenigen Begleitern. Die Ruderer begannen, entlang der Küste zu fahren. Bald sahen sie ein Handelsschiff, das gerade auslaufen wollte. Der Kapitän des Schiffes hatte Pompeius zuvor gesehen und erkannte ihn. Am Abend zuvor hatte er einen Traum, in dem Pompeius, der wie ein einfacher Soldat in Schwierigkeiten aussah, zu ihm kam und der Kapitän ihm half. In dieser Zeit war nichts Ungewöhnliches an einem solchen Traum. Der Konflikt zwischen Caesar und Pompeius und ihre letzte Schlacht beschäftigten die Gedanken und Gespräche aller Menschen. Der Kapitän, der einen der großen Rivalen gesehen hatte, dachte natürlich ständig darüber nach, sowohl im Wachzustand als auch im Schlaf. In seinen Träumen konnte er sich leicht vorstellen, den gefallenen Helden in seinem Moment der Not zu retten. Der Kapitän erzählte den Matrosen auf seinem Schiff von seinem Traum, als sie das Boot mit Pompeius sahen. Pompeius dachte, er sei sicher, nachdem er dem Land entkommen war. Er glaubte nicht, dass die Matrosen ihn in seiner Verkleidung erkennen würden. Der Kapitän erkannte ihn jedoch und fühlte tiefes Bedauern, als er ihn so sah. Mit einem Blick und Gesten, die Überraschung und Trauer ausdrückten, winkte er Pompeius heran und befahl, das Boot sofort herabzulassen, um Pompeius an Bord zu bringen. Pompeius kam an Bord. Das Schiff wurde ihm übergeben, und alles wurde getan, um seine Bedürfnisse zu erfüllen, ihm Komfort zu bieten und ihn zu ehren. Das Schiff brachte ihn nach Amphipolis, einer Stadt in Makedonien in der Nähe des Meeres, nördlich und östlich von seinem Ausgangspunkt. Als Pompeius im Hafen ankam, schickte er Nachrichten an die Leute und bat sie, sich seiner Sache anzuschließen. Doch er ging nicht an Land und unternahm keine weiteren Schritte. Er blieb nur so lange auf dem Fluss in der Nähe von Amphipolis, bis er von Freunden an Land Geld und Vorräte bekommen hatte, und segelte dann weiter. Es ist unklar, ob er erfuhr, dass Caesar mit einer zu starken Streitmacht auf dem Weg war, dass die Leute ihn nicht unterstützten, oder ob die ganze Bewegung ein Trick war, um Caesar abzulenken und ihm eine sichere Flucht über das Meer zu ermöglichen. Pompeius' Frau Cornelia war auf der Insel Lesbos in Mytilene, nahe der Westküste Kleinasiens. Sie war sehr schön, klug und moralisch stark. Sie wusste viel über das Wissen der damaligen Zeit,
hatte jedoch nicht die üblichen Eigenheiten und Einstellungen, die oft bei gebildeten Frauen jener Zeit zu sehen waren. Pompeius hatte sie nach dem Tod von Julia, Caesars Tochter, geheiratet. Sie waren einander sehr zugetan. Pompeius schenkte ihr ein schönes Zuhause auf der Insel Lesbos. Sie lebte dort stilvoll, wurde für ihre Qualitäten geliebt und wegen des Ruhms ihres Mannes respektiert. Sie erhielt oft Nachrichten über seine Erfolge, die immer noch besser gemacht wurden, um sie glücklich zu machen. Von diesem hohen Niveau an Ehre und Glück änderte sich Cornelias Leben schnell. Das einzige Schiff von Pompeius kam in Mytilene an und brachte die Nachricht von der Niederlage ihres Mannes. Er kam auch, ein zerstörter und obdachloser Flüchtling. Das Treffen war traurig. Cornelia war schockiert und überwältigt. Pompeius war tief betroffen von der Katastrophe und besorgt über die Auswirkungen auf seine Frau und ihn selbst. Der Schmerz war mit einem Hauch von Freude vermischt. Ein Ehemann fühlt sich beschützt und sicher, wenn seine liebende Frau in schweren Zeiten bei ihm ist. Sie mag nicht viel tun können, aber ihre stille und fürsorgliche Unterstützung tröstet ihn. Cornelia beschloss, ihrem Mann auf eine große Weise zu helfen. Sie entschied sich, mit ihm zu gehen, wohin er auch ging. Gemeinsam sammelten sie schnell eine kleine Flotte, sammelten Vorräte und fanden Leute, die sich ihnen anschließen wollten. In dieser Zeit blieb Pompeius auf seinem Schiff im Hafen und ging nicht an Land. Vielleicht befürchtete er eine Falle oder eine Überraschung. Oder er wollte nicht, dass die Leute ihn in seinem traurigen Zustand sahen, nachdem sie ihn in seinem vergangenen Ruhm gekannt hatten. Schließlich, als alles bereit war, segelte er davon. Er fuhr entlang des Mittelmeers nach Osten und legte in Häfen an, die seiner Meinung nach ihn unterstützen würden. Gerüchte, dass Caesar ihn verfolgte, verbreiteten sich überall und verursachten Angst. Menschen in verschiedenen Regionen ergriffen Partei, einige für ihn und andere gegen ihn. Die Aufregung war so groß, dass er bei all seinen Handlungen sehr vorsichtig sein musste. Manchmal durfte er nicht landen. Andere Male hatte er nicht genug Freunde, um ihn zu schützen. Selbst wenn die Behörden behaupteten, freundlich zu sein, traute er ihnen nicht. Trotzdem bekam er etwas Geld und mehr Schiffe und Männer, bis er eine kleine Flotte hatte. Mehrere wichtige Männer, die für ihn gearbeitet hatten, als er erfolgreich war, blieben ihm jetzt treu. Sie bildeten eine Art Rat auf seinem Schiff, wo sie oft mit ihrem einst großen Führer über den besten Plan diskutierten. Sie entschieden, dass es am besten sei, in Ägypten Zuflucht zu suchen. Es schien keine andere Option zu geben. Der Rest der Welt stellte sich eindeutig auf die Seite Caesars. Jahre zuvor hatte Pompeius einem ägyptischen König geholfen, seinen Thron zurückzugewinnen, und viele seiner Soldaten blieben im Land. Der König war seitdem gestorben und hatte eine Tochter namens Kleopatra und einen jungen Sohn namens Ptolemaios hinterlassen. Ptolemaios und Kleopatra wurden von ihrem Vater zu gemeinsamen Thronerben gemacht. Doch die Minister von Ptolemaios hatten Kleopatra vertrieben, um allein zu regieren. Kleopatra stellte in Syrien eine Armee auf und war auf dem Weg nach Ägypten, um ihre Rechte zurückzufordern. Ptolemaios' Minister, zusammen mit Ptolemaios selbst, zogen ihr mit ihren Truppen entgegen. Sie erreichten Pelusium, die Grenzstadt zwischen Ägypten und Syrien an der Mittelmeerküste. Hier versammelten sich ihre Armeen in großen Lagern an Land, und ihre Schiffe und Transporte waren entlang der Küste verankert. Pompeius und seine Berater glaubten, dass die Regierung von Ptolemaios ihn als Freund willkommen heißen würde, weil er dem jungen Prinzenvater geholfen hatte. Sie vergaßen, dass Dankbarkeit keine politische Tugend ist. Die kleine Gruppe von Pompeius bewegte sich langsam über das Mittelmeer in Richtung Pelusium und Ptolemaios Lager. Als sie sich der Küste näherten, fühlten sich sowohl Pompeius als auch Cornelia sehr nervös. Sie schickten einen Boten, um den jungen König über Pompeius' Ankunft zu informieren und um seinen Schutz zu bitten. Die Regierung von Ptolemaios hielt eine Sitzung ab, um die Angelegenheit zu besprechen.
Viele Ideen wurden geäußert und viele Pläne wurden vorgeschlagen. Die endgültige Entscheidung war folgende: Wenn sie Pompeius aufnehmen, würde dies Caesar zu ihrem Feind machen. Wenn sie Pompeius ablehnen, würde Pompeius ihr Feind werden, und obwohl er jetzt schwach war, könnte er später Rache suchen. Daher war die klügste Wahl, ihn zu beseitigen. Sie planten, ihn an die Küste einzuladen und ihn bei seiner Ankunft zu töten. Dies würde Caesar glücklich machen, und Pompeius, der tot war, konnte sich nicht rächen. Tote Hunde, wie der Sprecher, der diesen schrecklichen Vorschlag machte, sagte, beißen nicht. Ein Ägypter namens Achillas wurde ausgewählt, um die geplante Ermordung durchzuführen. Pompeius wurde eingeladen, mit einem Sicherheitsversprechen an Land zu kommen. Als seine Flotte sich der Küste näherte, nahm Achillas ein paar bewaffnete Männer in einem kleinen Boot, um das Schiff von Pompeius zu treffen. Die Offiziere und Diener von Pompeius beobachteten alles vom Deck seines Schiffes aus. Sie achteten genau darauf, ob die Zeichen wahre Freundschaft oder Verrat zeigten. Die Zeichen sahen nicht gut aus. Die Freunde von Pompeius bemerkten, dass an Land keine Vorbereitungen getroffen wurden, um ihn mit den Ehren zu empfangen, die sie glaubten, dass er sie verdiente. Die Art und Weise, wie die Ägypter zu erwarten schienen, dass er landet, sah aus wie ein schlechtes Zeichen. Es gab nur ein kleines Boot für jemanden, der kürzlich die Hälfte der Welt kontrolliert hatte. Außerdem sahen sie, dass mehrere der Hauptschiffe von Ptolemaios ihre Anker lichteten und bereit waren, schnell zu manövrieren. Diese und andere Zeichen schienen eher wie Vorbereitungen, um einen Feind zu ergreifen, als um einen Freund zu begrüßen. Cornelia stand auf dem Deck von Pompeius' Schiff mit ihrem jungen Sohn und beobachtete die Szene mit großer Besorgnis. Die harten Soldaten um sie herum teilten ihre Sorge nicht. Sie wurde bald sehr verängstigt und bat ihren Mann, nicht an Land zu gehen. Aber Pompeius entschied, dass es zu spät war, um umzukehren. Er konnte den ägyptischen Schiffen nicht entkommen, wenn ihnen befohlen wurde, ihn zu stoppen, und er konnte sich nicht wehren, wenn sie ihn verletzen wollten. Etwas derartiges zu tun, hätte Misstrauen gezeigt. Wenn er vorsichtig gewesen wäre, hätte es ihn wie einen Feind aussehen lassen und die Ägypter provoziert. Er konnte den ägyptischen Schiffen nicht entkommen, wenn ihnen befohlen worden wäre, ihn aufzuhalten. Und selbst wenn er versucht hätte zu fliehen, wohin hätte er gehen sollen? Die ganze Welt war gegen ihn. Sein Feind verfolgte ihn mit all der Macht und den Ressourcen des römischen Reiches. Pompeius' einzige Hoffnung war, Zuflucht in Ägypten zu finden oder sich vollständig Caesar zu ergeben. Sein Stolz ließ ihn nicht kapitulieren, also entschied er sich, Ptolemäus zu vertrauen und abzuwarten, was geschehen würde. Das Boot von Achillas kam nah an die Galeere heran. Als es die Seite erreichte, begrüßten Achillas und die anderen Offiziere Pompeius mit großem Respekt und nannten ihn Imperator, den höchsten Titel in Rom. Achillas sprach Pompeius auf Griechisch an, der Sprache der Gebildeten im Osten damals. Er sagte, das Wasser sei zu flach, damit das Schiff von Pompeius näher an die Küste herankommen könne. Er lud Pompeius ein, in sein Boot zu steigen und versprach, ihn zum Strand zu bringen, wo der König bereits wartete. Pompeius, sehr beunruhigt, bereitete sich darauf vor, die Einladung anzunehmen. Er verabschiedete sich von seiner Frau, die fürchtete, sie könnten sich nie wiedersehen. 2 Zenturionen und 2 Diener begleiteten Pompeius und stiegen ins Boot. Pompeius folgte, und die Ruderer bewegten das Boot in Richtung Ufer. Die Menschen auf allen Schiffen in Pompeius' Geschwader und der ägyptischen Flotte beobachteten vom Deck aus. Soldaten und Gruppen von Männern am Ufer verfolgten die Landung ebenfalls aufmerksam. Unter den Männern, die Achillas für den Mord geschickt hatte, war ein römischer Offizier, der früher unter Pompeius gedient hatte. Als Pompeius im Boot saß, erkannte er diesen Mann und sagte: Ich glaube, ich erinnere mich, dass du früher mein Kamerad warst. Der Mann nickte nur. Von Schuldgefühlen über den Verrat, den er begehen würde, geplagt, wollte er nicht an die Tage denken, als er ein Freund von Pompeius war.
Die ganze Gesellschaft im Boot war sowohl von Ehrfurcht als auch von Angst über die schreckliche Tat, die sie begehen würden, erfüllt. Sie waren nicht in der Stimmung für ein Gespräch. Pompeius holte ein griechisches Manuskript einer Rede hervor, die er für den jungen König vorbereitet hatte, und las es leise. Sie fuhren schweigend weiter, hörten nur die Ruder im Wasser und die sanften Wellen am Ufer. Das Boot erreichte schließlich das Ufer. Cornelia blieb auf dem Deck und beobachtete alles voller Sorge. Einer der beiden Diener von Pompeius, namens Philippos, der sein Lieblingsdiener war, stand auf, um Pompeius beim Aussteigen zu helfen. Philippos reichte Pompeius die Hand, um ihm beim Aufstehen zu helfen. In diesem Moment kam der römische Offizier, den Pompeius als seinen früheren Kameraden erkannt hatte, von hinten heran und stach ihm in den Rücken. Gleichzeitig zogen Achillas und die anderen ihre Schwerter. Pompeius wusste, dass es vorbei war. Er blieb stumm und rief nicht um Hilfe, obwohl Cornelias Schrei am Ufer zu hören war. Pompeius ließ nur ein Stöhnen des Schmerzes hören. Er bedeckte sein Gesicht mit seinem Mantel, sank zusammen und starb. Jetzt herrschte Aufregung und Verwirrung. Nach der Tat verließen die Täter den Ort und nahmen den Kopf ihres Opfers mit, um ihn Caesar als Beweis vorzulegen. Die Offiziere, die sich noch auf der Flotte befanden, die Pompeius zur Küste gebracht hatte, segelten schnell davon und nahmen die verstörte Cornelia mit sich. Sie war von Trauer und Verzweiflung überwältigt. Philippos und seine übrigen Diener blieben am Strand, verwirrt und schockiert über den kopflosen Körper ihres Herrn. Menschenmengen kamen nacheinander, um das schreckliche Bild zu sehen. Sie schauten einen Moment lang schweigend zu und wandten sich dann entsetzt und bestürzt ab. Schließlich, als die anfängliche Aufregung ein wenig nachgelassen hatte, gelang es Philippos und seinen Freunden, ihre Fassung wieder zu erlangen. Sie begannen über den einzigen Trost nachzudenken, der ihnen noch blieb: die feierlichen Pflichten der Bestattung zu erfüllen. Sie fanden die Überreste eines Fischerbootes am Ufer und verwendeten das Holz, um einen einfachen Scheiterhaufen zu errichten. Sie verbrannten, was von dem verstümmelten Körper übrig war, sammelten die Asche, legten sie in eine Urne und schickten sie zu Cornelia, die sie später in Alba unter vielen bitteren Tränen beisetzte. Kapitel 9: Caesar und Kleopatra, Liebe und Krieg in Alexandria. Nachdem Caesar die Schlacht bei Pharsalos gewonnen hatte, betrachtete er das Schlachtfeld. Statt sich wie ein siegreicher General stolz zu fühlen, empfand er Mitleid mit den toten Soldaten, die auf dem Boden lagen. Caesar schaute eine Weile still und traurig auf die Szene und sagte dann: Obwohl sich die Römer gegenseitig zerstörten, ging Rom dennoch als Sieger hervor. Leider waren es meine sogenannten Freunde, die dies gewählt haben, und sie erlitten die Folgen. Sie haben mir eine Last hinterlassen, die ich für den Rest meines Lebens tragen muss. Und hörte auf, über seine Rolle in diesem Gemetzel nachzudenken. Er behandelte eine große Anzahl von Gefangenen freundlich, teils weil er von Natur aus großzügig war, teils um ihre Unterstützung für seine zukünftige Herrschaft zu gewinnen. Er schickte viele seiner Truppen zurück nach Italien und nahm eine Gruppe von Reitern mit, um schnell durch Thessalien und Makedonien zu ziehen und seinen fliehenden Feind zu verfolgen. Caesar hatte keine Marine, also blieb er an Land. Er wollte durch das Land marschieren, um jegliche Unterstützung für Pompeius zu verhindern. Er überquerte den Hellespont und bewegte sich entlang der Küste Kleinasiens. In Ephesos gab es einen berühmten und reichen Tempel, der Diana geweiht war und sehr beeindruckend war. Die Verantwortlichen wussten nicht, dass Caesar kam. Sie beschlossen, die Tempelschätze Pompeius zu übergeben, in der Erwartung, dass er sie zurückgeben würde, wenn er die Macht wiedererlangte. Es wurde eine Versammlung organisiert, um die Schätze offiziell zu übergeben und ihren Wert zu erfassen. Während dieser Zeremonie erfuhren sie, dass Caesar den Hellespont überquert hatte und sich näherte. Sie stoppten die Zeremonie und behielten die Schätze. Caesar reiste schnell durch Kleinasien.
Während er unterwegs war, hörte er Gerüchte über Pompeius' Bewegungen und überprüfte sie. Er fand heraus, dass Pompeius nach Zypern gegangen war und dachte, dass Pompeius vielleicht nach Ägypten unterwegs sei. Also beschloss Caesar, eine Flotte zu organisieren und Pompeius auf dem Seeweg zu folgen. Mit der Zeit verbreitete sich die Nachricht von Pompeius' Niederlage und Caesars Verfolgung in der Region. Die Herrscher der Region gaben Pompeius auf und unterstützten stattdessen Caesar. Sie boten ihm Hilfe und Ressourcen an. Caesar hielt nicht an, um eine große Flotte oder Armee zu organisieren. Wie Napoleon verließ er sich auf schnelles Handeln, nicht auf große Vorbereitungen. In Rhodos stellte er eine kleine, aber starke Flotte von 10 Schiffen zusammen und segelte mit seinen besten Truppen nach Ägypten. Pompeius landete in Pelusion an der Ostgrenze, weil er gehört hatte, dass der junge König und sein Hof dort waren, um den Einmarsch Kleopatras abzuwehren. Aber Caesar, der mutig und energisch war, ging direkt nach Alexandria, der Hauptstadt. Ägypten war damals ein Freund der Römer. Das Land behielt seine Regierung und sein Königtum, war aber eng mit Rom verbunden und damit Teil des römischen Imperiums. Als Caesar mit seiner Armee kam, wurde erwartet, dass er als Freund willkommen geheißen würde. Er fand nur die Soldaten vor, die von Ptolemäus' Regierung in der Stadt zurückgelassen worden waren. Zunächst begrüßten die Offiziere der Garnison ihn herzlich. Doch bald wurden sie verärgert, weil er sich benahm, als ob er das Sagen hätte, was sie als Bedrohung für die Autorität ihres eigenen Königs empfanden. Manchmal zeigen sich starke Gefühle des Ausgeschlossenseins und des Ärgers in Streitigkeiten über unbedeutende Dinge. Das war in diesem Fall so. Römische Konsuln trugen ein Abzeichen der Autorität, genannt Fasces. Es war ein Bündel von Ruten, die um den Griff einer Axt gebunden waren. Wenn ein Konsul in der Öffentlichkeit unterwegs war, wurde er von 2 Offizieren, den Liktoren, begleitet. Jeder Offizier trug ein Rutenbündel, genannt Fasces, als Zeichen der Autorität des Konsuls. Die ägyptischen Offiziere und Stadtbewohner stritten mit Caesar, weil er mit einer Leibwache und Liktoren unterwegs war, was seine Macht zeigte. Es kam zu Kämpfen zwischen seinen Soldaten und den Stadtwachen, was in den Straßen viele Probleme verursachte. Obwohl es keine großen Schlachten gab, beschloss Caesar, mehr Soldaten zu holen. Er sandte eine Nachricht nach Europa und bat um weitere Legionen, die nach Ägypten kommen und sich ihm anschließen sollten. Caesar erhielt die Nachricht vom Tod des Pompeius, als er in Alexandria war. Zusammen mit der Nachricht sandte Ptolemäus' Regierung Pompeius' Kopf, in der Annahme, dass Caesar dies schätzen würde. Caesar war jedoch entsetzt. Pompeius war viele Jahre lang Caesars Kollege und Freund gewesen, ebenso wie sein Schwiegersohn, was ihre Beziehung sehr eng und persönlich machte. Im Konflikt, der schließlich ausgetragen wurde, hatte Pompeius weder Caesar noch der Regierung in Rom Unrecht getan. Er war der Geschädigte, so sehr es in einem solchen Konflikt überhaupt ein richtig oder falsch geben konnte. Nachdem er von seinem siegreichen Feind um die Welt gejagt worden war, wurde er von Männern verraten und getötet, die vorgaben, ihn als Freund zu empfangen. Caesars natürlicher Sinn für Gerechtigkeit, der einst ein starker Teil seines Charakters war noch nicht ganz verschwunden. Er fühlte sich schuldig wegen der langen Geschichte von Gewalt und Unrecht gegenüber seinem alten Freund und Champion, die so schrecklich endete. Statt sich über die grausame Trophäe zu freuen, die ihm die Ägypter geschickt hatten, betrauerte er den Tod seines großen Rivalen mit wahrer und tiefer Trauer und war sehr wütend auf diejenigen, die ihn töteten. Pompeius hatte einen Ring am Finger, als er getötet wurde. Die ägyptischen Offiziere nahmen den Ring und andere wertvolle Gegenstände von ihm und übergaben sie Ptolemäus. Ptolemäus schickte den Ring an Caesar, um zu zeigen, dass Pompeius tot war. Caesar erhielt dieses Denkmal mit gemischten Gefühlen von Freude und Trauer und bewahrte es sicher auf.
Für den Rest seines Lebens zeigte er auf viele Arten großen Respekt für Pompeius Andenken. Heute gibt es unter den Ruinen von Alexandria eine schöne Säule von etwa 100 Fuß Höhe, bekannt als Pompeius-Säule. Sie besteht aus Stein und hat 3 Teile. Ein Stein bildet die Basis, ein weiterer ist der Mittelteil und ein dritter ist der obere Teil. Diese Säule ist schön, sehr gut gearbeitet und so alt, dass wir nicht wissen, wann sie gebaut wurde. Diese Eigenschaften haben sie zu einem Wunder gemacht, das seit vielen Jahrhunderten bewundert wird. Die genaue Geschichte ihres Ursprungs ist uns unbekannt, aber es gibt eine Überlieferung, die besagt, dass Caesar sie während seines Aufenthalts in Ägypten errichten ließ, um Pompeius' Namen zu ehren. Es ist unklar, ob dies zu Ehren von Caesars Sieg über Pompeius geschah oder um Pompeius' Charakter und militärischen Ruhm zu feiern. Es gibt sogar Zweifel daran, ob Caesar sie überhaupt errichten ließ. Während Caesars Aufenthalt in Alexandria ergaben sich viele von Pompeius' Offizieren, die nach Pompeius' Tod und ohne die Möglichkeit einer Neuformierung zu ihm überliefen. Er war sehr freundlich zu ihnen und ehrte, statt sie für den Kampf gegen ihn zu bestrafen, ihre Loyalität und Tapferkeit gegenüber ihrem früheren Anführer. Caesar hatte dieselbe Großzügigkeit gegenüber den Soldaten von Pompeius gezeigt, die er in der Schlacht bei Pharsalos gefangen genommen hatte. Am Ende der Schlacht sagte er seinen Soldaten, sie könnten jeweils einen Feind retten. Dies zeigte die Großzügigkeit und das kluge Denken des Eroberers. Die Soldaten, die während der Schlacht voller Hass und Rachegefühle waren, wechselten durch diesen Befehl schnell zu Mitgefühl und Wohlwollen. Die wilden Soldaten wechselten schnell vom Jagen ihrer besiegten Feinde zum Beschützen und Verteidigen derselben. Diese Veränderung ebnete den Weg dafür, dass sich die Feinde als Freunde und Brüder seiner Armee anschließen konnten. Caesar erlangte schnell eine starke Position in Alexandria. Er beschloss, seine Macht als römischer Konsul zu nutzen, um den Streit darüber, wer der nächste ägyptische Herrscher sein sollte, zu klären. Es fiel ihm leicht, Gründe zu finden, sich in die Angelegenheiten Ägyptens einzumischen. Zunächst argumentierte er, dass in Alexandria viel Chaos und Unordnung herrschten. Die Menschen standen in dem Streit leidenschaftlich auf verschiedenen Seiten, was es unmöglich machte, eine gute Regierung und öffentliche Ordnung wiederherzustellen, bis die Angelegenheit geklärt war. Er sagte auch, dass die ägyptische Regierung ihm Geld schuldete, dass Pothinus, Ptolemäus' Minister in Alexandria, nur sehr zögerlich zahlte. Dies führte zu Streitigkeiten und Spannungen. Schließlich entdeckte Caesar oder behauptete es entdeckt zu haben, dass Pothinus plante, ihn zu töten. Caesar beschloss zu handeln. Er befahl sowohl Ptolemäus als auch Kleopatra, ihre Armeen zu entlassen, nach Alexandria zu kommen und ihre Ansprüche ihm zur Entscheidung vorzulegen. Kleopatra stimmte dem Ruf zu und kehrte nach Ägypten zurück, um ihren Fall von Caesar entscheiden zu lassen. Ptolemäus entschied sich zu kämpfen. Er zog mit seiner Armee nach Ägypten, um Caesar und die Römer zu vertreiben. Als Kleopatra ankam, sah sie, dass ihre Feinde Caesars Quartier kontrollierten. Um zu ihm zu gelangen, riskierte sie es, gefangen genommen zu werden. Um heimlich hineinzukommen, nutzte sie einen Trick. Sie ließ sich in einen Teppich einwickeln und von einem Mann durch die Wachen tragen, die sie möglicherweise aufgehalten hätten. Caesar mochte diesen Plan und war froh, dass er funktionierte. Kleopatra war jung und schön, und Caesar verliebte sich schnell in sie, obwohl es falsch war. Kleopatra liebte ihn zurück. Caesar unterstützte sie und entschied, dass sie und Ptolemäus den Thron teilen sollten. Ptolemäus und seine Anhänger weigerten sich, diese Entscheidung zu akzeptieren. Dies führte zu einem langen und gewalttätigen Krieg. Ptolemäus war wütend, weil er glaubte, sein rechtmäßiges Königreich zu verlieren. Er war auch sehr verärgert über die Beziehung seiner Schwester zu Caesar.
Seine Aufregung und Sorge und die Bemühungen, die sie verursachten, brachten viele Menschen dazu, seine Sache stark zu unterstützen. Caesar befand sich in einem ernsthaften Kampf, bei dem sein Leben oft in großer Gefahr war und seine Macht auf dem Spiel stand, zerstört zu werden. Trotzdem stellte er sich allen Herausforderungen und Gefahren und setzte stur seinen Weg fort, angetrieben von seiner starken Bindung zu Kleopatra, als wäre er unter einem Zauber. Der Krieg, in den sich Caesar einmischte, um Kleopatra zu helfen, den ägyptischen Thron mit ihrem Bruder zu teilen, ist als Alexandrinischer Krieg bekannt. Dieser Krieg hatte viele ungewöhnliche und aufregende Ereignisse. Es gab einen berühmten Leuchtturm namens Pharos auf einer kleinen Insel in der Nähe des Hafens von Alexandria. Er war bekannt für seine großartige Bauweise und seine Lage am Eingang eines der größten Handelshäfen der Welt. Der Pharos wurde so berühmt, dass alle Leuchttürme jetzt Pharos genannt werden, so wie wir jedes große Problem einen gordischen Knoten nennen. Der Pharos war ein sehr hoher Turm, etwa 500 Fuß hoch. An seiner Spitze befand sich ein helles Licht, das aus 100 Meilen Entfernung über das Wasser hinweg zu sehen war. Der Turm hatte mehrere Ebenen, die jeweils mit Geländern, Balkonen und Säulen geschmückt waren. Am Tag beeindruckte die schöne Architektur genauso wie das helle Licht, das nachts von der Spitze strahlte. Über die stürmischen Gewässer des Mittelmeers leuchtete dieses Licht hell, es führte und begrüßte Seeleute. Dies war in der Antike sehr wertvoll, als sie keinen Kompass oder Sextanten hatten, um ihnen beim Navigieren zu helfen. Während des Kampfes mit den Ägyptern übernahm Caesar die Kontrolle über den Pharos und die Insel, auf der er stand. Der Pharos war eines der 7 Weltwunder, daher verbreitete sich die Nachricht schnell auf der ganzen Welt, auch wenn die militärische Aktion wahrscheinlich nicht außergewöhnlich war. Caesar wäre fast gestorben, als er während einer Schlacht im Hafen versuchte, einen Leuchtturm zu erobern. Er ging in solchen Kämpfen immer die gleichen Risiken und Gefahren ein wie seine Soldaten. Dies lag teilweise an seiner natürlichen Energie und Begeisterung, die durch die Aufregung der Schlacht immer gesteigert wurde, und teilweise an den militärischen Pflichten eines Kommandanten in jenen Tagen. Außerdem wollte Caesar Kleopatra beeindrucken, die alle seine Aktionen beobachtete. Sie bewunderte seinen Mut und sein Können noch mehr, weil er es für sie und ihre Sache tat. Der Pharos war auf einer Insel gebaut, die durch eine Brücke mit dem Festland verbunden war. Während eines Angriffs auf diese Brücke wurden Caesar und seine Anhänger von Feinden umzingelt. Ihre einzige Fluchtmöglichkeit war per Boot zu einem nahegelegenen Schiff. Alle versuchten gleichzeitig in das Boot zu steigen, was es überlud und es zu sinken drohte. Wenn ein überladenes Boot kentert, ertrinken die meisten Passagiere wahrscheinlich. In ihrer Panik greifen sie nacheinander, verheddern sich und ziehen sich gegenseitig nach unten. Caesar, als er die Gefahr erkannte, sprang ins Meer und schwamm zum Schiff. Er hielt einige Papiere in seiner linken Hand über das Wasser, während er mit der rechten Hand schwamm. Um seinen purpurnen Mantel, ein Symbol seiner Macht, zu behalten, griff er ihn mit den Zähnen und zog ihn beim Schwimmen durch das Wasser. Das Boot, das er verlassen hatte, sank bald mit allen an Bord. Während des Alexandrinischen Krieges ereignete sich eine große Katastrophe, die den Konflikt in die Geschichte berühmt machte: die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria. Die Ägypter waren für ihr Wissen bekannt, und mit Unterstützung einiger Könige hatten die Gelehrten von Alexandria eine riesige Sammlung von Schriften auf Pergamentrollen zusammengetragen. Es soll etwa 700.000 Rollen oder Bände gegeben haben. Jede einzelne wurde sorgfältig mit schöner Handschrift geschrieben, unter Verwendung einer Feder, und es kostete viel, sie herzustellen. Es ist kein Wunder, dass die Sammlung alle erstaunte. Sie enthielt die gesamte antike Literatur. Caesar verbrannte einige ägyptische Schiffe, die nahe der Küste lagen. Der Wind trug das Feuer zu den Gebäuden an der Anlegestelle. Das Feuer breitete sich auf die Paläste
und andere große Gebäude in diesem Teil der Stadt aus. Eines dieser Gebäude, das die Bibliothek beherbergte, brannte nieder. Keine andere Sammlung dieser Art existierte auf der Welt. Aufgrund dieser Katastrophe sind heute nur noch einzelne Teile der antiken Literatur und Wissenschaft erhalten geblieben. Die Welt wird diesen enormen Verlust immer bedauern. Trotz der vielen Schwierigkeiten während des Krieges in Alexandria gewann Caesar schließlich. Der junge König Ptolemäus wurde besiegt und ertrank, als er versuchte, über einen Teil des Nils zu fliehen. Caesar machte daraufhin Kleopatra und ihren jüngeren Bruder zu den Herrschern des Königreichs. Nachdem er noch einige Zeit in Ägypten verbracht hatte, kehrte er nach Rom zurück. Kleopatras spätere Abenteuer waren sehr romantisch und machten sie sehr berühmt. Gute Menschen führen ein glattes und glückliches Leben, aber ihre Geschichten sind für andere nicht sehr interessant. Im Gegensatz dazu bieten die Leben böser Menschen, die voller Elend und Verzweiflung sind, anderen viel Unterhaltung, weil ihre Geschichten dramatisch sind. Kleopatra lebte ein Leben voller Luxus und Elend. Sie besuchte Caesar in Rom, nachdem er dorthin zurückgekehrt war. Caesar empfing sie großartig und ehrte sie, aber das Volk von Rom missbilligte sie. Als ihr jüngerer Bruder den Caesar zu ihrem Mitregenten gemacht hatte, alt genug war, um zu regieren, vergiftete sie ihn. Nach Caesars Tod reiste sie von Alexandria nach Syrien, um Antonius zu treffen, einen von Caesars Nachfolgern. Sie benutzte ein sehr prunkvolles Schiff namens Kleopatras Barke. Dieses Schiff war so berühmt, dass viele schöne Boote seitdem nach ihm benannt wurden. Kleopatra verband sich mit Antonius, der ihrer Schönheit und ihrem Charme ebenso verfiel wie Caesar. Nach vielen Abenteuern wurde Antonius von seinem Rivalen Octavian in der Schlacht besiegt. In dem Glauben, Kleopatra habe ihn verraten, jagte er sie nach Ägypten, um sie zu töten. Sie versteckte sich in einem Grab und verbreitete das Gerücht, sie habe sich selbst getötet. In Verzweiflung stach sich Antonius selbst. Bevor er starb, fand er heraus, dass Kleopatra am Leben war und wurde zu ihr gebracht, wo er in ihren Armen starb. Kleopatra wurde von Octavian gefangen genommen. Der plante, sie nach Rom zu bringen, um sie in seiner Siegesparade zur Schau zu stellen. Müde von ihrem unruhigen Leben und um diese Schande zu vermeiden, beschloss sie, zu sterben. Bei einem großen Fest brachte ein Diener ihr eine Aspis, die in einer Blumenvase versteckt war. Sie legte die Schlange auf ihren nackten Arm und sie biss sie, wodurch sie sofort starb. Kapitel 10 Veni Vidi Vici, der Aufstieg des Kaisers von Rom. Obwohl Pompeius tot war und seine Armee zerstört, erkannte Caesar, dass das Imperium noch nicht vollständig unter seiner Kontrolle war. Während sich die Nachricht von seinen Siegen über die weiten römischen Territorien verbreitete, wurde die Wirkung seiner Macht schwächer. Menschen neigen dazu, ferne Bedrohungen weniger zu fürchten. Während Caesar in Ägypten war, bildeten sich 3 mächtige Gruppen gegen ihn in Kleinasien, Afrika und Spanien. Um diese starken Gegner zu besiegen, zeigte Caesar der Welt seine erstaunliche Schnelligkeit und sein Geschick im militärischen Handeln, was ihn als General berühmt machte. Er ging zuerst nach Kleinasien und kämpfte dort eine große und wichtige Schlacht. Sein Angriff war so schnell und überraschend, dass seine Feinde besiegt waren, bevor sie überhaupt wussten, dass er in der Nähe war. In den Memoiren, die er nach diesem Krieg schrieb, machte er die folgende Bemerkung über die Schlacht: Veni, Vidi, Vici. Obwohl es schwer in eine andere Sprache zu übersetzen ist, bedeutete es: Ich kam, ich sah, ich siegte. Die einzigartige Wirkung und Alliteration im Original haben diesen Satz weltweit in lateinischer Sprache berühmt gemacht. In der Zwischenzeit machte Caesars Erfolg ihn in Rom sehr beliebt. Rom war stark auf das Geld und die Ressourcen angewiesen, die die Militärführer aus den von ihnen verwalteten Provinzen zurückbrachten.
Je erfolgreicher die Eroberer waren, desto qualifizierter waren sie für hohe Positionen in der Stadt. Sie machten Caesar zum Diktator, auch als er abwesend war, und wählten Marcus Antonius zu seinem Assistenten. Dies ist derselbe Antonius, der nach Caesars Tod bei Kleopatra war. Rom war voller Geschichten über Caesars Errungenschaften, und als er die Adria überquerte und sich der Stadt näherte, bewunderten und lobten ihn alle. Doch er konnte sich noch nicht in Rom niederlassen. Eine große Armee wurde gegen ihn in Afrika von Cato gesammelt, einem harten und starrköpfigen Mann, der schon lange gegen Caesar war. Cato sah Caesar als einen Usurpator und Feind der Republik und war entschlossen, ihn bis zum Ende zu bekämpfen. Eine große Armee wurde in Spanien von Pompeius 2 Söhnen angeführt. Ihr Hass war stark, weil sie Rache für den Tod ihres Vaters wollten. Caesar beschloss, zuerst nach Afrika zu gehen. Nach dem Sieg über Cato plante er, nach Spanien zu gehen. Bevor er diese Reisen antreten konnte, stand er vor ernsten Problemen, weil seine Armee sehr unzufrieden war und schließlich rebellierte. Die Soldaten sagten, sie hätten nicht die Belohnungen und Ehrungen erhalten, die Caesar ihnen versprochen hatte. Einige wollten Jobs, andere wollten Geld und wieder andere Land, das sie nach der Kampagne zu bekommen glaubten. Die Soldaten waren von ihrem Erfolg übermäßig begeistert und erstaunt über die immense Macht ihrer Generäle in Rom. Sie hatten wilde und unrealistische Hoffnungen für sich selbst. Trotz des Lobes, das sie von ihren Generälen erhielten, waren Soldaten letztendlich nur niederrangige Sklaven. Die berühmte 10. Legion, Caesars Lieblingsgruppe, spielte eine Schlüsselrolle bei der Entfachung dieser Probleme. Das war zu erwarten, denn das Lob und die Aufmerksamkeit, die Caesar ihnen schenkte, steigerte zuerst ihren Ehrgeiz und Mut, machte sie aber schließlich eitel, selbstherrlich und unvernünftig. Angeführt von der 10. Legion rebellierte die ganze Armee. Sie verließen ihr Lager außerhalb Roms und marschierten auf die Stadt zu. Meuternde Soldaten, selbst mit ihren Unteroffizieren an der Spitze, sind schwer zu kontrollieren. Diese römischen Soldaten, die sich von ihren üblichen Regeln befreit fühlten, verursachten auf dem Weg viele Probleme und verbreiteten Angst. Die Bewohner der Stadt hatten große Angst, als die große Gruppe wie eine mächtige Lawine auf sie zukam. Die Armee erwartete etwas Widerstand an den Toren. Wenn sie auf Widerstand stießen, waren sie bereit, damit umzugehen. Nachdem sie in die Stadt eingetreten waren, wollten sie Caesar finden und um Entlassung aus seinem Dienst bitten. Sie wussten, dass er sofort nach Afrika gehen musste und dachten, er könnte es nicht ohne sie tun. Wenn sie um Entlassung baten, würde er sie bitten zu bleiben und allen ihren Forderungen zustimmen. Das war ihr Plan. Doch die Kündigung eines Jobs, um die andere Partei zum Einlenken zu zwingen, ist immer riskant. Wir überschätzen oft, wie sehr unsere Arbeit geschätzt wird und verwechseln freundliche oder höfliche Worte von Freunden mit der wahren Meinung der Öffentlichkeit. Infolgedessen sind die Leute, die ein Rücktrittsangebot machen, oft überrascht, wenn ihre Kündigungen schnell akzeptiert werden. Als Caesars Soldaten an den Toren ankamen, trafen sie auf keinen Widerstand. Stattdessen erhielten sie von Caesar den Befehl, alle ihre Waffen außer ihren Schwertern abzulegen und in die Stadt einzutreten. Sie befolgten diese Anweisungen. Als nächstes wurden sie angewiesen, auf das Marsfeld zu gehen, einen großen Paradeplatz innerhalb der Stadt, und dort auf weitere Befehle von Caesar zu warten. Caesar traf sie auf dem Marsfeld und fragte, warum sie ihr Lager ohne Befehl verlassen und in die Stadt gekommen waren. Sie antworteten wie geplant, dass sie den öffentlichen Dienst verlassen wollten. Zu ihrer Überraschung fand Caesar diese Bitte normal und stimmte schnell zu. Er sagte, sie würden sofort entlassen und am Ende des Krieges alle versprochenen Belohnungen für ihre langen und harten Dienste erhalten. Gleichzeitig sagte er, dass es ihm sehr leid tue, dass sie ihre Pflichten als Römer vergessen und die Disziplin gebrochen hätten, die jeder Soldat immer einhalten sollte. Besonders bedauerte er,
dass die 10. Legion, der er immer vertraut hatte, daran beteiligt gewesen war. In dieser Rede sprach Caesar freundlich und respektvoll zu seinen Männern und nannte sie Quirites statt Soldaten. Dies war eine ehrenvolle Art, sie als Mitglieder der römischen Gemeinwesen anzusprechen. Das Ergebnis war vorhersehbar. Die gesamte Armee wollte zu ihrer Pflicht zurückkehren. Sie schickten Vertreter zu Caesar und baten, im Dienst zu bleiben und mit ihm nach Afrika zu gehen. Nach langer Verzögerung stimmte Caesar zu, sie wieder zu treffen, außer der 10. Legion. Er sagte, er traue ihnen nicht mehr. Interessanterweise wollte die 10. Legion nicht von Caesar weggehen, was zeigte, wie loyal seine Soldaten ihm gegenüber waren. Sie folgten Caesar bereitwillig nach Afrika und baten ihn wiederholt, sie anzunehmen. Schließlich tat er es, fügte sie seiner Armee hinzu oder schickte sie auf entfernte Missionen. Allerdings reorganisierte er sie nie wieder als die 10. Legion. Es war Spätwinter, eine stürmische Zeit für die Überquerung des Mittelmeers. Caesar verließ Rom sofort, ging nach Süden nach Sizilien und lagerte am Ufer, bis die Flotte bereit war, seine Truppen nach Afrika zu bringen. Wie üblich war das Glück auf seiner Seite in den afrikanischen Feldzügen. Seine Flotte stand bei der Überfahrt über das Meer großen Gefahren gegenüber, aber dank seiner sorgfältigen Planung und Geschicklichkeit vermied er sie alle. Er überwand jede militärische Herausforderung, der er in Afrika begegnete. Seine Armee war während des Winters harten Bedingungen und Erschöpfung ausgesetzt, als sie gegen eine große feindliche Streitmacht unter der Führung von Cato kämpfte. Trotz dieser Herausforderungen gelang es ihnen, in all ihren Bemühungen erfolgreich zu sein. Cato zog sich schließlich mit seinen verbliebenen Truppen in die Stadt Utica zurück. Als Caesar sich näherte, erkannte Cato, dass er die Stadt nicht verteidigen konnte. Da er eine Kapitulation gegenüber jemandem, den er als Verräter ansah, nicht akzeptieren konnte, fand er einen endgültigen Weg, seinem Eroberer zu entkommen. Er tat so, als würde er aufgeben, die Stadt zu verteidigen, und begann, die Flucht seiner Soldaten über das Meer zu organisieren. Er sammelte Schiffe im Hafen und ließ jeden, der das Risiko der rauen Gewässer eingehen wollte, an Bord gehen. Er schien sehr am Einschiffungsprozess interessiert zu sein und schickte, als der Abend näher rückte, immer wieder Nachrichten an die Küste, um nach dem Wind und dem Fortschritt zu fragen. Schließlich ging er in sein Zimmer und legte sich, als das Haus still war, auf sein Bett und stach sich mit seinem Schwert in den Bauch. Die Wucht des Stoßes oder eine Krampfreaktion auf die Wunde ließ ihn vom Bett fallen. Sein Sohn und seine Diener hörten den Sturz, eilten herein und versuchten, die Blutung zu stoppen, aber Cato wehrte sich. Sobald er merkte, was sie vorhatten, kämpfte er dagegen an. Da sie erkannten, dass das Kämpfen die Sache nur verschlimmerte und sein Leben schneller beenden würde, ließen sie ihn bluten. Wenige Minuten später starb er. Catos Selbstmord ist einer der bekanntesten in der Geschichte, wegen seines Charakters und der Situation. Wenn er sich seinem Eroberer ergeben hätte, was er ehrenvoll hätte tun können, da er keine Mittel zum Widerstand hatte, hätte Caesar ihn freundlich behandelt und nach Rom gebracht. Da Caesar 1 oder 2 Jahre später starb, hätte Catos großer Einfluss und Macht genutzt werden können, um seinem Land zu helfen. Nach dem Afrikafeldzug kehrte Caesar nach Rom zurück. Dann ging er nach Spanien, um gegen die Söhne des Pompeius zu kämpfen. Auch dort gewann er. Der älteste Sohn wurde in der Schlacht verwundet und auf einer Bahre weggetragen, fast dem Tod nahe. Er erholte sich ein wenig und versteckte sich in einer Höhle, um den Soldaten Caesars zu entkommen, aber er blieb dort eine Weile lang leidend. Sein Kopf wurde von seinen Gefangenen abgeschnitten und Caesar geschickt, so wie der seines Vaters. Der jüngere Sohn entkam, wurde aber zu einem elenden Flüchtling und Gesetzlosen. Jeglicher Widerstand gegen Caesar in Spanien endete. Caesar kehrte als unangefochtener Herrscher der römischen Welt nach Rom zurück. Dann kamen seine Triumphe.
Dies waren große Feierlichkeiten für Militärhelden in der Römerzeit, um ihre Siege zu markieren, wenn sie in die Stadt zurückkehrten. Caesar hatte 4 große Siegesparaden, eine für jede seiner großen Kampagnen in Ägypten, Kleinasien, Afrika und Spanien. Jede wurde an einem anderen Tag abgehalten, mit mehreren Tagen dazwischen, um sie bedeutender erscheinen zu lassen und das Interesse der Bürger der Stadt aufrechtzuerhalten. An einem dieser Tage brach der Triumphwagen, in dem Caesar fuhr, der prächtig geschmückt war, auf dem Weg zusammen, und Caesar wurde beinahe durch den Schock aus dem Wagen geworfen. Die lange Parade von Wagen, Pferden, Elefanten, Fahnen, Bannern, Gefangenen und Trophäen hielt an, was eine große Verzögerung verursachte. Die Nacht brach herein, bevor der Zug in die Stadt einziehen konnte. Caesar, bekannt dafür, Probleme in Vorteile zu verwandeln, beschloss, die 40 Elefanten als Fackelträger zu verwenden. Die Prozession zog durch die Straßen und hinauf zum Kapitol, beleuchtet von den Elefanten, die mit ihren Rüsseln Fackeln trugen und sie über der Menge schwangen. In diesen Paraden wurde alles gezeigt, was das besiegte Land symbolisieren oder eine Siegestrophäe darstellen konnte. Fahnen und Banner, die dem Feind abgenommen wurden, Gold- und Silbergegenstände und andere Schätze wurden in Wagen getragen. Traurige Gefangene wurden in offenen Kutschen gebracht oder liefen betrübt zu Fuß, wobei einige nach der Parade zur Hinrichtung bestimmt waren. Es gab Ausstellungen von Waffen, Werkzeugen, Kleidern und anderen Gegenständen, um der römischen Menge eine Vorstellung von den Sitten und Gebräuchen der entfernten eroberten Nationen zu vermitteln. Die Tiere, die sie benutzten, wurden mit ihrer Ausrüstung gezeigt. Diese und viele andere Trophäen und Symbole wurden hinzugefügt, um die Menge zu beeindrucken und das Spektakel noch großartiger zu machen. Römische Generäle arbeiteten während weit entfernter und gefährlicher Expeditionen immer hart daran, Preise zu erbeuten, die ihre Triumphe am Ende beeindruckender machen würden. In Caesars Triumphen war Kleopatras junge Schwester Teil der ägyptischen Parade. In der Parade von Kleinasien gab es ein großes Banner mit den Worten Veni, Vidi, Vici. Es gab auch große Gemälde, die Schlachten und andere wichtige Szenen zeigten. Rom war während der Ausstellung sehr aufgeregt. Menschen aus den umliegenden Gebieten kamen, um sie zu sehen. Caesars Größe wurde allen deutlich gezeigt. Nach diesen Erfolgen fanden viele öffentliche Veranstaltungen statt. Über 20.000 Tische wurden für die Menschen der Stadt aufgestellt. Es gab alle Arten von Shows, darunter Theaterstücke, Pferdevorführungen, Gladiatorenkämpfe, Kämpfe mit wilden Tieren, Tänze, Wagenrennen und mehr. Diese Veranstaltungen sollten eine Bevölkerung unterhalten, die in den Künsten fortgeschritten war, aber im Herzen noch grausam. Einige Geschichten über das große Ausmaß dieser Veranstaltungen scheinen unglaublich. Zum Beispiel heißt es, dass ein riesiges Becken in der Nähe des Tiber gebaut wurde, groß genug, um 2 Flotten von Galeeren aufzunehmen. Jede Flotte hatte 2000 Ruderer und 1000 Kämpfer. Diese Flotten waren mit Gefangenen besetzt, die eine aus Asiaten und die andere aus Ägyptern. Als alles bereit war, wurden sie gezwungen, eine echte Schlacht zur Unterhaltung der Zuschauer an den Ufern zu kämpfen. Viele wurden getötet und das Wasser des Sees färbte sich rot vor Blut. Das Forum und die nahegelegenen Straßen, in denen die wichtigsten Gladiatorenspiele stattfanden, waren mit Seidenschirmen bedeckt, um die Menge vor der Sonne zu schützen. Tausende von Zelten wurden für Menschen vom Land aufgestellt, weil die Gebäude der Stadt sie alle nicht aufnehmen konnten. Jeder Widerstand gegen Caesars Herrschaft verschwand. Selbst der Senat wetteiferte mit dem Volk, um ihn zu ehren. Bis dahin war die höchste Macht von 2 jährlich gewählten Konsuln ausgeübt worden. Das römische Volk war sehr vorsichtig, jemandem ein höheres Amt zu geben als eine gewählte einjährige Amtszeit, nach der die Person ins Privatleben zurückkehren sollte. Sie machten Caesar für 10 Jahre zum Konsul
und dann zum Diktator auf Lebenszeit. Sie gaben ihm den Titel Vater des Vaterlandes. Der Monat, in dem er geboren wurde, wurde in Julius umbenannt, und wir verwenden diesen Namen noch heute. Er wurde auch zum Oberbefehlshaber aller Armeen ernannt, ein Titel, der im Lateinischen als Imperator ausgedrückt wird. Caesar war sehr zufrieden mit all den großen Zeichen seiner Größe und seines Ruhms. Er war auch erfreut über kleinere Zeichen der Achtung der Menschen. Statuen von ihm wurden in öffentlichen Gebäuden aufgestellt und in Prozessionen getragen, ähnlich wie die der Götter. Prunkvolle und dekorierte Sitze wurden für ihn an allen öffentlichen Orten angefertigt. Er saß auf diesen Sitzen, um Debatten zuzuhören oder Vorstellungen zu sehen, als säße er auf einem Thron. Er kontrollierte alle Stellenbesetzungen, entweder durch seinen Einfluss oder seine Macht. In allem außer im Namen war er ein Herrscher und absoluter König. Er wollte die Dankbarkeit, die das römische Volk für das, was er bereits getan hatte, empfand, noch weiter steigern. Sie waren ihm tatsächlich sehr dankbar, denn indem er Roms Kontrolle ausweitete und mehr Einnahmen aus den eroberten Gebieten sicherte, hatte Caesar Roms Ressourcen und Macht erheblich gestärkt. Nachdem seine Eroberung beendet war, konzentrierte er sich auf die inneren Angelegenheiten des Reiches. Er nahm viele Verbesserungen in der Verwaltung vor, prüfte alles sorgfältig und wendete systematische Prinzipien überall an. Eine wichtige Änderung, die er vornahm, wirkt sich noch heute auf Europa aus: die Art und Weise, wie wir die Zeit einteilen. Der Kalender, der zu seiner Zeit verwendet wurde, passte nicht zum jährlichen Zyklus der Sonne, sodass sich im Laufe der Zeit Wintermonate in den Sommer verschoben und Sommermonate in den Winter. Dies verursachte viele Probleme. Wenn zum Beispiel ein Gesetz verlangte, dass etwas in bestimmten Monaten geschehen sollte, wobei davon ausgegangen wurde, dass es im Sommer ist, der Monat sich jedoch im Winter herausstellte, würde das Gesetz dann verlangen, dass die Aufgabe in der falschen Jahreszeit erledigt wird. Caesar reparierte den Kalender, indem er ein neues System schuf. Es hatte 365 Tage in einem Jahr für 3 Jahre und 366 Tage im 4. Jahr. Dieses System war so genau, dass es 1600 Jahre lang unverändert blieb. Später stellte sich heraus, dass die Monate um 11 Tage abwichen, sodass eine neue Korrektur vorgenommen wurde. Jetzt dauert es 3000 Jahre, bis sich der Fehler auf einen Tag summiert. Caesar beauftragte einen griechischen Astronomen mit der Erstellung des Kalenders, den er sich wünschte. Aufgrund dieser Verbesserung wurde einer der Monate Juli genannt. Vorher hieß er Quintilis. Caesar hatte viele große und beeindruckende Pläne. Er wollte in der Stadt öffentliche Gebäude errichten, die prächtiger sein sollten als alle anderen der Welt. Er begann, riesige Bibliotheken anzulegen und plante, die pontinischen Sümpfe trockenzulegen. Er wollte mit einem Aquädukt viel Wasser in die Stadt bringen, eine neue Route für den Tiber von Rom bis zum Meer schaffen und einen großen künstlichen Hafen an dessen Mündung anlegen. Er plante, eine Straße entlang der Apenninen zu bauen, einen Kanal durch den Isthmus von Korinth zu graben und andere große Projekte zu schaffen, um Rom zum Handelszentrum der Welt zu machen. Kurz gesagt, er hatte große Ideen und sammelte alles, was nötig war, um sie zu verwirklichen. Kapitel 11: Die Verschwörung: Wie Caesars Herrschaft endete. Caesars Größe endete plötzlich und gewaltsam. Die Details seines Attentats waren außergewöhnlich und machten das Ende seiner Geschichte ebenso dramatisch wie den Rest. Sein Erfolg und seine Macht weckten bei manchen Menschen heimlichen Neid und Zorn. Diejenigen, die nicht in den Genuss seiner Gunst kamen, beschwerten sich. Ehemalige Rivalen hassten ihn dafür, dass er gegen sie gewonnen hatte. Einige Gruppen in Rom hegten ein starkes Gefühl für die Demokratie und wollten keinen Herrscher. Die Regierungsgewalt im römischen Gemeinwesen wurde nie von allen geteilt.
Nur bestimmte privilegierte Klassen besaßen diese Macht. Innerhalb dieser Klassen wurden jedoch die Regierungsrollen aufgeteilt, um unterschiedliche Interessen auszugleichen und sicherzustellen, dass jeder einen fairen Anteil an Einfluss und Autorität hatte. Es gab oft große Kämpfe und Konflikte zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft, weil einige Gruppen versuchten, die Rechte oder Privilegien anderer zu übernehmen. Diese Kämpfe endeten in der Regel damit, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Keine einzelne Gruppe konnte jemals die vollständige Kontrolle übernehmen, und deshalb nannten sie ihr System eine Republik. Doch Caesar hatte alle wichtigen Machtpositionen an sich gerissen, und die Leute begannen zu vermuten, dass er sich selbst zum König machen wollte, sowohl namentlich als auch insgeheim. Die Römer hassten die Vorstellung, einen König zu haben. In der frühen Geschichte hatten sie Könige, doch diese wurden wegen ihres Stolzes und ihrer Unterdrückung verhasst. Das Volk stürzte und verbannte sie. Moderne europäische Nationen haben dasselbe mehrmals getan, doch sie fühlten sich oft ungeschützt ohne einen persönlichen Herrscher und stellten nach ein paar Jahren normalerweise einen Zweig der verbannten königlichen Familie wieder her. Die Römer waren entschlossener und standhafter. Sie verwalteten ihr Reich 500 Jahre lang als Republik. Trotz interner Konflikte und endloser Streitigkeiten hassten sie fest und einhellig jede königliche Autorität. Kein ehrgeiziger oder mächtiger Staatsmann, General oder Eroberer in ihrer Geschichte wagte es jemals, sich König zu nennen. Bald gab es Anzeichen dafür, dass Caesar, der bereits königsgleiche Macht besaß, den Titel eines Königs anstrebte. Ehrgeizige Menschen übernehmen nicht offen königliche Titel und Symbole. Stattdessen schlagen andere es für sie vor, während sie es leise leugnen, um zu sehen, wie die Öffentlichkeit reagiert. Hier sind einige Ereignisse, die darauf hindeuteten, dass Caesar einen solchen Plan gehabt haben könnte. In einigen öffentlichen Gebäuden gab es Statuen von Königen. Die Römer mochten es nicht, von Königen regiert zu werden, aber sie respektierten und bewunderten Könige aus anderen Ländern. Sie ehrten die Errungenschaften dieser Könige und fertigten Statuen an, um deren Ruhm zu bewahren. Den Römern war es egal, wenn Könige andere Orte regierten, nur nicht Rom. Das heutige amerikanische Gefühl ist ähnlich. Wenn die Königin von England dieses Land besuchte, würde sie viel Aufmerksamkeit und Ehre erhalten, genauso wie in ihrem eigenen Land. Wir respektieren die Geschichte ihrer königlichen Familie, bewundern ihre Regierung und sind beeindruckt von ihrem Reich. Wir halten auch viel von ihrer Macht und Autorität. Diese Gefühle wären bei jeder besonderen Gelegenheit sehr deutlich. Wir möchten, dass sie weiterhin über die Engländer herrscht. Aber es würde immer noch viel Kraft erfordern, um hier eine Königin auf den Thron zu setzen. Königliche Macht wurde in Rom hochgeachtet, wie anderswo auch. Sie war auch sehr verlockend für diejenigen, die Macht wollten, weil das Volk fest entschlossen war, niemandem zu erlauben, sie zu nutzen. Es gab in Rom Statuen von Königen. Caesar stellte seine Statue unter ihnen auf. Einige Leute mochten das, andere nicht. Es gab ein öffentliches Theater in der Stadt. Regierungsbeamte hatten dort besondere Sitze, wobei die Sitze des Senats höher und wichtiger waren als die anderen. Caesar ließ einen besonderen Sitz für sich anfertigen, der wie ein Thron aussah. Er schmückte ihn prächtig mit Gold und machte ihn dadurch auffälliger als alle anderen Sitze. Er stellte auch einen ähnlichen Thron in den Senatssaal für sich, genau wie der König von England einen Thron im House of Lords hat. Er hielt viele öffentliche Feiern und Triumphe in der Stadt ab, um seine Errungenschaften zu feiern. Bei einer Gelegenheit kam der Senat zu ihm in einen Tempel, um Dekrete zu seinen Ehren zu verkünden. Riesige Menschenmengen versammelten sich, um zuzusehen. Caesar saß in einem prächtigen Stuhl, fast wie auf einem Thron, umgeben von Offizieren und Dienern. Als der Senat ankam, stand Caesar nicht auf, um sie zu begrüßen, sondern blieb sitzen, wie ein König, der seine Untertanen empfängt.
Dieses Ereignis schien unbedeutend, ließ aber Caesars Ambitionen erkennen, zog große Aufmerksamkeit auf sich und verursachte viel Aufregung. Die Tat war geschickt inszeniert, um unklar zu bleiben, damit sie am nächsten Tag je nach öffentlicher Meinung unterschiedlich erklärt werden konnte. Einige sagten, Caesar habe aufstehen wollen, aber wurde von den Menschen um ihn herum davon abgehalten. Andere sagten, ein Offizier habe ihn aufgefordert aufzustehen, aber er habe die Stirn gerunzelt und sei sitzen geblieben. Auf diese Weise, auch wenn er den römischen Senat wie deren Herrscher empfangen hatte, blieben seine Absichten unklar, um plötzlichen Widerstand zu vermeiden. Kurz darauf kehrte er von einem großen Fest zurück. Die Straßen waren überfüllt und viele Menschen jubelten ihm zu. Ein Mann ging zu seiner Statue und setzte ihr eine Lorbeerkrone mit einem weißen Band auf den Kopf. Das weiße Band war ein Symbol der Königswürde. Einige Offiziere befahlen, das Band zu entfernen und schickten den Mann ins Gefängnis. Caesar war sehr unzufrieden mit den Offizieren und entließ sie aus ihren Positionen. Er sagte, er wolle selbst die Gelegenheit haben, solche Ansprüche abzulehnen und nicht, dass andere dies für ihn tun. Caesars Dementis waren schwach und die Menschen trauten ihm nicht viel. Infolgedessen wurde immer häufiger sein Name mit königlichen Titeln und Symbolen in Verbindung gebracht. Diejenigen, die ihm gefallen wollten, nannten ihn in der Öffentlichkeit Rex, das lateinische Wort für König. Er antwortete, dass sein Name Caesar sei, nicht Rex, zeigte jedoch sonst keine Anzeichen von Missfallen. Bei einer wichtigen Gelegenheit setzte ein hochrangiger Beamter, der mit Caesar verwandt war, ihm immer wieder eine Krone auf den Kopf. Jedes Mal nahm Caesar sie sanft ab. Schließlich schickte er die Krone in einen nahegelegenen Tempel und sagte, dass der einzige König in Rom Jupiter sei. Kurz gesagt, er wollte, dass es so aussieht, als würde das Volk ihm die Krone anbieten, während er sie ständig ablehnte. Diese Situation verursachte viel verborgene Aufregung in der Stadt. Es bildeten sich Gruppen. Einige wollten Caesar zum König machen, andere waren bereit, ihr Leben zu riskieren, um dies zu verhindern, aber niemand teilte offen seine Gefühle. Sie verwendeten heimliche Blicke und Andeutungen, um ihre Gedanken zu zeigen. Als Caesar nicht aufstand, um den Senat zu begrüßen, verließen viele Mitglieder leise den Raum und wirkten beleidigt. Als eine Krone auf seine Statue oder seinen Kopf gesetzt wurde, jubelten einige Leute laut. Aber als er diese Handlung ablehnte, jubelten andere genauso laut. Insgesamt wurde der Glaube stärker, dass Caesar langsam darauf zusteuerte, König zu werden. Caesar sprach oft demütig über seine Ambitionen. Wenn Leute seine Pläne ablehnten, bot er Entschuldigungen oder Erklärungen an, um seine Absichten zu leugnen. Als er sich wie ein König mit dem Senat traf und sie ihm zu Ehren Dekrete verlasen, sagte er ihnen, dass es eher nötig sei, seine öffentlichen Ehrungen zu verringern, als sie zu erhöhen. Als er sah, wie viel Aufmerksamkeit seine Handlungen bekamen, erklärte er, dass er sitzen geblieben sei, weil ihm beim Aufstehen schwindelig werde, aufgrund seiner Gesundheit. Er dachte wahrscheinlich, diese Entschuldigung würde die starken und unruhigen Leute um ihn herum beruhigen, die seine größte Bedrohung waren, ohne die Wirkung seiner Handlungen auf die breite Öffentlichkeit zu verändern. Er wollte, dass sie sich daran gewöhnten, ihn als Anführer zu sehen. Gleichzeitig versuchte er, gegenüber seinen engen Vertrauten demütig zu bleiben, um den Neid seiner mächtigen Rivalen zu vermeiden. Wenn das sein Plan war, schien er sich erfolgreich in Richtung Vollendung zu bewegen. Die Stadtbevölkerung schien sich mehr an die Vorstellung zu gewöhnen, dass Caesar König werden würde. Die anfängliche Opposition schien abzunehmen. Oder zumindest waren die Menschen weniger offen dagegen, was es weniger gefährlich machte. Schließlich kam die Zeit, in der es sicher schien, das Thema im römischen Senat anzusprechen. Das war riskant, wurde aber sehr geschickt und klug gehandhabt.
In Rom und an vielen anderen Orten zu dieser Zeit gab es Bücher, die als die sibyllinischen Orakel bekannt waren und von denen die Menschen glaubten, dass sie die Zukunft vorhersagen würden. Einige dieser alten und wichtigen Bücher wurden in den Tempeln in Rom aufbewahrt. Eine Gruppe von Wächtern kümmerte sich um sie und konsultierte sie bei wichtigen Ereignissen, um Ergebnisse vorherzusagen. Zu dieser Zeit führten die Römer Krieg gegen die Parther, eine reiche und mächtige asiatische Nation. Caesar bereitete sich auf eine Reise in den Osten vor, um zu versuchen, die Parther zu besiegen. Er befahl, dass die sibyllinischen Orakel überprüft werden sollten. Die Beamten, nach einer Überprüfung mit den üblichen Zeremonien, sagten dem Senat, dass die Prophezeiungen besagten, dass die Parther nur von einem König besiegt werden könnten. Ein Senator schlug vor, Caesar während des Krieges zum König zu machen. Es gab zunächst keine schnelle Entscheidung über diese Idee. Es war riskant, irgendetwas zu sagen. Die Menschen waren still und ernst, als ob etwas Großes geschehen würde. Niemand wusste, was andere dachten, also teilten sie ihre Pläne nicht. Bald wurde klar, dass Caesars Freunde ihn zum König krönen wollten, und sie wählten den 15. März, bekannt als die Iden des März, für die Krönung. In der Zwischenzeit schienen Caesars Feinde äußerlich ruhig und gelassen, waren aber heimlich aktiv. Sie erkannten, dass Caesars Pläne fertig waren und sie ihn nicht offen aufhalten konnten. Also planten sie, Caesar zu töten, um seine Ambition ein für allemal zu beenden. Der ursprüngliche Anführer dieses Komplotts war Cassius. Cassius war Caesars Rivale und Feind für lange Zeit. Er war ein sehr leidenschaftlicher und furchtloser Mann, der es liebte, Macht zu haben, aber hasste, kontrolliert zu werden. Wie viele Römer verabscheute er es, unter der Autorität eines Meisters zu stehen, und war entschlossen, sich nicht Caesar zu unterwerfen. Er beschloss, Caesar zu töten, um ihn daran zu hindern, König zu werden. Er überzeugte sorgfältig andere wichtige Männer, seinem Plan beizutreten. Einige stimmten zu helfen, wenn er auch Marcus Brutus gewinnen könnte. Brutus war der Prätor der Stadt, ein sehr hochrangiger Stadtbeamter. Die Verschwörer wollten, dass Brutus sich ihnen anschließt, wegen seiner Position. Sie dachten, dass es wie eine rechtmäßige Hinrichtung aussehen würde und nicht wie ein Mord, wenn der oberste Beamte der Stadt als ihr Anführer agierte. Dann wollten sie moralische Unterstützung durch Brutus' starken Charakter für ihren riskanten Plan. Brutus war jünger als Cassius, aber ernst, nachdenklich, ruhig, gelassen, sehr ehrlich, sehr entschlossen und sehr mutig. Die Verschwörer trauten einander nicht, weil impulsive Menschen oft scheitern, wenn sie geprüft werden. Aber sie wussten, dass Brutus alles tun würde, was er versprochen hatte. In seinem Namen lag viel Bedeutung. Ein Brutus, 5 Jahrhunderte zuvor, hatte geholfen, die römischen Könige zu vertreiben. Er hatte dies heimlich geplant und sich als Idiot ausgegeben, um keinen Verdacht zu erregen, bis der richtige Moment kam. So hörte er auf zu reden und tat so, als hätte er den Verstand verloren. Er durchstreifte die Stadt, stumm und finster, wie ein Unmensch. Sein Name war früher Lucius Junius. Sie fügten Brutus hinzu, um seinen neuen Status zu zeigen. Als die Zeit endlich kam, die Könige loszuwerden, begann er wieder klar zu sprechen und geradeaus zu denken. Er rief die überraschten Römer zum Kampf auf und hatte Erfolg mit seinem Plan. Seit diesem Tag erinnern sich die Menschen an ihn als großen Helden. Menschen, die Caesar als neuen König sahen, dachten an Brutus und hofften, er könnte ein Retter wie der alte Brutus sein. Brutus fand oft Nachrichten auf der Statue des alten Brutus, die sich wünschten, er wäre jetzt am Leben. Jeden Morgen, wenn er zum Tribunal für seine Arbeit kam, fand er dort über Nacht hinterlassene kurze Notizen. Diese Notizen mit wenigen Worten trugen tiefgründige Botschaften wie »Wach auf, Brutus, zu deiner Pflicht« und »Bist du ein Brutus?«
Es schien unwahrscheinlich, dass Brutus eine starke Haltung gegen Caesar einnehmen würde, da sie seit dem Ende der Bürgerkriege enge Freunde waren. Brutus hatte Pompeius unterstützt und an seiner Seite in der Schlacht von Pharsalus gekämpft, war dort aber gefangen genommen worden. Anstatt ihn als Verräter hinzurichten, verschonte Caesar sein Leben, vergab ihm, nahm ihn in seinen Dienst auf und gab ihm später wichtige und ehrenvolle Positionen. Er gab ihm die Kontrolle über die reichste Provinz. Nachdem er mit Reichtum und Ehren zurückkehrte, machte er ihn zum Stadtbeamten. Kurz gesagt, er tat alles, was er konnte, um ihn zu einem loyalen und vertrauenswürdigen Freund zu machen. Die Männer, mit denen Cassius zuerst sprach, fühlten sich sicher, zu sagen, dass sie sich dem Komplott anschließen würden, wenn er auch Brutus dazu bringen könnte. Sie dachten, Cassius würde Brutus bitten, sich anzuschließen, weil Cassius ihn durch eine Familienverbindung gut kannte. Cassius' Frau war die Schwester von Brutus. In der Vergangenheit waren diese beiden Männer enge Freunde und arbeiteten oft zusammen. Doch in letzter Zeit hatten sie sich auseinandergelebt, weil beide dieselben Ämter und Ehren wollten. In solchen Situationen wählte Caesar normalerweise Brutus. Caesar sagte einmal: Cassius gibt die besten Gründe, aber ich kann Brutus nichts abschlagen, was er sich wünscht. Caesar mochte Brutus und dachte, dass Brutus ihm vollkommen loyal war. Cassius wollte mit Brutus sprechen, um ihn in seinen Plan einzubinden. Da Cassius in ihrem Streit derjenige war, der Unrecht erlitten hatte, versöhnte er sich schnell mit Brutus. Er fragte Brutus, ob er plane, am 15. März im Senat zu sein, wenn Caesars Freunde ihm voraussichtlich die Krone anbieten würden. Brutus sagte, er solle nicht dort sein. Cassius sagte: Aber was, wenn wir speziell dazu aufgefordert werden? Brutus antwortete: Dann werde ich gehen und bereit sein zu sterben, wenn es notwendig ist, um die Freiheit meines Landes zu verteidigen. Cassius erzählte Brutus, dass viele führende römische Bürger genauso dachten und wollten, dass er sie bei der notwendigen Aufgabe anführte. Cassius sagte: Die Menschen erwarten von anderen Prätoren, dass sie mit Spielen und Shows unterhalten. Aber von dir denken sie anders. Dein Charakter, Name, deine Position, Abstammung und Taten geben der ganzen Stadt Hoffnung, dass du ihr Retter sein wirst. Die Bürger sind bereit, dir zu helfen und ihr Leben für dich zu riskieren, aber sie glauben, dass du führen und in der kommenden Krise in ihrem Namen handeln wirst. Ruhige Männer empfinden oft starke Emotionen im Inneren. Manchmal sind diese Emotionen stärker, weil sie nicht zeigen. Brutus sagte nicht viel, aber Cassius' Worte rührten seine Seele. Brutus fühlte sich hin und her gerissen zwischen seiner Pflicht gegenüber Caesar und seiner Loyalität zu ihm und einem starken Glauben, dass alles, einschließlich Freundschaft und Dankbarkeit, dem Wohl seines Landes geopfert werden sollte. Er stimmte dem Plan zu und begann sofort, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ihn umzusetzen. Es gab einen General namens Ligurius, der in Pompeius' Armee gedient hatte und Caesar nicht mochte. Er war jetzt krank. Brutus ging, um ihn zu besuchen, und fand ihn im Bett. Rom war sehr angespannt und jeder erwartete, dass etwas Großes geschehen würde. Jede Handlung und jeder Blick schien eine tiefere Bedeutung zu haben. Ligurius konnte von Brutus' Gesicht ablesen, als er zu seinem Bett kam, dass er einen wichtigen Grund hatte, dort zu sein. Brutus sagte: Dies ist nicht die richtige Zeit für dich, um wie ein kranker Mann im Bett zu vergehen. Das Schicksal Roms steht kurz davor, sich für immer zu ändern. Weißt du, dass wir möglicherweise am Rande eines der entscheidendsten Wendepunkte unserer Geschichte stehen? Ligurius erhob sich sofort von seiner Liege und antwortete: Lieber Brutus, lass dich nicht von meinem schwachen Erscheinungsbild täuschen. Wenn du einen guten Plan für Rom hast, möchte ich, dass du weißt, dass ich nicht zögere, mein Leben zu opfern. Brutus erzählte dem kranken Mann von ihrem Plan und er schloss sich eifrig an. Sie teilten den Plan mit anderen, denen sie vertrauten, und hielten Versammlungen ab, um zu entscheiden, wie sie ihn ausführen sollten.
Sie waren sich einig, dass Caesar getötet werden musste, aber sie hatten noch nicht entschieden, wann, wo oder wie es geschehen sollte. In den Treffen, die die Verschwörer abhielten, wurden verschiedene Pläne vorgeschlagen, aber sie hatten alle eines gemeinsam: Keiner von ihnen beinhaltete Geheimhaltung über die Tat. Sie sollte offen und öffentlich ausgeführt werden. Mit einer Kühnheit, die viele bewunderten, beschlossen sie, dass die Ausführung ihres Urteils weder versteckt noch privat sein sollte. Sie überlegten, an welchen öffentlichen Orten sie Caesar finden und töten könnten, und wählten den öffentlichsten Ort aus. Sie hielten ihre Pläne geheim, um nicht aufgehalten zu werden, aber sie wollten es so tun, dass alle sie als die Verantwortlichen sehen würden. Sie planten nicht, sich zurückzuziehen, zu verstecken oder sich zu schützen. Sie fühlten, dass die Zerstörung des Meisters und Herrschers der Welt eine so große und edle Tat war, dass sie an ihre Sicherheit nicht mehr dachten. Sie planten, alles geheim zu halten, bis sie bereit waren. Dann würden sie in sehr öffentlicher Weise handeln und auf die Ergebnisse warten. Sie entschieden, dass der beste Ort, um Caesar zu töten, im römischen Senatssaal war, und die beste Zeit waren die Iden des März, der Tag, an dem er gekrönt werden sollte. Kapitel 12 – Die Ermordung Caesars. Auch du, Brutus? Caesar führte seine eigenen Historiker zufolge viele Warnungen über sein drohendes Schicksal, die er jedoch ignorierte. Viele dieser Warnungen waren seltsame Zeichen und Vorzeichen. Die Schriftsteller, die sie aufzeichneten, glaubten teilweise selbst an diese Zeichen und wollten sie in ihre Geschichten einbauen, um sie für die Leser jener Zeit dramatischer und interessanter zu machen. Diese Warnungen waren wie folgt: In Capua, einer großen Stadt südlich von Rom und der zweitwichtigsten in Italien, wurden alte Gräber ausgegraben, um Platz für ein neues Gebäude zu schaffen. Dieses Gebäude plante Caesar als Teil seiner Bemühungen, die italienischen Städte zu verschönern. Hannibal hatte einst geplant, Capua zu seiner Hauptstadt zu machen. Als die Grabungsarbeiten fortschritten, stießen die Arbeiter schließlich auf ein altes Grab. Es stellte sich heraus, dass es das Grab des Gründers von Capua war. Als sie den Sarg herausholten, fanden sie eine Messingplatte mit einer griechischen Inschrift. Diese sagte voraus, dass, wenn die Überreste jemals gestört würden, ein Schlüsselmitglied der julischen Familie von seinen Freunden getötet würde und sein Tod weit verbreitete Zerstörung in Italien zur Folge hätte. Die Pferde, die Caesar benutzte, um den Rubikon zu überqueren, lebten in einem schönen Park, den Caesar für sie angelegt hatte. Irgendwie spürten sie, dass etwas Schlimmes mit Caesar geschehen würde. Sie hörten auf zu fressen und wirkten düster, fast so, als wüssten sie, dass ein großer Verlust bevorsteht. Es gab damals eine Klasse von Propheten, die als Wahrsager bezeichnet wurden. Man glaubte, dass diese Wahrsager in die Zukunft sehen konnten, wenn auch nicht klar. Sie taten dies, indem sie die Körper von Opfertieren betrachteten. Man fragte sie um Rat bei wichtigen Gelegenheiten. Wenn die Zeichen vor einem großen Projekt schlecht waren, wurde es oft verschoben oder abgesagt. Ein Wahrsager namens Spurinna sagte Caesar, dass ein öffentliches Opfer, das er durchführte, eine große Gefahr am 15. März zeigte. Er riet Caesar, bis dahin sehr vorsichtig zu sein. Der Senat sollte sich an den Iden des März in einem neuen, prächtigen Gebäude treffen, das von Pompeius erbaut worden war. Im Inneren des Gebäudes gab es eine Statue von Pompeius, die zu den Dekorationen gehörte. Am Tag vor den Iden des März flogen einige Raubvögel in die Halle und jagten einen kleinen Zaunkönig, der einen Lorbeerzweig trug. Die Vögel zerrissen den Zaunkönig und der Lorbeer fiel auf den Marmorboden. Caesar trug zu besonderen Anlässen immer eine Lorbeerkrone und liebte sie sehr. Deshalb wurde die Lorbeerpflanze zu seinem Symbol. Als der Lorbeer fiel, glaubte man, dies bedeute, dass ihm etwas Schlimmes passieren würde. In der Nacht vor den Iden des März konnte Caesar nicht schlafen.
Es bestand kein Grund zu der Annahme, dass dies etwas Übernatürliches war. Er lag wach im Bett, ruhelos und aufgeregt. Als er für einen Moment einschlief, wurden seine Gedanken von seltsamen und scheinbar übernatürlichen Träumen noch mehr aufgewühlt. Er träumte, dass er in den Himmel hinaufstieg und von Jupiter, dem höchsten Gott, als Gleicher begrüßt wurde. Während er dem großen Vater der Götter und Menschen die Hand schüttelte, wurde der Schlafende von einem lauten, erschreckenden Geräusch aufgeschreckt. Er wachte auf und sah seine Frau Calpurnia stöhnen und im Schlaf kämpfen. Er sah sie im Mondlicht, das ins Zimmer schien. Er sprach zu ihr und weckte sie auf. Nachdem sie einen Moment lang verwirrt gestarrt hatte, sagte sie, sie habe einen schrecklichen Traum gehabt. Sie träumte, dass das Dach des Hauses eingestürzt sei, die Türen sich aufgebrochen hätten und ein Räuber oder Attentäter ihren Mann erstochen habe, während er in ihren Armen lag. Damals sah man in diesen Träumen geheimnisvolle Warnungen vor Gefahr. Heute sehen wir nichts Ungewöhnliches in Caesars verrückten Gedanken oder den ängstlichen Träumen seiner Frau. Sie sind nur natürliche Ergebnisse seiner endlosen Ambitionen und ihrer liebevollen Sorge. Die antiken Bildhauer schufen Statuen von Menschen, die zeigen, dass sich unsere Körper im Laufe der Zeit kaum verändert haben. Die Geschichte tut dasselbe mit unseren Emotionen und Leidenschaften. Die Träume von Caesar und seiner Frau vor den Iden des März wirken wie eine spirituelle Statue, die zeigt, dass unsere inneren Gefühle über die Jahrhunderte hinweg unverändert geblieben sind. Am Morgen wachten Caesar und Calpurnia mit einem unbehaglichen Gefühl auf. Caesar ließ die Tageszeichen prüfen. Die Wahrsager kamen und sagten, die Zeichen seien schlecht. Calpurnia flehte ihren Mann an diesem Tag nicht zum Senat zu gehen. Sie hatte das starke Gefühl, dass ihm etwas Schlimmes zustoßen würde, wenn er ginge. Caesar selbst war unsicher. Er war fast bereit zu warten und seine Krönung ein anderes Mal abzuhalten. Im Laufe des Tages, während Caesar unsicher und zögerlich war, kam Decimus Brutus, einer der Verschwörer, herein. Brutus war nicht besonders mutig oder energisch, aber die anderen Verschwörer hatten ihn eingeladen, sich anzuschließen, weil er viele Gladiatoren unter seiner Kontrolle hatte. Diese Gladiatoren waren verzweifelte und rücksichtslose Männer, was sie im Notfall zu einer nützlichen bewaffneten Truppe für die Verschwörer machte. Die Verschwörer hatten alle ihre Pläne bereit. Decimus Brutus wurde angewiesen, zur Mittagszeit, wenn der Senat sich versammeln sollte, zu Caesars Haus zu gehen. Dies sollte sicherstellen, dass Caesar nichts Verdächtiges vermutete und um sicherzustellen, dass ihr Geheimnis sicher war. Die Sitzung war für den Nachmittag um 5 Uhr angesetzt. Decimus Brutus fand Caesar besorgt und unsicher, was er tun sollte. Er sagte Caesar, er solle wie geplant zum Senatshaus gehen. Brutus sagte, Du hast den Senat zusammengerufen, und sie versammeln sich jetzt. Sie sind bereit, dir den Titel des Königs zu verleihen, nicht nur in Parthien während dieses Krieges, sondern überall, zu Wasser und zu Land, außer in Italien. Nun, während sie alle darauf warten, diese wichtige Tat zu vollenden, wie dumm wäre es, ihnen zu sagen, nach Hause zu gehen und an einem anderen Tag wiederzukommen, wenn Calpurnia bessere Träume hat. er bestand darauf, dass selbst wenn Caesar die Sitzung des Senats verschieben wollte, er selbst gehen und die Sitzung vertagen müsse. Er nahm Caesar beim Arm und führte ihn sanft mit sich. Die Verschwörer dachten, dass alles sicher war, doch in Wahrheit war ihr Plan aufgedeckt worden. Ein griechischer Lehrer namens Artemidorus hatte von dem Komplott durch seine Schüler erfahren, die Teil der Verschwörung waren. Er schrieb eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und beschloss, sie Caesar auf dem Weg zum Senatshaus zu übergeben. Das Ereignis war sehr beliebt und Menschenmengen versammelten sich in den Straßen, um den berühmten Eroberer zu sehen. Wie üblich, wenn wichtige Beamte in der Öffentlichkeit waren, brachten viele Menschen Petitionen zu ihm. Er nahm diese Petitionen an
und gab sie ungelesen seinem Sekretär, als ob er sie später überprüfen wollte. Artemidorus sah, wie Caesar die ihm gegebenen Papiere handhabte und machte sich Sorgen, dass seine Nachricht nicht rechtzeitig gelesen würde. Also drängte er sich näher zu Caesar und ließ niemanden sonst ihm Papiere geben. Schließlich bekam er die Gelegenheit, Caesar sein Papier direkt zu übergeben. Artemidorus sagte: Du musst das sofort lesen. Ich habe sichere und äußerst wichtige Informationen über dein Leben und die Zukunft Roms erhalten. Caesar versuchte, das Papier zu lesen, wurde aber immer wieder durch neue Anfragen unterbrochen. Schließlich gab er auf und setzte seinen Weg fort, gab andere Papiere seinem Sekretär, behielt aber das Papier von Artemidorus. Caesar traf auf seinem Weg zum Senatshaus auf Spurinna, den Wahrsager, der ihn vor einer großen Gefahr an den Iden des März gewarnt hatte. Sobald er ihn erkannte, sprach er ihn mit den Worten an. Caesar sagte: Du siehst, Spurinna, es gab nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Der große Tag ist gekommen, und hier stehe ich vor dir, stark und aufrecht. Es scheint, dass die Vorzeichen diesmal falsch lagen. Spurinna antwortete: Ja, ich sehe, dass du vorerst sicher bist, aber der große Tag hat gerade erst begonnen, und ich muss dich erneut dazu anhalten, vorsichtiger denn je zu sein. Ich bin hier, um dir Einblicke aus der anderen Welt zu geben. Meine persönlichen Meinungen spielen keine Rolle. Schließlich kam er im Senatshaus an, immer noch mit dem Papier von Artemidorus in der Hand, das er noch nicht gelesen hatte. Die Senatoren, darunter die Hauptverschwörer, waren alle versammelt. Sie erhoben sich, um Caesar zu begrüßen, als er eintrat. Caesar ging zu seinem Platz, und sobald er sich setzte, nahmen auch die Senatoren ihre Plätze ein. Der große Moment war endlich gekommen. Die bleichen Gesichter der Verschwörer standen in starkem Kontrast zu ihren schnell schlagenden Herzen. Die Spannung war höher als je zuvor, und sie glaubten nur an eines: Sie mussten die Tat jetzt vollenden, oder bald würden sie entdeckt und ihr Leben verlieren. Es erfordert viel Mut und Kraft, damit jemand ruhig entscheidet, einen Menschen zu töten, den er hasst, und noch mehr, es auch zu tun, selbst wenn er sehr wütend ist. Aber Männer, die beides tun können, verlieren oft ihre Nerven, wenn es Zeit ist, ihr Opfer zu erstechen. Das Opfer ist entspannt, unbewaffnet und tut nichts, um Zorn zu provozieren. Diese Wehrlosigkeit kann ein besserer Schutz sein als eine Stahlrüstung. Sogar Cassius, der Anführer und das Herz des Plans, fühlte seinen Mut schwinden, als die Zeit gekommen war. Um seinen Geist zu stärken, schaute er auf die Statue von Pompeius, Caesars altem und erbittertem Feind, und bat um Hilfe. Die Statue schien ihm zu helfen. Sie erfüllte ihn mit etwas von dem Hass, den Pompeius empfunden hatte. Dies gab Cassius die Kraft, weiterzumachen, als würde er von der Seele des Pompeius unterstützt. Die Verschwörer hatten einen Plan, wann es Zeit zum Handeln war. Sie beschlossen, dass sie, sobald Caesar saß, mit einer Bitte zu ihm gehen würden, die er wahrscheinlich ablehnen würde. Dann würden sie ihn umringen und weiterfragen, was Verwirrung und Aufregung erzeugen würde, um es einfacher zu machen, ihn anzugreifen. Im Senat gab es einen Verwandten und Freund von Caesar namens Marcus Antonius, der später mit Kleopatra in Verbindung gebracht wurde. Marcus Antonius war sehr energisch und entschlossen, und man dachte, er könnte versuchen, Caesar zu verteidigen. Um dies zu verhindern, wurde einer der Verschwörer ausgewählt, um ihn mit einem vorgetäuschten Gespräch abzulenken. Diese Person war auch bereit, ihn zu stoppen, falls er versuchen sollte, einzugreifen. Mit allem, was vorbereitet war, ging der Petent wie geplant zu Caesar mit seiner Bitte. Andere schlossen sich ihm an, um die Bitte zu unterstützen. Die Bitte war, um die Begnadigung eines der Brüder eines Verschwörers zu bitten. Caesar weigerte sich, sie zu gewähren. Andere umringten ihn und baten ihn zuzustimmen. Alle schienen zögerlich, zuerst zuzuschlagen. Caesar wurde misstrauisch und versuchte, sie wegzuschieben. Einer von ihnen zog sein Gewand herunter, um seinen Hals freizulegen.
Caesar erhob sich und rief: Was habt ihr vor? Dies ist kein Ort für Gewalt. Dies ist ein Senat, in dem die Welt regiert wird, und jeder muss sich entsprechend verhalten. Reißt euch sofort zusammen. Im selben Augenblick stach einer der Verschwörer mit seinem Schwert auf ihn ein und verletzte ihn leicht am Hals. Alles war nun voller Angst, Geschrei und Chaos. Caesar hatte keine Zeit, sein Schwert zu ziehen. Also kämpfte er einen Moment lang mit seinem Stilus, einem scharfen Eisengerät, das zum Schreiben auf Wachstafeln verwendet wurde und das er in der Hand hatte. Mit diesem Werkzeug stach er einem seiner Feinde in den Arm. Dieser Widerstand erregte die Verschwörer und gab ihnen die Entschlossenheit, ihren Plan zu Ende zu bringen. Bald sah Caesar Schwerter um sich herum, die von allen Seiten auf ihn gerichtet waren. Die Senatoren waren schockiert und verwirrt und wussten nicht, was sie tun sollten. Antonius sah, dass ein Gegenangriff nicht funktionieren würde, also versuchte er es nicht. Caesar versuchte sich für einige Minuten zu verteidigen, schaute sich nach Hilfe um und bewegte sich rückwärts in Richtung der Statue von Pompeius. Schließlich, als er Brutus unter seinen Mördern sah, rief er aus: Auch du, Brutus? Und schien von diesem Moment an in Verzweiflung aufzugeben. Er bedeckte sein Gesicht mit seinem Gewand und starb schnell an seinen Wunden. Sein Blut floss auf den Boden zu Füßen von Pompeius' Statue, als wäre sein Tod ein Opfer, um die Rache seines alten Feindes zu befriedigen. Brutus versuchte, zu den Senatoren zu sprechen und ihre Handlungen zu erklären, aber das Chaos war zu laut, als dass jemand ihn hätte hören können. Die Senatoren verließen schnell den Ort und verbreiteten die Nachricht in der ganzen Stadt. Das Ereignis sorgte für große Aufregung. Die Menschen begannen, ihre Läden zu schließen, und einige verbarrikadierten sogar ihre Häuser. Andere eilten durch die Straßen, um Nachrichten zu erhalten und sich Sorgen zu machen, was als nächstes geschehen könnte. Antonius und Lepidus, Caesars zwei engste und mächtigste Freunde, wussten nicht, wie groß die Verschwörung war oder wie sehr sie selbst betroffen sein könnten. Sie flohen und kehrten nicht in ihre eigenen Häuser zurück, aus Angst, die Attentäter könnten ihnen folgen. Stattdessen versteckten sie sich in den Häusern von Freunden, wo sie sich sicher und vertraut fühlten. Unterdessen verließen die Verschwörer, stolz auf das, was sie getan hatten, und sich gegenseitig zu ihrem Erfolg gratulierend, das Senatshaus. Sie ließen den Körper ihres Opfers in einer Blutlache zurück und gingen gemeinsam mit gezogenen Schwertern vom Senatshaus zum Kapitol. Brutus führte sie an und trug eine Freiheitskappe auf einer Lanze und einen blutigen Dolch. Das Kapitol war eine große Festung auf dem Kapitolshügel, umgeben von Tempeln und anderen wichtigen Gebäuden und ein architektonisches Wunder. Als Brutus und seine Gruppe dorthin gingen, erzählten sie den Bürgern von der großen Tat der Freiheit, die sie vollbracht hatten. Statt sich zu verstecken, teilten sie stolz ihr Werk mit. Sie inspirierten andere so sehr, dass einige Männer, die nicht beteiligt gewesen waren, sich Brutus und seiner Gruppe anschlossen, um etwas von dem Ruhm abzubekommen. Caesars Körper lag eine Weile unbeachtet dort, wo er gefallen war, da sich alle auf das Chaos konzentrierten, das sich in der Stadt ausbreitete, und auf weitere große Ereignisse warteten, die anderswo in Rom passieren könnten. Nur 3 von Caesars Sklaven blieben beim Körper, um die Wunden zu betrachten. Sie zählten und fanden 23 Wunden. Dies zeigt, wie zögerlich die Beteiligten waren, da nur eine der 23 Wunden tödlich war. Wahrscheinlich stachen alle Verschwörer abwechselnd auf das Opfer ein, weil sie sich gegenseitig versprochen hatten, dies zu tun. Doch jeder hoffte, dass jemand anderes den tödlichen Schlag führen würde. Schließlich beschlossen die Sklaven, den Körper nach Hause zu bringen. Sie fanden eine Art Stuhl, der von Stangen getragen wurde, und legten den Körper darauf. Mit 3 Leuten, die ihn trugen, und einem leeren Griff brachten sie den Körper nach Hause zu der trauernden Calpurnia. Am nächsten Tag beriefen Brutus und seine Freunde eine Versammlung im Forum ein.
Sie erklärten, warum sie getan hatten, was sie taten, und sagten, es sei notwendig und gerecht gewesen. Die Menschen hörten ruhig zu. Sie zeigten weder Zustimmung noch Wut. Es war nicht zu erwarten, dass sie über den Verlust ihres Führers glücklich waren. Er war ihr Beschützer und ihr Freund gewesen. Der Tod Caesars brachte dem Volk nicht mehr Macht oder Freiheit. Es könnte ehrgeizigen Senatoren, mächtigen Generälen oder hochrangigen Beamten geholfen haben, indem es einen starken Konkurrenten entfernte. Aber es schien der Allgemeinheit nicht zu nützen, nur einen Herrscher durch einen anderen zu ersetzen. Die höheren Behörden stimmten zu, Caesar von seinem geplanten Thron zu entfernen. Der Senat traf sich und verabschiedete ein Gesetz, um die Verschwörer vor rechtlichen Schwierigkeiten zu schützen. Um das Volk zu beschwichtigen, gaben sie Caesar göttliche Ehren, bestätigten alle seine Handlungen während seiner Amtszeit und planten ein großes Begräbnis für ihn. Bald wurde ein Testament gefunden, das Caesar einige Zeit zuvor gemacht hatte. Calpurnias Vater schlug vor, dass dieses Testament im Haus von Antonius öffentlich geöffnet und verlesen werden sollte. Dies geschah. Der Inhalt des Testaments erneuerte das Interesse und die Sympathie, die das Volk Roms für das Andenken an Caesar zu empfinden begann. Sein großes Anwesen wurde hauptsächlich den Kindern seiner Schwester vermacht, da er keine eigenen Kinder hatte. Die Männer, die an seinem Attentat beteiligt waren, wurden als Treuhänder und Vormunde des Besitzes benannt. Einer von ihnen, Decimus Brutus, der darauf bestand, ihn zum Senatshaus zu bringen, war ein zweiter Erbe. Er besaß schöne Gärten in der Nähe des Tiber, die er den Bürgern Roms hinterließ, zusammen mit einer großen Geldsumme für jeden Bürger. Die Trauerfeierlichkeiten wurden angekündigt, und da viele Menschen, sowohl Besucher als auch Bürger Roms, erwartet wurden, war es unmöglich, alle an einem einzigen Tag in einem Zug zu versammeln. Daher wurden verschiedene Gruppen gebeten, nacheinander zum Marsfeld zu kommen und ihre Symbole, Opfergaben und Geschenke mitzubringen. Das Marsfeld war ein riesiger Paradeplatz für Militärparaden, Shows und Veranstaltungen. Hier wurde ein Scheiterhaufen errichtet, um den Leichnam zu verbrennen. Marcus Antonius wurde ausgewählt, um eine Grabrede zu halten. Der Leichnam wurde auf ein vergoldetes Bett gelegt, unter einem prächtigen Baldachin, der wie ein Tempel geformt war, vor der Plattform, auf der die Rede gehalten werden sollte. Das Bett war mit rotem und goldenem Stoff bedeckt. Am Kopfende des Bettes befand sich das Gewand, das Caesar trug, als er getötet wurde. Es hatte Blutflecken und Löcher von den Schwertern und Dolchen der Angreifer. Marcus Antonius hielt keine förmliche Rede über seinen verstorbenen Freund. Stattdessen ließ er einen Herold die Dekrete des Senats verlesen, die Caesar alle menschlichen und göttlichen Ehren verliehen. Dann fügte er selbst ein paar Worte hinzu. Das Bett mit dem Leichnam wurde zum Forum gebracht, bevor es zu dem vorbereiteten Scheiterhaufen auf dem Marsfeld gebracht wurde. Doch die Menge begann zu diskutieren, welcher Ort der richtige sei, um den Leichnam zu verbrennen. Die Menschen wollten den besten Platz in der Stadt wählen. Einige schlugen den schönen Tempel auf dem Kapitolshügel vor. Andere wollten den Leichnam zum Senatshaus bringen, wo er getötet worden war. Der Senat und diejenigen, die dem toten Helden nicht zu viel Ehre zollen wollten, bevorzugten einen ruhigeren Ort und sagten, die Gebäude der Stadt könnten durch das Feuer gefährdet werden. Die Diskussion drohte in einen Streit auszuarten, als zwei Männer mit Schwertern und Fackeln durch die Menge kamen. Sie zündeten das Bett und den Baldachin in Brand. Damit war die Frage beantwortet, und alle begannen schnell, sehr begeistert, einen Scheiterhaufen an Ort und Stelle zu errichten. Zuerst brachten sie Stöcke und warfen sie ins Feuer, dann Bänke von den nahegelegenen Höfen und Veranden und dann alles, was brennen konnte. Die Ehre, die einem verstorbenen Helden zuteil wurde, zeigte sich oft an der Größe seines Scheiterhaufens. Die Leute begannen, alles zu packen, was sie finden konnten, um es ins Feuer zu werfen, ob passend oder nicht. Soldaten warfen ihre Speere hinein, Musiker fügten ihre Instrumente hinzu,
und andere nahmen Tücher und Dekorationen von den Möbeln im Trauerzug und stapelten sie auf den brennenden Scheiterhaufen. Das Feuer war so groß und stark, dass es sich auf nahegelegene Häuser ausbreitete, und es erforderte große Anstrengungen, es daran zu hindern, sich weiter auszubreiten. Die Menschen wurden sehr aufgebracht von dem, was sie sahen. Sie entzündeten Fackeln an dem Feuer und gingen zu den Häusern von Brutus und Cassius, denen sie die Schuld für Caesars Tod gaben. Die Behörden schafften es nur knapp, Brutus und Cassius vor der wütenden Menge zu schützen. Sie ergriffen irrtümlich einen Mann namens Cinna, weil sie dachten, er sei jemand anderes, der ein Feind Caesars war. Sie schlugen ihm trotz seiner Schreie den Kopf ab und trugen ihn auf der Spitze einer Pike durch die Stadt, um ihren Hass auf Caesars Feinde zu zeigen. Wie es jedoch oft bei plötzlichen Gewaltausbrüchen geschieht, merkten sie später, dass sie einen Fehler gemacht hatten und den falschen Mann enthauptet hatten. Das römische Volk errichtete eine Säule, um Caesar zu ehren. Sie schrieben »Dem Vater des Vaterlandes« darauf. Sie setzten auch einen Stern auf die Spitze. Später, während Spielen zu seinen Ehren, leuchtete ein großer Komet 7 Nächte lang am Himmel. Sie glaubten, es sei Caesars Seele, die im Himmel ruht.